Halt einen Stream gründen, mal spontan 10 Sekunden früher auf Stream starten, weil es halt eh wurscht ist. Halt einmal ein wenig gemütlicher. Wie Sie alle wissen, jetzt warten wir erstmal bis YouTube anfangen, du weißt das eh, wie es ist. Chill mal die Knirschen, die Knirschen. Ich hoffe, ich habe den Stream richtig eingestellt, ich habe ein paar Sachen umgestellt. Wahrscheinlich geht die Technik. Da haben wir schon wieder wunderschön. Wunderschön! So, jetzt pass auf, Phase 1. Habe Events, Birger, an einem Freitag unerwarteterweise Spontan-Stream. So halb angekündigt, weißt du sehr, was es ist. Schauen wir mal, wie viel das kämen. Hab keine Story ausgekaut, gar nichts. Natürlich Ankündigung im Discord, weißt du sehr, was es ist. Ich will heute keine Donations sehen. Wie immer gilt. Wenn Spontan-Stream oder Wochenend-Stream, dann bin ich meistens zu meiner eigenen Belustigung und heute sogar ein bisschen zu meiner eigenen Bereicherung da. Denn, was wir mir heute machen, erkläre ich gleich. Wir spielen heute WoW. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Schauen wir mal, ob wir was zusammenkriegen. Über den Nachmittag haben sich ein paar Leute kreiert. Das wird noch nicht ganz gelangen. Sollte, wie soll ich sagen, sollte das nicht reichen, erst einmal mehr seinen Kype für seinen Resub. Schluss jetzt. Wir fangen jetzt nicht mit der Donaterei an. Heute nicht. Ich muss erstmal die Kamera irgendwie einstellen. Wieso schaue ich eigentlich aus wie ein Dauder, wenn ich mein Handy da hin? Was ist denn das wieder? Okay. Egal. Grüßen wir mal einen Haufen. Das muss auf alle Fälle sein. Habe die Ehre an den Safaros, an den Nile, an die Gia, an die Steffi, an den Proxy, an den Nigelnet, an den Dragonfly, an den Wien, an den Maimek, an den Mattel, an den Springer, an den Stein, an den Kieskutscher, an den Inhalator, an den Waldpizzi, an den Springi, an den Ginsel und den ganzen restlichen Sauhaufen. So. Grüße einer gut beieinander. Schluss. Wie schaut jetzt das aus? Also, ich hab mir gedacht, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich weiß, dass WoW eine recht druckene Sache ist zum Zuschauen, glaube ich, vor allem wenn man mit... Nein, kein Fachwitz des Tages, keine Donations, sofort Donation-Sounds aus. Schnurzelpurzelchen, merci für den Euro. Wie kriegt man, wenn man einen Papagei mit einem Tausendfüßler kreuzt, einen Walkie-Talkie? Herr Stahlbauer, merci. Sui! Ich weiß nicht, was Sui heißen soll, aber okay. Mr. Müller, servus, bin einer, Grüße von mir daheim. Grüße an dich daheim. Schluss, ich möchte heute keine Donations sehen. Schluss, aus, Amen. Hebt es euch von mir aus bis Montag auf, ist mir scheißegal. Ich muss jetzt ein paar Sachen erklären und ich bitte da, jetzt warten wir erst einmal, bis einmal ein paar Leute erschwappt. Ich bitte darum, aufmerksam zuzuhören. Wie kannst du heute mitspielen? Ja, es wird ein Community Raid. Mitspielen kannst du folgendermaßen, es steht alles bei mir im Discord. Ich habe schon ein paar Leute auf der Liste, die sich angemeldet haben. Ich nehme niemanden mit, der nicht mindestens seinen Namen, sein Ingame-Namen, ja, von seinem Char. Na, Schluss jetzt, Zölibatenfett. Genehme Bereich, Ihnen eine kleine Aufmerksamkeit, Bratapfel ist lecker. Bratapfel ist wirklich lecker. Vor allem in der Bib drin. Ist zwar kein Bratapfel, aber egal. So, nochmal, Schluss jetzt. Haben wir schon wieder durch. Haben wir schon wieder, ihr bringt es mir schon wieder draus. Also, wo waren wir stehen geblieben? Also, ich nehme niemanden mit, der mindestens seinen Namen, seine Klasse und Rolle, ob du DD bist, Tank bist, Heiler bist, mit unser Item-Level dahinter hinschreibt. Die Item-Level Minimum Anforderung war 385 aufwärts. Okay? So. Ich werde das so machen. Ich werde in-game dann eine benutzerdefinierte Gruppe eröffnen, die heißt exakt, wie ich es im Discord geschrieben habe. Nämlich Obacht Birgers Community-Raid. Okay? Da schickt sie eine Einladung hin oder eine Anfrage hin und ich nehme euch dann an. Und ich nehme euch nur an. Ich wiederhole. Wenn ein Name bei mir im Discord steht, das hat einen ganz einfachen Grund. Natürlich kämen da jetzt irgendwelche neue Leute rein, die haben mich noch nie, Schluss jetzt! Stahlbar, Schnauze jetzt, nimm's noch jetzt mal. Okay, merci dir. Ich möchte einfach keine Leute, die uns nicht kennen, die mich nicht kennen und so weiter, da mit drin haben, weil sowas nicht. Die machen bloß wieder irgendeinen Scheiß. Oder auch keine Randoms und sonst irgendeinen Mist, weil für das machen wir das. Was ist ein Community Raid? Der Raid ist so die Endstufe in WoW, das größte, wenn die Gruppenzusammenarbeit, Bosse, Verprügel-Event, das so gibt es in verschiedene Schwierigkeitsstufen. Wir gehen heute höchstwahrscheinlich NHC, das heißt normaler Schwierigkeitsmodus ist nicht der allereinfachste, aber er ist der einfachste. So, gleich mal vorweg. Ich habe noch nie einen Raid geleitet. Das muss man vielleicht dazu sagen.
und gleichzeitig noch daneben streamen, macht es mit Sicherheit nicht einfacher. Drittens, ich kenne alle Bosse, also ich habe NHC schon lange durch, auf HC, auf nächsten Schwierigkeitsstufen sind wir beim vorletzten Boss. Wer kennt, wie soll ich sagen, ich werde es kurz erklären, es ist kein Stress, nicht wenn jemand den Boss nicht kennt, aber halt mitkommt, dann erkläre ihn kurz. Wenn Scheiße gebaut wird, dann ist das halt so, gehört vielleicht auch ein bisschen dazu, aber normalerweise so wird nichts fein. Außer bei den letzten 2, da kann man, selbst mit dem krassesten Gear auf der ganzen Welt, wenn du einen Scheiß machst, haben wir halt alle tot. Nimm sie doch jetzt mal, Herr Rössler, das werde ich machen, mehr als wenn ein Zwickel 50 gehen. So! Also, es gibt da halt keine 10 Minuten da lang umeinander warten und sonst irgendwas. Jetzt schau ich mal, da einen haben wir. Einen. Sulfuras der Mani. Der hat zwar wieder nicht gescheit zugehört, weil er mir sein 383er Gearscore herscheißt und ich gesagt habe, 385 ist das Minimum. Aber ich schreibe die mal dazu. Ja, noch ist ein Platz. Ich weiß auch nicht, ob wir mir die Leute überhaupt zusammenkriegen. Ja, sag ich dir, wie es ist. Ich weiß nicht, ob wir mir so viele Leute überhaupt. Wir brauchen mindestens 10. Das sind aber fast schon ein bisschen Zwing. Ich hätte gerne 2 Tanks, die brauchen wir sowieso, 2 Tanks, sondern denen wird es wahrscheinlich scheitern. 2 Tanks, 2 Heiler oder 3 Heiler am besten und 9 Damage-Dealer. Okay? Es sind 14 Leute, ich bin gespannt, ob wir es zusammenkriegen. Ich weiß es nicht. So, ich starte jetzt einmal das Spiel und dann schauen wir mal weiter. So, was wir aber vorher noch ausprobieren, ich habe heute ein bisschen was umgebaut. So schaut's aus. Kubala Sepp, Schluss jetzt. Smitty werden, Jaggerman Jensen. Merci für deine Mitgliedschaft. Küsschen aufs Nüsschen, Alter. Ich weiß nicht, ob es angezeigt worden ist. Ich habe heute wieder was umgebaut in der Hoffnung, es funktioniert. Ich weiß nicht, ob es schon angezeigt worden bist. Welcome to the Squad, Alter. Leute, Schluss jetzt mit Donations. Ich bin zu meiner eigenen Belustigung da und nicht zu einer. Das ist am Freitag und Samstag ist das ungeschriebene Gesetz. It is what it is. Also, jetzt passt es mir auf. Ich habe etwas eingebaut. Und zwar bin ich jetzt einmal sehr... Heute ist ein bisschen Teststream. Heute probieren wir mal lauter neue Sachen aus. Jetzt pass auf. Das erste, was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wenn ich da auf Teilnehmer im Chat auf YouTube gehe, ist da irgendwo der Cloudbot? Wahrscheinlich nicht. Jetzt ist die Frage, ich habe eine Umfrage eingebaut. Beziehungsweise, heute habe ich mich damit auseinandergesetzt, von Streamlabs wegzugehen. Aus Gründen, die bekannt sind, glaube ich. Und dann habe ich Folgendes gefunden, was da mittlerweile gibt, wo ich schon ewig nicht mehr reingeschaut habe, nämlich das. Umfrage! Option! So, und jetzt hätte ich gerne auf YouTube. Twitch schon mal nicht voten. Bitte Twitch. Das war jetzt wahrscheinlich zu spät. Oh Gott, und Donations sind auch dabei. Jetzt einmal auf, Kruzifix! Timmy, merci dir. Schluss jetzt. Schluss! So, geht YouTube mit dem Voten. Das hat mich interessiert. Das können wir heute jetzt wieder nicht ausprobieren. Kruzifix. Spamt's einmal in YouTube. Also, ihr könnt es noch einmal voten. Nochmal. Okay, wir müssen sowieso Close Poll. Nein, lassen wir mal Zeit ablaufen. Also, da stehen natürlich keine konkreten Antworten drin, weil ich es halt so haben wollte, dass ich schnell auf den Knopf drücke und dann erscheint das. Wenn ich so Sachen frage wie, machen wir Option A, gehen wir links, Option B, gehen wir rechts. Und dann hoffe ich, dass YouTube und der Twitch-Chat, ja, funktioniert übrigens mit, ihr findet es schon selber aus. Ich weiß nicht, wie ihr es rausgefunden habt, aber es steht da in der Klammer drin. Wir haben 19 Votes. Ist jetzt das nur Twitch oder ist das YouTube? Ich kann es nicht sagen. Also ich glaube, er registriert YouTube nicht. Es ist Ausrufezeichen Vote, Leerzeichen 1. Oder Ausrufezeichen Vote, Leerzeichen 2. Aber ich glaube nicht, dass das gegangen ist. So, jetzt drücke ich da mal auf Complete, dann soll er verschwinden. Das ist schon mal gut. Aber er frisst YouTube nicht! Warum nicht? Leute, da müssen wir jetzt schnell schauen. Kann sein, dass der Stream mit Überlänge wird. Kann auch sein, dass wir in einer halben Stunde schon fertig sind, weil wir keine Leute nicht rauskriegen. Wir werden sehen. Ihr habt jetzt übrigens immer noch Zeit, euch im Discord zu melden, wie es heißt, Item, Level und Rolle. Und dann nehme ich euch in die Liste mit auf und dann fangen wir an. So, jetzt pass auf. Jetzt muss ich da muss ich jetzt schnell schauen, das hilft nicht. Das hilft nicht. Umfrage. Ich meine, der scheiß Cloudbot. Ja, wie soll denn der meinem YouTube-Kanal joinen? Der joint halt einfach nicht. Was soll ich machen? Moderationsschutz. Ja, da müsst ihr da halt einmal joinen. Hallo. Bei der nächsten Umfrage bitte nur YouTube abstimmen lassen. Herr Weibiaus, Sie haben absolut recht. Flo, mir ist jetzt mit der Donaterei auf, das bringt euch da einen an. Das ist euch 2 jetzt. Schluss. Also jetzt, Flo, merci für den Zwickel. Ich starte jetzt bitte an die Twitch-Menschen, bitte nicht voten.
Das kriegt sie. Das kriegt sie. So. Ich habe auch noch eine Umfrageoption, wo 3 Optionen drin sind, wo ich bloß Draufdrucker brauche. Die starten wir jetzt einmal, die dauert Minuten. Und dann nur YouTube. Bitte nur YouTube. Ich wiederhole. Bitte nur YouTube. Ausrufezeichen, Vote 1 oder 2. Leerzeichen 1 oder 2. Okay? Start. Wie es geht, das geht auch wunderschön. Und jetzt kann YouTube das Eskalieren anfangen mit Ausrufezeichen, Vote 1 oder 2 oder 3. Wenn du irgendwas anderes schreibst, dann frisst er. Oh, ich glaube, er frisst's. Er frisst's. Tobias Jeder hat ohne Ausrufezeichen. Ja. Es geht! Die Scheiße geht! Die Scheiße geht! Hat's scheiß den Bot voll wie. Ja! Ja! 2014 möchte sein Depp zurück. So, und jetzt fängt Twitch noch schnell auf die letzten 10 Sekunden. Scheiß das voll! Scheiß das voll! Ich möchte wissen, ob das ja jetzt registriert wird. Ich weiß es nicht. Scheiß das voll! Scheiß rein in die Bude! Balken verändern sie leicht. Es verdeckt halt mich natürlich ein bisschen, aber das ist ja wurscht. Ich meine, die Umfrage, um die geht's. Und ab jetzt gehen keine Votes mehr, es bewegt sich ja nichts mehr. Wunderschön, schau dir das an! Zauberhaft! Wenn das. Jetzt gibt es den ganzen Tag nur eine Umfragen, ich sag das, was es ist. Es gibt den ganzen Tag nur eine Umfragen, ich sag das, was es ist. Was ist was ist? Wunderschön! Leute, was möchtest du mehr? Dann kann ich da wunderschön auf Complete drücken. Option 1 hat gewonnen. Wunderschön. Mit 46. Option 1 ist am meisten gestimmt worden mit 46,3975257731958,6%. Muss man wissen. Ist wichtig. Ist wichtig. Ja, nice, Alter. Also, und ganz furchtbar wichtig ist, auch jeder User kann nur einmal voten. Das funktioniert, das habe ich heute Nachmittag mit dem Sprengi schon probiert. Der Sprengi ist nämlich wieder im Chat einfach drin gesessen, random am Freitagnachmittag, obwohl er nicht gewusst hat, dass ich da bin. Und da habe ich auch schon gespielt damit, das funktioniert. Und du kannst dein Vote wechseln. Also wenn du jetzt zum Beispiel geschrieben hast, Ausrufezeichen Vote 1 und dann wird der Zeit und dann denkst du aber so nach 10 Sekunden, fuck, Option 2 ist viel besser, kannst du nochmal schreiben, Ausrufezeichen Vote 2 und dann wechselt dein Vote in den zweiten eine und beim ersten wieder weggelöscht. Hast aber maximal pro Vote nur eine Stimme. Das probieren wir jetzt nochmal mit dem Double-Ding aus, weil da hat, glaube ich, YouTube nicht ganz funktioniert. Achtung! Was der mal? Raiden oder Schleudern? Lasst die Community entscheiden. Die raucht dabei. War klar, dass Option 2 so weit vorne ist. Scheißt den Scheiß voll. Nochmal, wer es immer noch vielleicht noch nicht gehört hat oder nicht umrissen hat. Ausrufezeichen Vote, leer und dann 1 oder 2. Je nachdem, für was du halt stimmst. Für Raiden oder für Schleudern. Und ich sehe schon, wir haben 107 Votes bei 650 Zuschauern. Wer ist da schon wieder so faul? Ich bin mir aber nicht sicher, da laufen doch mehr als 120 Votes durch. Ich schaue jetzt mal in den Chat ein, wer immer noch nicht weiß, wie man es schreibt. Der Herr Lang hat ein Komma anstatt der Ausrufezeichen gemacht. Das, glaube ich, liegt an die Handywurstfingern. Aber ansonsten schaut doch das ganz stabil aus. Kriegt ja jeder hin, oder? Das ist. Und es funkt geil. Ich kann das in OBS mit einem Klick triggern. Und dann kommt dieses Ding. Es bleibt stehen, wenn es gut ist. Poll closed. 147 Votes, wunderschön. Und gewonnen hat Option 2. Das ist noch ein bisschen. Ja, da kann ich es lesen, tatsächlich. 126 Votes mit 85,7%. Hat gewonnen Schleudern. Ja, super. Complete, Alter. Und dann soll er wieder verschwinden. Fucking Babene. Wunderschön. So, wir müssen ein bisschen Meta machen, weil sonst wären wir nicht Fertigkeit. So, da kann ich wieder umschalten auf das. Flo, merci für den Zwickel. Timmy, Leon, Swifty, Löwensepp, Timmy, merci, Küsschen aufs Nüsschen. Spenden haben halt aus. So, Kinder. Hat sich jetzt da schon mal jemand im Dingsbums gemeldet? Was haben wir da? Slatefell, Blackhand, Vengeance, Havoc, 412er Item-Level. Ashara, Death Knight, 395, Blut, Unheilig, 23 cm. Unbufft wahrscheinlich. Jetzt pass auf, jetzt schalten wir erst einmal um. So, grüß Gott beieinander, damit ihr überhaupt einmal seht, was überhaupt geschlagen hat. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts und da ist ein Loch im Greenscreen. Herzlichen Glückwunsch. So, das ist mein Chart.
Das ist der Bo, der ist 1,5 Wochen alt und der kehrt equipped. Ja? Es geht mir hauptsächlich darum, beim vorletzten und letzten Boss, ich brauche entweder das Brustset-Teil oder das Helmset-Teil. Und wer mir das lootet und gibt, der kriegt das ganze Jahr lang einen Discord-Rang mit Lootspender. Und 5000 Gold hinten nachgeschissen. Ich sag das, wie es ist. So, gehen wir mal hinein und schauen mal. Timmy Mercy, einfach weil es so schön ist und ich mir nicht sagen lasse, wann ich spielen darf. Ja, okay. Das ist Strive schreibt Furry. Ja, sicherlich, Alter. Fuchsen, beste Leben. Oder macht überhaupt keinen Sinn, da einen Hunter zu machen, aber es ist scheißegal, mir oder einfach taugt, gib mir Fuchsen, Alter. So, du kannst alles von mir mehr, aber nicht mein Loot! Ja, das hilft nicht, wir müssen gehen. So, da sind wir nun. Jetzt hier ein Ton, hier kein Ton. Da sagst du mal, wie unfassbar viel beschissene Schuhe-Mikrofon da. Machen wir so. Jetzt hier ein Ton. Jetzt sind wir kurz ich muss das ungefähr 25 Mal am Tag machen. Ich hoffe, ihr hört einen Ingame-Ton. Ja. So, das erste, was wir jetzt mal deren. Ich werde versuchen für die Leute, die nicht recht viel mit WoW am Hut haben, einigermaßen zu mir erklären, was, warum und blubeldi blabbeldi. Wir treffen uns da herum. Jetzt pass auf. Das Schwierigste wird jetzt die Leute zusammenzukriegen, die sich übers Discord anmelden. Jetzt bei so Wacht. Da muss ich jetzt in Discord einladen. Wir haben da noch einen Death Knight, einen 395er. Was bist du? Blut oder unheilig? Blut ist der Tank, gell? Wir brauchen nämlich tatsächlich noch einen zweiten Tank. Ich sag das jetzt, wie das ist. Ich schreibe jetzt da oben mal als Tanky. Todesritter, Blut unheilig, 23 cm. Das war ein guter Witz, kannst sagen, was du magst. Schreibe die da auf. 395 lang auf alle Fälle, wenn normal überall hier ist. Sowieso ist es wahrscheinlich sogar schon ein bisschen zu krass. So! Nochmal, für ein paar Wochen Spielzeit in die Dragonflight finde ich das nicht so schlecht. Probieren geht über Studieren, kein Ding, wenn du mich nicht mitnimmst. Sulfurus, Mani, du für drei. Pass auf. Mani, ich schreib die vorerst einmal auf die Ersatzbank. Ich sag dir gleich warum, bevor jetzt dann auf einmal was alles daherkommt. Ich finde das Anmeldeding nicht, oder hat er das noch nicht gemacht zum Anmelden? Queen of the Dead habe ich noch nicht gemacht. Ich hoffe, ihr habt natürlich nebenbei einen Stream offen. Das ist einmal ganz wichtig. So, bei so Wacht. Da ich keinen Authenticator habe, kann ich meine Gruppe, die ich jetzt gleich aufmache, nicht benennen, wie ich will. Ich konnte den Authenticator auch nicht auf die Schnelle installieren, aus diversen Gründen. Oh, die Handynummer habe ich nicht mehr da dauert alles ewig und zum Löschen von meiner Handynummer brauche ich mal wieder Handynummer. Da habe ich mir gedacht, Blizzard, wie dumm, egal. Darum, in der Hoffnung, das funktioniert jetzt einfach, mache ich jetzt eine benutzerdefinierte Gruppe. Und die heißt genau so. Bürgers Community Raid. Okay? Du kommst hier nicht rein. Ausrufezeichen. Außer du bist bei mir im Discord. Okay? So. Er hat also einen gecrackten Account. Nein, habe ich nicht. Der Account ist von 2001, glaube ich, oder so. Mindestgegenstandsstufe, die brauchen wir nicht hinschreiben, die wisst ihr. So. Warum kann ich es nicht mehr ausmachen jetzt? Da, Gruppe anmelden. Und jetzt bin ich gespannt, ob ihr die Gruppen findet. Das war jetzt unfassbar wichtig. Ich bin Hortenseite natürlich. Da haben wir schon mal den ersten. Velinara, glaube ich, habe ich schon mal gelesen. Also, das muss ich die Liste aufmachen. Ich mag die nicht. Habe ich nicht auf der Liste. Doch, habe ich schon. Ich mag die nicht, habe ich. Velinara haben wir. Ich mag die nicht, haben wir. Powder Beef, weiß ich auswendig. Sladevel. Das hast du mir vorher geschrieben, du hast auch nur einen Prot Warrior, gell? Du hast nur einen Tank, wenn es war. Ich tue dir jetzt mehr, oh lecker, 413er. 2400er M-Plus-Wertung, Alter, der carried unser Lore durch. Du gehst als Tank mit, Alter, Gmadi, wie kannst du ein Lore tanken? So, das sind jetzt aber noch nicht recht viele Invites, Kinder. Da brauchen wir schon noch ein paar mehr. Also wir haben einen Heiler, wir haben 2 Tanks, sehe ich das richtig? Warte mal, da muss ich jetzt schnell schauen. Muss ich mich schnell luren. Was haben wir da? Warum wird mir da die Rolle nicht angezeigt? Kennt ihr euch mal mit der richtigen... Das ist ein totaler Cast auch. Schlachtzug, ausblenden, bearbeiten. Warum... Oh, ich muss vielleicht erstmal einen Raid draus machen. Ich kack Noob. Wie gesagt, ich hab das noch nicht gemacht. In Schlachtzug, normal, Instanzen, in Gruppe umwandeln. Nicht in Gruppe umwandeln, wieso denn? Hab jetzt da noch nicht mehr Leute eingeladen. 1-1-3. Bürgers Community Raid PvE, du kommst du nicht rein. Jetzt ist die Frage, kennen sie die nicht mehr anmelden? Kann das sein?
Können Sie der Rest? Jetzt schreiben wir erstmal in den Chat eine, habe die Ehre. Da, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich weiß nicht. Ah, haben schon alle da? Da haben sie hier, da haben sie alle da. Brav wie es sind. Ich bin der Kleinste von alle, dafür habe ich 2 Miezis. So, wir schauen mal aus. Geht das nicht, wenn ich auf Allianz bin? Jesse, das soll halt eigentlich schon gehen, wenn du auf Allianz bist. Das ist so die Frage, das weiß ich nicht, ob benutzerdefinierte Gruppen gehen. Ich habe keine Ahnung. Warum sie jetzt da keiner mehr anmeldet und mir genau 5 Leute sind, verunsichert mich ein bisschen. Bearbeiten, Bürgers Community. Ist das nicht, was das ist doch ein Doktorlakas? Wir haben ja doch schon einen Schlachtzug. Ich kann da bloß Schwierigkeitsgrad, Schlachtzugschwierigkeit normal, 10 Spieler. Ich glaube, wir haben nur eine Party. Das macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt warte mal, ich tue mal in zu Gruppe umwandeln und jetzt tue ich mal Schlachtzug. Vielleicht jetzt dann. Und dann kapiere ich nicht, warum das nicht geht. Ohne die nicht zum Beispiel in Gruppen zuweisen und so einen Scheißdreck. Schwierigkeitsgrad normal. Heute Spiel, yo, ist ein Raid. Also soll jetzt schon ein Raid sein. Machst du mal einen Totenshell am Kopf auf, das ist wichtig. Rolle, Schaden, Vollchat bearbeiten und so das Gruppe verlassen. Also müsste es schon gehen. Aber eventuell muss die Leute manuell inviten. Kennt ihr mich? Der Rest, der da jetzt eine will. Versucht's mich bitte mal. Normal kann jeder, du brauchst in Schwierigkeit asiatisch. Du darfst nicht auf Benutzer definiert suchen, wenn du alles mitnehmen willst. Und das hab ich befürchtet. Mein Problem ist jetzt, wenn ich jetzt die Gruppen oben abmeld und eine Schlachtzug-Gruppe an... Alter, er hat halt einfach eiskalt als Razageth Mount. Ich glaube, dass ich gleich in die Hosen scheiße. Manuell geht auch nicht bei Ali und Horde. Es ist ein Raid, wenn du anstatt 0 drückst, die Gruppen umschieben. Was? Wenn du Standard 0... Was? O? Was? O? O? 0? O? Schlachtzug? Ah, schön, das sind so Sachen, die habe ich noch nie machen müssen, deswegen weiß ich das nicht. Ich probiere mal schnell was. Ja, funktioniert. So, die Frage ist jetzt, warum sie da nicht mehr Leute maten können. Das ist ein bisschen seltsam. Mit Inf-Name Real. Okay, das probiere ich jetzt halt einfach einmal. Leute, die mir heute halt einen Realm nicht dazu schreiben, die kann ich heute nicht eilen. Ich probiere jetzt einfach einmal einen Zachaistos aus Silvermoon. Jetzt pass auf. / Inf Zachaistos Silvermoon. Oder / Invite Zachaistos Silvermoon. Passiert fucking gar nichts. Okay, haben wir schon soweit. Machen wir es folgendermaßen. Im Discord hat dabei auch keiner durch. Da hat noch ein Priester Heal 380. Ist vielleicht ein bisschen weniger, aber ein Heiler können wir vielleicht verkraften. Ich tue die dabei mehr auf der Ersatzbank. So, das machen wir jetzt folgendermaßen. Kennt ihr mich whispern? Mein Ingame-Name ist Bow. B-O-W und über dem O ist ein Zirkumflex. Das heißt, ich schreibe das jetzt auch mal schnell in den Chat ein. B-O-W. So. Zirkumflex ist das über Tab. Links neben dem Einser. Das heißt, du drückst B. Zirkumflex. O-W. Keine Sau findet das Zirkumflex. Das ist jetzt die nächste Hürde. Ich kann auch nichts dafür. Als Ux daheil. Kennt ihr mich whispern einfach so? Weiß ich nicht. Wie ich wahrscheinlich nicht als Online-Ozer. Kann das noch sein? Jetzt warte mal. Stell mich mal online. So. Also irgendwas. C-Fix sagst du aber komisch. Welcher Realm bist? Ich bin Atas. Würde ich vielleicht auch dazu schreiben? Ja, es ist richtig. Warte, ich schreibe es nochmal eine. BOW-Atas. Steht im Discord. Was steht im Discord? Bo Atas. Jawohl, sehr schön. Dankeschön an den Zoe. Der hat es nochmal ins Discord auch reingeschrieben. Bitte whispert's mir an. Das müsste eigentlich funktionieren. Ich bin überall online. Ich werde überall als online gelistet. Ja. Ihr müsstet mir einfach whispern können. Realm und fraktionsübergreifend Evel nur über Freundesliste. Also Realm-übergreifend funktioniert, weil sonst wäre zum Beispiel, ich habe ein paar Herren, die haben alle nicht auf meinem Realm, glaube ich. Was? Zirkusflex. Flüstern geht auch nur Horde oder Ali. Gut, das sind also Sachen, die weiß ich auch nicht. Ich habe mich noch nie mit einem Ali freiwillig unterhalten. Fraktionsübergreifend geht auch ohne Friendlist. Schreibt dort zum Beispiel jemand. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das die erste Hürde wird. Die Frage ist jetzt wirklich,
Sonst einfach einem von uns Lied geben. Ja, weißt du was, das da gib ich dir, gib ich Lied, Mr. Zoe, regelt einmal den Scheiß. Hat irgendjemand, der jetzt gerade in der Gruppe ist, hat irgendjemand von euch einen Authenticator und kann eine Schlachtzugsgruppe nennen, wie er will? Schauen wir mal, was hat er da? Biercafé, okay. Ist im Tool. Ich weiß nicht, was du damit meinst, aber egal. Er hat schon umbenannt. Gewölbe der Inkarnationen. Ist Heroic, schnell, aber werden wir nicht machen, aber egal. Bierger, die Gruppe heißt Bierger Leer Fanboys. Normal müsst ihr jetzt bloß nach Bierger suchen und dann so jetzt ist eigentlich. Da Hans! Liria habe ich jawohl! Press F, absoluter Pro-Gamer-Move vom Zoe, vom Slate-Fail. Liria, rein damit. Zachais, das habe ich auch noch. Der Idun. Der Idun ist, glaube ich, der Priester. Ich sag das, wie es ist. Ich weiß jetzt gerade nicht aus. Warte mal, jetzt sagen wir her, was haben wir für Gruppen beieinander? Warum sagen da die Rollen nicht? Was ist denn das für Caster? Aber wir werden den zweiten Healer brauchen mit 380 einladen. Sulfuras. Wer ist denn der Sulfuras? Sulfuras habe ich die auf der Liste stehen. Die habe ich nämlich nicht auswendig im Kopf. Sulfura, doch, habe ich schon. 383er Unholy DK. 386er hat er nur schnell im Plus gegrindet schon. Einladen. Da, oben siehst du 1, 2, 5. Ja, da oben 6 schon. Also komplett geistig behindert bin ich auch nicht. Ich hab da bloß geschaut, wer ist. Ich hätte da gerne noch ein Symbol pro Person daneben. Aber ist ja wurscht. So, Kinder, wir haben 9 Personen. Was haben wir beieinander? Wir haben einen Tank, 2 Heiler, 6 DDs. Uns geht jetzt noch genau ein Tank ab und 3 DDs. Und dann darf ich sofort sagen, los geht's. Also, um mal kurz zu erklären, was wir da eigentlich vorhaben. Raiden ist so der Endgame-Content in World of Warcraft. Da werden sprichwörtlich die Endbosse oder der Story-Endboss umgehaut. Es sind 8 Stück. Es dauert ein bisschen. Kann halt ein längerer Raid werden. Außer wir haben lauter Brutale, und so wie ich das sehe, haben wir lauter Brutale. Da, wenn ich in die Gruppen reinschaue, 394 ist absolut ausreichend für normal. 411 Gearscore, das definiert so ein bisschen deine Stärke. Ja? Wie stark deine Items sind und so. 411 ist total over the top. 398 ist eigentlich A2. Sulfuras sehe ich gerade nicht. Der hat aber, habe ich mir notiert, 386 hat er, glaube ich, gehabt. 399 ist 295 ist zu viel. Der einzige, der so einigermaßen auf dem richtigen Level eigentlich ist, wo er hingehört, das ist der Idun mit 380. Dann bin ich dabei mit 402, das ist eigentlich A2. Und der Zachheistos mit 395, das ist eigentlich A2. Also, weißt du, was es ist. Außer die Spin und Council, da bin ich scheiße. Du, wir werden uns alle in Ruhe darüber unterhalten, wie Bosse funktionieren. Ich kenn's zwar alle, aber ich weiß auch nicht alle Mechaniken auswendig. Nur dazu weiß ich nicht, wo ist der Unterschied zwischen LFR, Normal und Heroic und Mythic war ich noch nicht. Das sind die verschiedenen Schwierigkeitsstufen, wenn das irgendjemand interessiert. 226 ist auch gut. 226, geht 226. Also wenn wir jetzt noch einen Tank kriegen daten, haben wir keinen Tank mehr. Haben wir irgendjemanden, da haben wir noch 2. Wer sind Lifania und da oben Moretla? Ich weiß nicht, wer die Leute sind. Ich sag das, wie es ist. Wer sind die? Die stehen ja nicht auf meiner Liste. Lass uns mal schnell schauen. Lifania. Ob ich da Lifania stehe? Ich habe da keine Lifania. So, und Omo Rettler habe ich auch nicht. Ist halt richtig kreislich, 226. Und es droppt auch nicht viel Loot. Ja, je mehr Leute das dabei sind, desto mehr Items lassen die Bosse droppen. Vorhin. Und das geht's im Endeffekt. Ich weiß nicht, wer die zwei sind. Ich sag das, was es ist. Ich weiß nicht, wer es ihr seid. Und tu mir mal nochmal schnell einen Gefallen und benenn die Gruppe mal Bürger nur Bierger Community Rate, damit Leute in der Gruppensuche einfach nach Bierger-Sucher kennen und er erscheint. Das war nett. Danke dir. Also ich kann das selber. Kann ich das selber? Nein, kann ich nicht. Bin kein Admin. Da wären wir doch. Was haben wir da noch im Discord drin? Pass auf, Nine Dungeon und Raid Tool. Gibt es noch eine Möglichkeit, dass ich das finde? Ich bin auf Benutzer definiert drin, aber es zeigt es mir nicht an. Nie wie Tri. Du warst ja 400er Warlock. Die wir hier schon dabei haben. Sag ich dir, was ist. Bist du nicht schon. Wie heißt's? Ich kann mir's nicht merken. Wie heißt's? Nie wie Tri. Bist du nicht schon herin? Nein. Neda, falls du. Ich hoffe, jeder hat einen Stream offen natürlich. Ich hoffe, du hörst mich.
Nicht auf Benutzer definiert. Ich glaube, mittlerweile kannst du einfach auf Schlachtzuggruppe finden und dann oben in der Suche Bierger eingeben. Und dann müsste es eigentlich gehen. Es sind alle herin bis jetzt. Wer feiert noch so ein bisschen? Jetzt weiß mir auf. Ein Gostogar. Der Gostogar geht man noch ab. Das war eigentlich der Hildrüde mit 384, auf den ich mich verlassen hätte. Sag ich dir, wie es ist. Und da ist Nivitri, aber auch da steht, ist ein Demo-Hexer mit einem Item-Level von 400. Der war natürlich schon stark. Ja, den hätte ich schon gern dabei, das sag ich dir, wie es ist. Ein Rotax, der ist auch nicht da, das ist ein Vergelterpaler. Oder ist er da? Nein, ist er nicht. Da haben wir was. Cristolli Rex und mein Passable Move. Ich weiß nicht, wer es ihr seid. Tschüss dann. Ich sag's euch, wie es ist. Ich nehme keinen mit, der sich nicht im Discord meldet. So, brauchst du noch einen Krieger? Marco, das kommt aufs Item-Level drauf an. Und die Bomber-Bürger-Meldungen natürlich. Was? Schau ich das heute rein informativ. 2 unabhängige Spätzchen zocken oder haben es zockt. Marco Fly, Alter, 400er Krieg, kannst du tanken. Aber ja, ich nehm dir so auch mit. 400er DD kann man überbrauchen. Alter, da rasieren wir mir einfach durch. Haben wir gleich fertig. Rotax bei mir die Gruppe nicht angezeigt. Warum nicht? Wer ist denn der Graswerfer? Boah, lecker, 410er. Graswerfer, wer bist du? Merci fürs Gruppe umbenennen. Also ein 410er made sie ja nicht random für ein Normal Raid an. Oder haben wir auf Normal? Ist der herin? Ist der herin? Ja, ich habe jetzt alles probiert. Ich mag der Hexer. Nur dazu eine weibliche Person, die WoW spielt. Der Moloch. Da ist er. Ja, das lasse ich auch durchgehen. Schreibt's mir einen Namen in den Chat ein, meinetwegen. Lass ich auch durchgehen. Einer mit dem Krieger. Einer mit dem Krieger. Graswerfer hat abgebrochen. 2600er Wertung. Das ist lauter Geschubste. Aber auf Court of Stars, da lass es nicht ganz so fett sein. Die, wenn du in Halls of Valor hast oder noch schlimmer in Ruby, dann kriegst du eine persönliche Tröte. So, jetzt haben wir 127. Was bedeutet das eigentlich? Mal kurz erklärt so am Rande. Was heißt es, wenn ich sage 127? Wer ist der Erat-Tier? Gibt's 500 auch? Nein. Ja, aber leider nur auf 20. Das ist krass. Ist aber auch krass. Also, da ist die ganze Zeit meine Wertung schon einblendet. Ich habe einen Druidenheiler auf 2249 und jetzt einen Bow, der ist 1,5 Wochen alt und hat 2200 grob. Wer ehrt hier? Du bist doch auch nicht, du meldest dich doch da nicht zur Gaudi. Wer bist denn du? Gib mal A. Was heißt denn gib mal A? Beer Back hab grad geschützt. Was heißt denn gib mal A? Möchtest du ein Lied haben oder was? Achtung. Wer hat denn das geschrieben? Wer hat das geschrieben? Powderbeef. Powderbeef. Wie tut man das? Wie gesagt, habe ich noch nie gemacht. Rollebellen, nein, Spielemellen-Charakter, wir arbeiten immer. Folgevergleichen, betrachten, flüstern. Was ist das für Scheiß? Wieso kann ich da nicht. Wo? Hast du schon? Wie hast du schon? Ach, ich bin ja gar nicht der Raid-Lead. Egal. Franz, merci für den 10er. Nochmal Franz, merci für den 10er. Was ist das? Ich spiele Battle Brother, bist du ein guter Gladiator. Den möchte ich sehen. Halte mich auf dem Laufenden im Discord. Wir sollten warten mit Schleidern. Ja, muss alles diese Woche noch auf 20 drin sein. 20 ist krass. Da hätte ich, wenn ich am Anfang schon so für eine gesuchtelt hätte in den ersten 4 Wochen, vielleicht, aber da, ein bisschen. So, Kinder, wie schauen wir mir jetzt da aus? Der Gatuk und der Erat hier, ich weiß nicht, wer ihr seid, bitte schreibt's im Chat. Was ist denn da? Sonst einem Ali angeben und er sollte den Warlock inviten. Kennen wir als Hordler nicht. Haben wir mir einen Ali in der Raid-Gruppe schon drin? Ja, geduldet euch ein bisschen, dauert alles ein bisschen. Das war mir klar, dass das beim ersten Mal ein bisschen Chaos wird, wie man sich da gegenseitig einladen kann und so. Jeder spielt auf einem anderen Server, jeder ist nicht Hordler, es gibt 2 Fraktionen, Allianz und Hordel und so weiter. Yo, der Worry. Der Worry. Jetzt pass Obacht. Der Moloch, Mr. Worry. Gebt's einmal dem, sonst einem Ali angeben. Gib einmal bitte am Moloch Assist. Mr. Slatefell Dingsbums. Und der soll bitte unseren Warlock einladen. Wir gehen nicht ohne die freundliche Warlock-Dame. Ich schreibe. Pass auf, ich schreibe da im Chat. Raid. Und zwar nie Vitri minus Uldua. Den Warlock möchte ich in der Gruppe haben.
Die hat sich so früh angemeldet und wenn man schon einmal eine Dame dabei hat, die auch noch mit dem 400er Gearscore ums Eck kommt, dann geht die mit. So schaut's aus. Einfach /inf Nivitri minus Uldor. Nivitri Uldor hat sich das Schlagzeug angeschossen! Jawohl! Ja! Schau hier, da kriegen wir alles hin. Wer ist denn Plätti Jaun? Leute, ich kenne ihn nicht, der Kaduk kenne ich auch nicht. Leute, ihr müsst mir, brauchst nur einen Priester, Heiler oder die ist wurscht, muss aber um 9:30 oder so mal kurz weg. Nochmal, alles über 3,85 kann sich gerne melden. Schreibt mir da im Chat einfach euren Namen ein und meldet euch bei mir in der Gruppe an, die Birger Community Raid heißt. Okay? Einfach Schlachtzug, Suche, Birger, dann müsste es angezeigt werden. So, wir treffen uns übrigens einmal, machen wir mal, was machen wir für einen super tollen Treffpunkt? Sitzen wir uns einmal da so her. Warum habe ich einen Totenschell am Kopf? Tun wir das weg. Wie tun wir das weg? So tun wir das weg. Naja, aber es wird schon. Da sagt man übrigens unseren Schlachtzug, das sind noch die Leute, die dabei sind, aber uns geht immer noch ein Tank ab. Ich sag das, was es ist. Das ist also dieses Boomer-Spielen. Ja, wir machen jetzt nur Gruppen. Und das dauert jetzt ungefähr bis um 9 oder 10 und dann fangen wir irgendwann an, wipen wir beim ersten Boss, jeder raged, ich quit, schalte den Stream aus und dann gehen wir alle ins Bett. So. Haben wir mir jetzt mittlerweile, Bloody Mike, Leute, ihr müsst's mir, ihr schreibt vorher lasse ich die Leute da nicht rein. Ich sag das, was ist. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Ich weiß, schreibt's in mein Discord eine, euren Namen. Nivitri, oder? 2145 Wertung, da schau hin. Da schau hin! Wollte ich gar nicht wissen, wenn du einen 400er Gearscore hast, dann weiß ich, dass du schon mal gespielt hast. So, Leute, was ist jetzt da los? Ab zu mir. Oh, schreibt sie vielleicht den Blätschmerz-Ei, kann das sein? Nein, der jetzt nicht. Wo sind sie denn alle? Ich meine, die 3 Typen da. Jemand mit einem 411er Gearscore, der hat richtig krass viel gezockt, okay? Der hat richtig reingesuchtet, richtig hart. Mit einer 2400er Wertung, da ist er richtig vorne dabei. Nicht ganz vorne, aber halt vorne dabei. Der meldet sich doch nicht zur Gaudi, ein Mage, oder was ist denn? Ja, ein Mage. Der meldet sich doch nicht für irgendeine behinderte Gruppen da an, die jetzt ein Normal Raid macht. Das ist 25 Level unter ihm. Der muss doch da im Stream sein. Du musst doch in der Lage sein, deinen scheiß Namen in den Chat zu tippen. Fuck! Das gibt's ja nicht! Mittlerweile akzeptiere ich euren Ingame-Namen auch im Chat. Do it. Do it. Und irgendeinen bayerischen Satz dahinter, damit ich weiß, du bist nicht irgendein dahergelaufene Saupreis, der sich jetzt meint, der geiert jetzt da in den Stream einer und tut irgendeinen Scheiß. Kann man in dem Spiel Streams snipen? Nein, kann man nicht. Gott sei Dank. Der Bloody Mike hat kein Discord. Dann soll er in den Chat einschreiben. In den Chat! Dolphino und Linked. Ja, genau, mit einem 363er nimm ich den mit. Hau ab! Hau ab! 363er Gearscore, ich hab's nur einen Vogel los. Da gibt's nichts zum Liedschneiden. Heute werden übrigens ein paar Fachbegriffe fallen. Ich werde es versuchen zu mir erklären. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in den Chat. Wenn wir Glück haben, dann lese ich es und ich erkläre es. Aber ich will halt eigentlich nicht so viel. Bloody Mike! 409er, der 409er Priest, Alter. Rein mit dir, Alter. Bitte schreib einen bayerischen Satz in den Chat. Bitte schon, damit ich weiß, du bist keiner von irgendwelchen Preisentrottel, die da jetzt zuschauen. Vladimir, der schreibt auch im Chat. Aber ich sag da deinen Namen nicht. Schreib einfach jeder, der mit will. Der sich da jetzt anmeldet. Okay? Schreibt vorher seinen Namen. Ingame-Namen. Nicht deinen echten Namen, mit dem kann ich nichts anfangen. In den Chat hinein. Im Stream. Damit ich weiß, du bist der. Verstehen Sie? Ist nicht so schwierig. Junge! Brauchst einen Tank mit 0-0? Ja! Also nein, aber ich brauche einen Tank, brauchen wir noch. Vorher brauchen wir nicht gehen. Wir haben ja fast die perfekte Gruppen beieinander. Einen DD noch, einen Tank und dann geht's los. Sag ich dir, was ist. So, jetzt bin ich auch da. Nivitri, grüß Gott beieinander. Welcher geidige Drecksack hat denn das Aha-Mount? Ich glaub, dass ich kotz. Magst du selber schnell mit /s oder /rein hinausposaunen, was das in Gold kostet?
bitte schreib, Sulfuras, schreib einmal. Kruzifix, ja, bei dir habe ich es mir irgendwie gedacht. Slave, bei dir habe ich es mir irgendwie gedacht. Möcht's beide das vielleicht schnell mal in den Chat hinein posaunen mit /s, damit man es auch schön per Sprechblase sagt, die hoffentlich alle aktiviert haben wegen Thundering? Egal. Mike ist im Discord angekommen. Mike! Ja, jetzt bin ich auch drin, Bloody Mike, dann ist okay. Du bist schon in der Gruppe drin, passt schon. Was spielst du? Heal? Nein, ich spiele 5 Mille. 5 Millionen Gold kostet Scheiße. Weißt du, wie viel Gold mein Jäger hat? Steht ganz rechts unten, ganz klar, 42.000. Herzlichen Glückwunsch, tschüss dann. Machen wir schnell wieder die Taschen zu. So, was haben wir jetzt da? Zenexi, Shikaka, ich weiß nicht, wer ihr seid. Ich sag's euch, was es ist, ich weiß nicht, wer ihr seid. Falls Bock hast, geh S386, Luminex. Leider, nein, Moment, Lumiax. Dann brauche ich jetzt nochmal. Ich weiß nicht, wie soll ich es jetzt noch erklären? Bitte. Folgendermaßen. Ich hau jetzt diese Invites da nochmal aus. Nochmal. Das kann doch nicht so schwierig sein. Was ist mit euch? Oder vielleicht habe ich es auch scheiße erklärt. Deswegen erkläre ich es jetzt nochmal sauber. Entweder du gehst jetzt zu mir ins Discord, in den Gaming-Schmerz-Channel und da schreibst du von deinem Charakter in-game den Namen, deine Rolle, Tank, DD, Heiler und dein Item-Level. Dann gehst du ins Spiel, suchst, drückst auf I, ja, dann geht dieses Fenster auf, dann gehst du auf organisierte Gruppen, Schlachtzug, Suchen und gibst oben in der Suche ein Bürger. Dann müssen unsere Gruppen kommen und dann meldest du dich dafür an. Dann sehe ich da deinen Namen und bei mir im Discord deinen Namen, dann weiß ich, dass du ein regelmäßiger Zuschauer bist und dann nehme ich die mit. Ist das okay? Ist das zu viel? Ich verstehe es nicht. Und mittlerweile haben wir so weit, dass es okay ist, wenn du mir das nicht im Discord schreibst, sondern im Chat drin. Im Stream-Chat, bei dir, da tippst du rein, ich heiße Hans Günther, ich bin von freiberuflich Full Tank und habe ein Item-Level von 3, Alter. Und dann schickst man Inf in die Gruppen. Okay? Haben wir jetzt zum Beispiel, jetzt pass auf. Lumiax, muss ich kurz schauen, du hast dann nochmal was geschrieben. Und zwar, als Podcast, da haben wir Anmeldung. Russen nehmen ihn mit raus. Tschüss dann. Ich bin auch dabei. So, haben wir das jetzt verstanden? Ich hoffe. Birger, erinnerst du dich an die Geschichte im DayZ mit dem was Blauser ziehen? Wo ja das schon manchmal ein wenig zeigt. Das stimmt, ja. Ludwig ist fast noch besser als Gnompresse. Wird der Stream nachher VOD? Ja, sicherlich. Grüße an den Nachschau-Squad. Ah ja, hab die ganzen How-Tos schon 10 Mal durchgespielt. Das ist keine Voraussetzung, deine How-Tos bei mir zum Schauen, dass du mitgehst. Ich hab mich so gefreut auf den Stream. Ja, wird schon. Ja, wir brauchen ein bisschen Geduld. Ja, haben wir so noch nie gemacht. Beim nächsten Mal weiß ich es besser, da habt ihr nicht selber einen Authenticator und dann geht das hoffentlich einfacher. So. Wie schauen wir jetzt aus? Der Lumiex hat doch vorher seinen Namen da reingeschrieben. Ich hab ihn doch kurz überflogen, aber ich hab ihn wieder vergessen. Wo steht er? Da? Falls Bock hast, GS386, ja, das wird schon passen. Und dann sehe ich aber keine Nachricht mehr von ihm. Hat er die zurückgezogen oder was ist da kaputt? Keine Ahnung. Da haben wir was. Aha, Kari. Otto Lai. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Wenn ihr mir einen Namen nicht schreibt, im Discord vielleicht nur Ludwig, Blackrock. GS386 Tank. 00, also, oh, 00, jetzt habe ich erst gecheckt, was 00 bedeutet. Das heißt, du hast 0 auf NHC und 0 auf HC. Das heißt, du weißt nicht als Tank, was zum Tor ist. Hab reingeschrieben im Discord. Verstehe das richtig? Egal, ich impf die doch trotzdem. Ein bisschen ein Wackelkandidaten, der es verkackt, außer ich, müssen wir dabei haben. Ja. Sikai, Filio, ich weiß nicht, wer ihr seid. Haut's ab, ich weiß nicht, wer ihr seid. Geh weg. So, kann ich jetzt da impfen? Probieren wir es einmal. Inf, Ludwig, Blackrock. Wie ist das gegangen? Keine Ahnung. Weil /inf haut einfach nicht hin. Invite /Ludwig, Blackrock.
Kannst du mir keine Anfrage nicht schicken, oder was? Was ist da los? Was ist bei mir dabei mit denen? Haben wir theoretisch jemanden in der Gruppe, der umspecken kann auf DD? Auf Tank. Haben wir da einen? Der es könnte, wenn es ist, wenn wir jetzt einen Luminex nicht reinkriegen. Jo, ich zum dritten Mal. Ja, ich mag die nicht. Gut, passt. Speck gleich mal um. Speck gleich mal um. Speck gleich mal um auf Tank. Speck auf Tank. Speck auf Tank, damit wir das mal. Wo ist denn der ich mag den nicht. Rechtsklick. Was? Haupttank befördern. Nix da. Wir können das machen, dass wir. Jetzt pass auf. Wo ist denn der ich mag den nicht. Bis Tank passt, 2 Tanks, 1, 2, 3, 4, 5, 6 DDs und 3 Heiler. Jetzt schauen wir mal noch. Jetzt brauchen wir wir haben einen Teiler. Das ist ja sicher nicht deppert, die Übersicht da, das geht mir voll auf den Sack. Ich möchte das da sehen. Und ich möchte gerne sehen. Warte mal, vielleicht kann man es so auch machen. Ja, passt. Auf Heiler haben wir da sehe ich der Item-Level nicht, das ist mir aber irgendwie 1800. Powder, du bleibst Heiler auf alle Fälle. Und wen haben wir noch? Der Bloody Mike. Oh, du kannst die Idee machen, das weiß ich, das war vielleicht auch gar nicht schlecht. Und der Idun ist 380, glaube ich. Idun und Powder, ihr bleibt Heiler. Bloody Mike, du machst mir bitte nur auf die Idee. Der Slatefell ist der Main Tank. Und dann fliegen wir los! Das ist vielleicht ein bisschen unerwartet gekommen. Ich warte auf euch. Was hat's denn? Muss fliegen. Hallo, wo sind denn alle? Wieso kann ich nicht auffliegen? Was ist denn jetzt kaputt? Wo sind... Und er hockt noch in seinem Brontosaurus drin. Oh, leck, da ist der Rübensandsack. Sollen wir den vielleicht mal zusammenprügeln? Ich weiß nicht. So, jetzt verhungert mir der Drache sowieso, bis ich da hinten bin. Müssen wir kurz Speed aufnehmen. So, wir gucken da irgendwo mal an, wir müssen da um und da gehen wir jetzt auch mal hin und dann schauen wir mal. So, da bin ich gespannt. Sollten wir den Ludwig noch inviten? Ja, bitte! Ich weiß aber nicht, invite mal den Ludwig, bitte. Als die Idee, schaut nicht. Kann man brauchen. Da müssen wir da mal so. Auf. Jetzt wird es dann nochmal schnell eng, weil jetzt geht mir dann die Puste aus, leider Gottes. Müssen wir so machen. Und hoffen, dass ich nochmal. Die blauen Punkte da, die sagen mir oft, dass ich zum Beispiel meine Flügel da schlagen kann und ein bisschen Auftrieb mir holen kann. Und wenn das leer ist, dann fliege ich leider Gottes aufs Maul, aber ich komme schon mit. So, das ist der Eingang zum Endboss. Da fliegen wir jetzt hin, wie der Chef selber, weiß was es ist. Und dann hauen wir ein wenig zu. So! Mag ich vielleicht kurz erklären für die absolut Ahnungslosen im WoW, was labert der, der Tank, die Idee, Healer. Das Grundprinzip ist immer relativ ähnlich. Du hast einen Tank, das ist im Prinzip der Panzer, wenn man es direkt übersetzt, wenn man so will. Der muss die Prügel einstecken. Der hält viel mehr aus, als jemand, der Schaden macht. Ja, wenn mir sie haut, bumm, Feuer auf einen Schlag um. Gut, auf Normal wahrscheinlich nicht, aber halt fast. Der Tank aber halt nicht. Der kann viel mehr Schaden kassieren. Der Heiler heilt alle wieder in T. Und der DD heißt Damage Dealer, der macht Schaden auf den Boss. Und dieses Verhältnis muss halt richtig sein, damit man die überhaupt umhauen kann. So, wo sind wir? Irgendjemand da was geschrieben, was man schreibt, dann wegen Verzögerung und so. Raid mit Stream oder mit Stream? Ich mag mir jetzt nicht ins Discord einhocken. Mit unfassbar vielen Leuten, die ich nicht kenne. Ich glaube zwar, das ist jetzt kein Vorwurf, dass da irgendein Scheiß passiert, aber ich glaube, das kriegen wir so hin. Ludwig, haben wir da. Ludwig, du bist aber nicht als Tank dabei, du bist einfach die Idee, du prügelst einfach drauf. Was zum Tor ist, wird kurz erklärt. Wer Bosse nicht kennt, ich versuch's kurz zu erklären und ansonsten Learning by Doing. Müssen wir auch mal sterben. Was ist es? So, müssen wir nur irgendjemanden porten. Was heißt porten? Da nicht jeder da herfliegen muss, irgendjemand guckt, das sagt man da, der Pala. Ludwig, wo guckst denn du wieder umeinander? Port's mal einen Ludwig. Ludwig hat einen Port, dann muss da jemand draufdrücken und dann ist er sofort da, dann muss er nicht selber fliegen und so ein Scheiß. So, das sind aber Nebensächlichkeiten, interessiert keinen. Dann da die sagen, porten wir gleich drinnen. Oh, wir haben ja einen Hexer dabei. Welch ungewohnter Luxus. Bei uns spielt nämlich keine Hexer mit, das ist aber ein bisschen nervig. Jetzt gehen wir da rein. Hoffentlich ist Schlachtzugschwierigkeitsgrad ist auf mythisch, ihr besoffenen Affen. Hallo, stellst du mir bitte nicht auf Mythic, das war super. Weil es nämlich sonst der erste Boss gleich dermaßen aus die Latscheln donnert, dass alles jetzt spät ist. Kann man das machen?
Jedes Leben ist es wert, Da kurz Quest abgeben, ich habe keine Ahnung, was passiert, aber egal. Was haben wir da? Hab da Lead gegeben. Ich bin Lead, Schwierigkeitsgrad, normal, alle noch mehr raus und alle noch mehr rein, bitteschön. So, grüß Gott beieinander. Mein Gott, bin ich jetzt gespannt, was das jetzt wird. ist das... Stell deinen Stuhl jetzt, Bürger! Kruzifix. Einigermaßen aufrecht da sitzen, wunderbar. Ich hoffe, jeder hat Bufffood dabei. Mindestens eine kleine Flask dabei. Und, weißt du, was ist Arbeitswag. Da steht schon wieder komplett mit... Helft's einmal, beim Porten ist gescheiter. Servus, grüß Gott, da sind wir alle. Gehen wir mal ein bisschen netter hin, damit ihr was seht. Weißt du, was ist. Und, ja. So. Der Moloch winkt euch zu. Ich tue jetzt einmal, was ich tue mit dem Bloody Mike ein bisschen abdancen, /dance. Ich weiß, ich hab bis jetzt gerade noch nicht ausprobiert, wie ein Fuchs tanzt. Schauen wir uns das einmal ein bisschen genauer an. Ah ja, super toll. Interessiert mich ein Scheißdreck. Wir schauen mal. Oh ja, jeder Lutschkiesel, lecker Lutschkiesel. So, vielleicht einmal kurz in die Runde erklärt, das da unten sind meine Fähigkeiten, so die etwas größeren Symbole, aber eigentlich schaue ich nur da. Das linke ist meine Lebensleiste, das rechte ist die Lebensleiste von meinem Ziel, später dann vom Boss, und das da in der Mitte sind meine Fähigkeiten und das sind Weak-Auras und so ein Scheiß das, und Hekili. Also mein Weak-Aura ist im Prinzip Hekili, weil es genau dasselbe in grün ist, bloß in nur ein Stück besser, wenn ich mal wieder was verkacke. Wieder ein bisschen zurückgeladen. Wunderbar, das sind Add-ons, die man sich installieren kann, um sich das Leben etwas leichter zu machen. So. Verfolgung beenden. Wunderbar, haben wir mit irgendwelchen Quests. Ja, zum Beispiel tötet Razageth. Das ist der Endboss. Schauen wir mir stabil aus. Achtung, /ready, check. Da sind alle ready, da sind alle ready. Powder ist ready, der Moloch, der glaube ich, ist nochmal schnell so gegangen oder so. Was ist er? Er ist da. Was ist der Ready-Check? Da kriegt ja jeder eine Meldung auf seinem Bildschirm, ob er da ist und ob er bereit ist oder eben nicht. Und ich als Raid-Lead sage da herum, alle sind bereit. Wunderschön. So, ist irgendjemand da? Das regelt man noch schnell. Ist irgendjemand im Raid, der nicht weiß, was jetzt zum Tor ist? Mit den Drachen drüber fliegen, wir gehen mal über rechts, wir machen die rechte Seite platt und ja, keine Scheu, wenn jemand wirklich nicht weiß, ich war noch nicht herin, keine Ahnung, dann, ich kenne nur den Endboss nicht. Da schauen wir dann, wenn es soweit ist. Der wird richtig, ich glaube am Anfang haben wir keine Probleme, aber der Endboss, wenn wir da wirklich hinkommen, der wird spannend. Was ich kenne nur 4, 5, 6 nicht. Stream stumm schalten ist auch nicht so geil, aber doppelt ist absolut ungeil. Gut, das kann ich verstehen. Was haben wir da? Der Goizep. Ich weiß nicht, wer der Goizep ist. Ich sag das, was es ist. Ich bin... Wer bist denn du? Schreibt Inf. Moonkim 415 Item-Level. Tja, da steht jetzt keine weiteren Fragen mehr und druck einfach auf Invite. Die Primalisten haben mit ihrer es geht los! Wer hat jetzt... So, das der wir gleich schon mal gar nicht. Wer war das? Wisst ihr, wo die anderen Okay. Wer nicht weiß, was zum Tor ist, geht's zum Drachen. Schmatzt mit dem, taucht mich in die Schlacht ein. Es geht los. Es geht los, es geht los. Wir clearen die rechte Seite. Ich möchte keinen Damage auf die linke Seite sehen. Auf die rechte Seite. Und das Feuerelementar in der Mitte, bitte. So, wir fliegen jetzt da 2 Minuten lang rum und können da schon mal Trash über den Haufen schießen. Schaut relativ peinlich aus. Ist ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Scheißt die Viecher zu. Alles da auf der rechten Seite ein bisschen kaputt bauen. Jawohl. Damage. Überall ein wenig reinpumpen. Keiner liegt umeinander. Ich fürchte, das Moonkin muss übrigens selbstständig herkommen. Wie ist der Sound? Ist jetzt laut? Ist jetzt leise? Keine Ahnung, kenne mich nicht aus. Im Prinzip tue ich nichts anderes. Mein Drache hat 2 Fähigkeiten unten. Einmal so ein Single-Target-Ding oder eine relativ kleine Fläche da oben kotzen. So, fickt einmal das Feuerelementar aus dem Link. Sehr schön. Wunderschön. Wunderschön. So, ist tot. Das sparen wir uns jetzt alles, was wir dann zu Fuß umbringen müssen. Da den fetten da oben noch.
Die 2 Elementare, die am Start nochmal anstehen, macht es einen schön brav fertig. Über Damage Meter da, wie wahrscheinlich auch jeder, der jetzt mitspielt. Da wo man genau sagt, wer jetzt da durchgeleacht hat und wer nicht. Wahrscheinlich habt ihr am meisten geleacht. Was heißt leachen? 5 Minuten. 20 Leute deren was und einer tut nichts und lässt sich durchziehen. Das ist leachen. Der leacht, wenn man so will. Da eine grotzt. Müssen wir den Ingame-Sound leiser machen. Das ist natürlich ein bisschen von Nachteil für mich. Umgebung, Dialoge, Effekte. Mal Effekte einmal leiser, aber das schön, da ist schon ganz schön laut. Und das was braucht, weiß ich nicht. Da haben wir alles zusammendroschen. Ich glaube schon, da hinten läuft noch ein kleiner. Das ist zu weit weg. Das ist zu weit weg. Über den Himmel. Ich herrsche über den Himmel. Okay. Eranok, erledigt sie! Gut, Sepp. Merci fürs Mitgehen. Und nicht persönlich nehmen, wenn ich am Anfang ein wenig umeinander fliegen möchte, kann ich Spackos mitnehmen. Weißt du selbst. Wenn es gut Sepp heißt, hätte ich auch davor ausgekennen, dass wir Dann wahrscheinlich müssen wir den Rest wohl zu Fuß gehen. Nicht interaktiver privaten Chat schließen. Slave, privaten Chat schließen. So, wir gehen mal los. Rassageth muss aufgehalten werden. Rassageth muss aufgehalten werden. Na, die Dialoge kennen wir nicht oft, die haben ein bisschen schweinelaut, aber wir werden sehen. Ich kriege halt während dem Bosskampf einige Benachrichtigungen und ich versuche die wiederzugeben, früh genug, dass es ihr über den Stream dann auch mitkriegt. Ich meine, Leute, wir haben auf normal und da haben Leute mit einem 411er Gearscore. Braucht es mir nicht erzählen, dass ich euch da lang Kommandos geben muss, wann wer was zum Tor hat, okay? So. Aber ein paar Einzelne haben dabei, das ist ja nicht tragisch. Die carryt man schon durch. Jetzt muss ich jetzt mal schauen, was ist War da. das etwa schon alles, Kaligos? So, da vorne ist der erste Boss. Der Dude heißt Eranok. Kann nicht viel. Das ist immer viel Loot, der war schon Bande zum Start. Weichschuppen hinter einem Welpen? Eine Weichschuppen hinter einem Welpen. Da! Buffut ins Maul, eine Flasken. Und Ich werde währenddessen... euren Schädel unter meinem Fuß zermalmen. Du kannst jetzt einmal den Maul halten, hast noch genau 5 Minuten zum Leben, du Kasperl, du Futzengruber. So, Buffut ins Maul. Ist jetzt irgendjemand da, der diesen Boss nicht kennt? Bitte in-game in den Chat hinein. Okay? Nehmt euch Pots. Oder hast du einen Flaskpot aufgestellt? Bruder! Bruder! Einmal alle im Chat press. Wer hat denn den aufgestellt? Wahrscheinlich das Slatefell. Der hat eh Geld zum Scheiß, das ist eh wohl. Press F in Slatefell, der equipt den ganzen Raid. Was heißt das? Das sind Pre-Pots vom Kampf. Hast da steht da unten, benutzen, trinkt dies um euren Primärwert 30 Sekunden lang um 664 zu erhöhen und hat 5 Minuten Abklingzeit. Gibt einen ordentlichen Damage Boost, pflanzt man sie vor Bosse ein. Haben wir nicht nötig, sag ich dir, wie es ist, aber merci. So, merci, macht's den aber leer. Alter, da kommen ja 5 außer, voll geil das Moped. Okay, geiler Wichser, passend zum Mount. Danke, alle in den Chat, jawohl, das wollte ich sagen. Also es ist niemand dabei, der den Boss nicht kennt. Was kann der Boss? Kurz erklärt, also ja, ist riesengroß. Nicht vor dem Boss stehen. Also das erste, da macht er so komische Feierflächen immer wieder mal, aus denen ich rausgehe. Nennt man Swirlies, wird sie dann gleich bei mir in-game dann sehen. Wahrscheinlich werde ich mich aber auf andere Sachen konzentrieren und dann werde ich gnadenlos verrecken. Dann spawnt er 3, 4, 5, ich glaube je nach Raid-Größe, kriegen 4, 5 Leute einen roten Kreis. Und nach 3 Sekunden ungefähr spawnen da Ads außer. Das sind kleine Viecher. Die machen Schaden und laufen dann auf einen zu. Die ziehen wir bitte alle in Richtung Boss und cleaven wir es kaputt. Also wie übersetzt man cleaven? Keine Ahnung. Sinngemäß, ich hau nicht bloß ein Ziel, sondern trifft 3 gleichzeitig. Die verrecken dann schon da drin. Und so nach 1 Minute ungefähr kommt außen rundum ein Ring von Elementaren, die langsam zusammengängen. Ich versuch's, dass ich es hinkriege, dass ich eins mit einem Totenkopf markiere. Das müssen wir schnell nur zusammendreschen. Damit wir rauskommen, wenn der Ring zugeht, werden wir alle sterben. So, Freunde der Sonne, ich labere jetzt nicht mehr lang. Wenn ich irgendwas vergessen habe, lasst das mich wissen im Chat. Und dann machen wir nochmal einen Ready-Check. Und scheut euch bitte nicht vor allem in-game zum Fragen. Scheiße, was war da gleich wieder,
ist kein Stress nicht. Für das hocke ich da und erkläre es dann gern in Ruhe und Gelassenheit. Okay, so, ready, check! So, und... Hat's noch leer machen. Ja, wie oft kommen da... Alter! Alter, wie lange kann ich... Wie oft kann ich da draufdrücken? Seid ihr behindert? Bist du besoffen? Jetzt habe ich schon 40. Es sind 120 Charges auf 5 Pots drin. Ja, Alter, Leute, klickt auf den Pot da vorne drauf, der ist schweineteuer. Und sagt's nochmal Dankeschön. Da sind jetzt 40 sicher nie Elementartränke der Macht rausgekommen. Stufe 3, das sind zwar bloß die kleinen, aber wie man sieht, ich hab sonst gar keinen. So! Scheiße, jetzt habe ich auf den Ready-Check nicht aufgepasst. Sind alle ready? Machen wir nochmal. Ready-Check! Der Ludwig, alle sind da, jawohl, du kriegst von mir. Eine wichtige Frage noch an die beiden Tanks. Ich mag die nicht und Slatefell. Wisst ihr, was als Tanks zu tun ist? Bitte sagt's ja, weil das ist das Einzige, wo ich gar keine Ahnung habe. Ich habe noch nie Tank gespielt. Slatefell, bei dir bin ich mir sicher, ja. Und ich mag die nicht, was ist mit ihm? Bei dem schon, okay. Vielleicht kann der Slatefell, vielleicht ist er, ich glaube, er ist dazu in der Lage, macht's einmal ein PN untereinander auf und sag ihm vielleicht schon beim Trashmachen oder so, was der nächste Bossgruppe kann, auf was aufpasst. Das wäre ganz geil. Ich kann es euch nämlich nicht sagen. So, Boss wird getankt da am Totenkopf offensichtlich. Ich weiß nicht warum, aber das ist egal. So, Freunde der Sonne, Pull in 10. Achtung, los geht's. So, bin ich gespannt, Alter. Ich hab selber keine Flasche drin, lol. 3, 2, 1. Ja, nehmen mit, da schluckt's einfach. Geht's mit und los geht's. Sehen, ob ihr würdig seid. Wir fangen mal direkt um mit Kampfrausch. Den mach nur ich übrigens. Total verbrannt. Schön in der grünen Fläche vom Herrn Druiden drin stehen. Nicht vom Boss stehen. Die 3 Dinger bitte etwas abseits. Ich sammelt ablegen. Ja, kommen wir so mal. Alle zum Tankführer, klifft's die Viecher, die kommen haben dort. Sehr schön. Wunderschön. Nicht im Scheißdreck drinstehen. Ist eigentlich eine ziemlich easy Geschichte. Nicht vom Boss stehen, nicht sterben. Dankeschön. Das Mal eurer Zerstörung. Was zur Hölle war denn das? Hab ich aber nicht gesehen. Alle zu mir. Alle, die verfolgt werden, leicht zum Boss. Total verbrannt. Okay, passt schon. Zünden wir den Boss ein wenig weiter. Sehr schön. Ich brauch gar nichts sagen. Weg vom Boss. Jetzt kommen wir wieder in 3, beziehungsweise 1. Die legen wir da ein bisschen ab. Und, ich kann's da nicht abnehmen. Wieder zum Tanky. Klifft's die Mistviecher weg. Wunderschön. So, jetzt kommen wir am Rand außen Elementare. Wir suchen uns aus, direkt wo wir davor stehen. Ja, wunderschön. Ich weiß nicht, wer einen Toten Shell drauf gemacht hat, prügelt's das endlich. Und zwar so schnell wie es geht. Sehr schön. Schaden auf den Boss, Range ist sowieso. Ich glaube, das können wir aushalten. Heiler, Cooldowns einscheißen, wenn es pressiert. Armee heißt also dieses Spell vom Boss. Ich verstehe. Boss ist schon bei 32%, schaffen wir easy. Gehen wir wieder ein bisschen am Rand aus. Seid dem falschen Kommandanten gefolgt. Sehr schön, wunderschön. Was ist Brüllen? Ich habe absolut keine Ahnung, was Brüllen ist. Das Mal eurer Zerstörung. Rockst den Scheiß ein bisschen aussehen, muss gar nicht so weit weg sein. Alle zu mir. Wunderschön. Ab zum Boss, klifft's die Viecher um. Ist einmal überhaupt kein Stress und jetzt Execute! Total verbrannt. Weg vom Boss. Kommt wahrscheinlich alles ein bisschen spät. Kommt wahrscheinlich alles ein bisschen spät. Sag ich dir, was es ist. Das Mal Jetzt gehen wir wieder eurer Ads. Zerstörung. Leicht auf Zeiten. Ich habe kein Ziel. Easy go. Ich habe
Schön brav am Boss looten. So! Das war der erste Boss, der war easy going. Können wir uns Da ist ja in gar die nichts Lüfte passiert. Jeder wird daheim sitzen und wird sich schwingen? denken, Eher nicht. was zur Hölle war keine das? Angeberei von Rassageth. Es sind Der 2 Items Himmel dropped. ist Ihr könnt ihr euch gerne drum prügeln, wenn ihr was braucht. Und ich werde auf G drücken, ich kann nichts die brauchen. Macht nehmen, Weg mit bevor dem wir die Schund. Sturmfresserin angreifen. Weg mit dem Schund. Sie Easy werden peasy es lemon uns nicht squeezy. leicht Es wird machen. schon noch anspruchsvoller, geht euch nicht an. Macht euch bereit. Spätestens beim Endboss, das wird richtig interessant, vor allem wenn ich da labern muss. Was ist denn das, der Beuteverteilung? Was ist das? Was muss ich da jetzt irgendwas tun? Mach das zu, interessiert mich nicht. Crap-Loot kann haben, wer will. So, jetzt geht's weiter. Wir bewegen uns jetzt zum nächsten Boss. Das ist nur Trash. Man nennt das so, es ist halt nicht einfach Crap-Mobs, also Crap-Gegner. Die prügelt man einfach schnell weg. Da wird schon schön brav unterbrochen, hab's genau gesehen, wunderbar. Sehe ich gern, sehe ich Ich gern. brauche ein Ziel. Kicken ist die 4 des kleinen Mannes. Da haben wir einen Dudu-Boost. Weiß ich nicht. Da ist Kax! Gibt's ihm aufs Maul. Oh, den kann man nicht kicken. Schaut jetzt vielleicht auch ein bisschen bosshaft aus, das Viechklump da. Ist aber kein Boss nicht, aber es sind nicht stärkere Gegner einfach, die du allein normal nicht umbringen kannst. Deswegen prügelt man da zu 20 drauf. Wie sind wir eigentlich beieinander? 2-2-10. Ja, das passt schon. Oder passt 2-2-10? Brauchen wir vielleicht einen Heiler mehr? Ich weiß nicht. An die Heiler in der Gruppe, man lasse mich bitte im Chat wissen, wenn es euch hart jetzt. Wir haben ja immer noch einen Shadow Priest da, einen total krassen, der wechseln kann, wenn es ist. Ich muss zuerst Und- etwas anvisieren. Dann passt das. Wir haben einen Damage abgeschnitten. Kann man auch mal schauen. Gesamtdaten, Eranok, wo bin ich? Ich bin Dritter. Bloody Mike mit dem 411er Gießkör ist eh Eranok klar. ist gefallen. Starker Damage. Die Gibt's Eindringlinge Props von kommen mir. in unsere Richtung. Schön kicken, immer schön Haufen kicken. Ich mag keinen beim Trash-Sterben sehen. Das ist das, der wir mir nicht. Oh, gehen wir mit direkt zum Kurok. Oh. Da habe ich jetzt selber nicht ganz aufgepasst, wo wir mir eigentlich hingehen. Ich habe mir eigentlich mal mit Moment Council zuerst. Ist auch ein ganz spannender Kampf. Vor allem auf HC bzw. auf Mythic. Wir gehen mal einfach weiter. Im Prinzip prügel die nur auf Nameplates. Merkt es selber, oder? Ja, that's the game, man. That's the game. Da mal reinkicken, damit nichts passiert. Bisschen Damage. Ihr dürft seinen Damage beim Trash schon auspacken, Leute, so ist es nicht. Desto schneller sind wir fertig. Das kostet alles Zeit da. Okay, gehst schon, da muss der Nachschauungscode Ich dran. brauche Was? ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Weiß nicht genau, was ich mir da gerade angeschaut habe. ich find's super. Warum kicken den kleinen Zigeuner da keiner? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Schön brav geben, so ist schön Sulfuras, wunderschön. Das gefällt mir gut. Zauber. Natzt es weg, die Grippe. Oh, der Krieger trat auf mit dem Damage. Was ist da los? Was ist ihm da los? Oh, execute ins Maul. Ich habe kein Wunderschön. Ziel. Gib ihm. Zu was für einem Boss gehen wir gerade? Ich muss jetzt dann nochmal schnell schauen, wie der Drache hieß, weil der macht lauter einen Scheißdreck. Schön aus seinem Speiberten rausgehen, wieder vertroffen. Nein, schön. Ich sehe schon, ich habe nur Pros dabei. Das ist super. Das ist super. Weiß man aber auch irgendwie, wer jetzt noch WoW spielt, der weiß, was er tun muss. Für alle, die nicht wissen, was zum Tor ist, ich bleibe zum Beispiel nicht da stehen. Wo haben wir überhaupt? Wo gehen wir mir Hoppala, das ist mein Skill. Vielleicht soll ich aber auch mal Single-Target-Skillung ein. Ich mach schon wieder denselben Fehler wie letztes Mal. Oh, wir gehen zum Terros. Okay. Ich werde versuchen, den kurz zu erklären. Ich glaube, da vergesse ich ein paar Sachen, weil ich es auch nicht hundertprozentig weiß. Aber ist aber. Oh. Ich bin außer Reichweite. Der hat mich total davon gekickt. Ich weiß nicht, ob es irgendjemandem aufgefallen ist, aber ja. Wenn wir einfach gleich den ganzen Raid pullen, ich weiß es auch nicht. Zieht einmal Cooldowns, wenn es unten seid. Dass wir nur beim Terrace sind, dabei geht sowieso zu weit. Ah, da darf ich nicht stehen bleiben. Ah, nicht. Ah. Ich muss näher ran. Ich sollte mir vielleicht mal gegen die Wand stehen, dann fall ich auch nicht irgendwo hinter oben. Oh, eine prügeln. Viecher-Tötungsbefehl. Man kriegt da ein bisschen ein Epileppi. Ja, muss man mengen. Das muss man mengen. Und das ist also ein bisschen der Grund, warum wir noch nie WoW gestreamt haben, weil ich hab das Gefühl, das schauen Ich brauche ein Ziel. sie nicht viele Leute Die recht lang an. Eindringlinge sind hier! Schneller! Ja, der Tank ist am hart abholen. Feiglinge!
Wunderschön. Elementar ist fast auf unserer Ebene. Ist eigentlich irgendjemand gestorben beim ersten Boss? Ich hab gar nicht aufgepasst. Seid frei! Ich glaub nicht, dass wir Ich habe kein Ziel. Ach, die Typen da brauchen wir nicht verprügeln. So! Zweiter Boss namens Terros. Freunde der Sonne. Wir versammeln uns wieder alle da vorne. Ich versuche kurz zu erklären, was passiert. Das ist ein sogenannter Damage-Check-Boss. Erstens, wenn du den nicht schnell nur down kriegst, ich glaube, ich kenne jetzt die Timestamps nicht, aber nach so und so vielen Minuten prügelt er die Fläche da rundrum, die da rundrum ist, prügelt er, viertelt kaputt. Das heißt, irgendwann nach einer bestimmten Zeit ist die Fläche so kaputt, dass du stirbst. Also, dass alle sterben. Wenn man nicht schnell genug töten. Das heißt, wir brauchen genug Schaden und den haben wir. Da brauche ich nicht nachschauen, den haben wir. Bitte mit die Pille auf die rechte Seite. Haben wir noch einen Heiler? Braucht's noch einen Heiler? Braucht's ihr noch einen Heiler? Scheiße, muss kurz 5 Minuten weg. Herr Bloody Mike, das halten wir aus. Dabei kann ich ein bisschen erklären. Das schaffen wir. Bloody Mike, tu dich um. Brauchen wir noch einen Shot war's nicht. Gut, ich gebe ungern den... Wir haben ja nur einen... Wer kann auf Heal ums Becken? Nur der Shadow wahrscheinlich, oder? Nur der Priester? Probieren wir es halt, scheiß drauf. Dann ist okay, dann probieren wir es einfach. Also ist okay. Ist okay. Also, jetzt bei so was. Das ist einmal die Grundfertigkeit, die der Terros kann. Wenn wir zu lang brauchen, ist die Fläche kaputt und wir verrecken wir alle. Darum Damage-Check. Haben wir zu wenig Schaden, dauert es zu lang, kaputt. Dann, was ist da? Mutter, schönen Gruß an... Hör auf, jetzt mit Oberstmann. Schluss. Zur Not bist du schuld, passt. Das war immer der Hunter. Das ist der ist eh klar. Ja? Warte, ich weiß, wer schuld ist. Und zwar, pass auf, ich gehe mir ganz nach ohne. Da, dann haben wir da Katze und da der Katzbrocken. Links da, wenn jemand schuld ist, dann ist der Katzbrocken schuld. Also, zweite Fertigkeit. Es kommt immer wieder mal so ein Schlag von oben. Und der, meines Wissens zumindest, der gehört gesaugt. Was heißt gesaugt? Da stehen alle drin. Nachdem der Schlag runterkommt, wenn da keiner drin steht, dann verteilt sich der Schaden nicht auf alle, sondern auf einen und der stirbt instant. Danach bleibt der Fläche am Boden, alle rauslaufen, wer da drin stehen bleibt, der fällt nicht sofort da um, aber kriegt einen Haufen Schaden. Dann, immer wieder werden einzelne Leute aus dem Raid, aus der Gruppe, mit einem gelben Ringel markiert und dann kommen von unten so Stalagmiten oder Stalaktiten. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, Stalaktiten haben Titten, die hängen und Stalagmiten kommen von unten. Die stechen in die Luft und die müssen in einer, da bin ich jetzt gespannt, ob wir das hinkriegen, die müssen in einer Reihe vorm Tank, also wenn du dir jetzt vorstellst, da vorne am X wird der Boss tankt. Da stehen alle auf einem Haufen am besten. Range ist vielleicht ein bisschen dahinter, ist nicht tragisch. Und dann stellen wir mir, ich weiß nicht, wie es der Tank haben will. Ich würde gerne mehr machen, habe aber nur die Idee hier. Jene Eselsbrücke, ich glaube, die ersten 8 über 30, weiß ich nicht. Die müssen hintereinander in einer Reihe aufgestellt werden, damit der Tank kriegt so einen Schlag ab, das ist dann so eine gerade Linie, die lenkt er dann auf diese Steine, die dann dort liegen bleiben, damit er es weghaut. Wenn wir die nicht weghauen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was passiert, aber es ist mit Sicherheit schlecht. Und das dritte, was er noch kann, ist, er macht einen Schlag von oben, eine große Fläche, da darf man nicht reingehen. Da müssen alle raus. Es ist ein bisschen schwierig zu erkennen, in welche man rein muss und welche dass man raus muss. Ich muss gerade selber ein bisschen überlegen, wie da welche gleich wieder ausschaut. Ich glaube, die eine ist ein wenig durchsichtig, da darf man alle rein. Und die andere, da muss ja jeder raus. Das werden wir jetzt einfach die Hardware lernen. Ich sag das, was ist. Ich versuch's, warte mal, ich muss mir schnell Big Wigs Anker einblenden. Ich muss die leisten, das da werde ich ein bisschen besser im Auge behalten und ein bisschen größer machen, damit ich besser zumindest einmal 10 Sekunden vorher sagen kann, was passiert. Ich hoffe, es haut einigermaßen hin. Wo man rein muss, haben ein paar einen Debuff. Bei dem, wo man raus muss, hat keiner einen Debuff. Wo man rein muss, haben ein paar einen Debuff. Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf die Schnelle hilft, dass ich weiß. Das werden wir herausfinden, sage ich dir, was es ist. Was? Ein Schami? Was? Milupu, ein Schamane. Sprengi. Müssen wir noch jemanden impfen, oder was? Wo ist denn der Milupu?
Jamie, was hast du für einen Gießgewehr? Du kannst noch am Terrace auch noch joinen. Wir fangen mal jetzt an. Hey, halt, stopp. Bayerischer Uhrzeigersinn oder der normale? Wir gehen mal bayerischer Uhrzeigersinn. Da ist mal Kuppel rausdroschen, wir gehen mal links rum. Also es wird passieren, dass er dann ein Viertel kaputt haut. Wenn das passiert, das wird angezeigt, da kommt dann so eine Fläche, laufen wir alle links rum. Ja? Wir fangen mal an bei X, dann geht's hinten beim Blauer weiter, dann, was ist denn dahinter? Ich sehe es nicht. Sehe ich da hin? Dann geht's zum Mond und dann zu Grün. Also immer so schön, so rundrum. Ja, einfach gegen Nutzer, das kriegen wir schon hin. So. Dann der Riesung. Goizep, Arthas, Awakened Earth Assignment. Was für ein Ding? Was? Ah, das habe ich schon. Wer die Weak Aura nicht hat, das erkläre ich jetzt nicht, was das ist, das dauert zu lang, das versteht sowieso die Hälfte nicht. Wer die Weak Aura nicht hat vom Goizep, die ist hinter mir im Chat drin, bitte ohne mal installieren, die sagt euch, wo es hingehen soll. Diese Stalagmiten, die ich da an der zusammenprügeln soll, dann werden normal in einem V aufgestellt. Ich weiß jetzt nicht, warum einer von den Tanks geschrieben hat, man soll das rechts auf eine Reihe tun. Weiß ich jetzt auch nicht. Das probieren wir jetzt einfach. Versucht einfach, diese Dinge in einer Reihe aufzustellen. Jetzt machen wir mal /ready-check, ob alle da sind. Schauen wir mal. Wer war kurz AFK? Ich glaube, der Bloody Mike. Bloody Mike ist da. Nivitri, Ludwig, Sledfell ist da, haben alle da. Dann der Riesung, jetzt machen wir einfach mal einen Try. Zur Not, der Damage regelt es schon. Ich versuche mich einigermaßen zum Konzentrieren. Du kriegst gleich einen Pull-Timer. Jetzt machen wir die komische Wolken da weg. Was ist denn das für komische Aufziehen? Was ist denn das für ein Kack da? Wie kann ich den Scheiß da mal, dass ich auf der Wolken da anfliege? Los mich. Was ist denn das für ein Kass da? Tu mir die Wolken weg! Was ist denn das für ein Buff? Die scheiß Wolken. Levitieren, schwebt. Nein, ich mag nicht levitieren. Los mich. Pull! 10! So. Schön auf einigermaßen kleines Highfallstein. 5, 4, 3, 2, 1. Und dann geht's schon los. Kampfrausch ist aktiv, haut seine Cooldowns rein, alles muss rein. So, ich muss ein bisschen nach rechts das Ding aufstellen, eine in den Kreis, so. Wunderschön, das wollte ich sehen. Raus aus dem Ding. Das ist der Strahl, den der Tank auf die Teile lenkt. Jawohl, passt. In 3 Sekunden kommt der Einschlag, da gehen alle raus aus dem Ding, raus aus dem Ding, raus aus dem Ding. Dann kommt raus aus die Swirlies. Wunderschön. Wieder beim X einigermaßen sammeln, damit wir alle beieinander sind, wenn nach Möglichkeit. Das wäre sehr schön. Wunderbar. Jetzt kommt gleich wieder der Soak. Alle in den Kreis hinein, der gleich kommt. Schön rein. Schön die Dinge in einer Linie aufstellen. Gut, alles in einer Linie. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie ein Problem ist. Raus aus der Fläche, die kommt. Und Damage machen. Der Tank lenkt das Teil auf die Stelle. Ja, das war knapp, aber ist gegangen. Wunderschön. Ich möchte ja mal sehen, was passiert, wenn es nicht hat, weil das haben wir einmal hingekriegt. Einschlag kommt in 2-3 Sekunden. Alle raus, alle raus, alle raus, alle raus, alle raus. Raus aus die Swirlies. Wunderschön. So mag ich das. Noch keiner tot. Da natürlich an alle anderen nicht drinstehen. Vernichtung kommt in 10. Ich bin mir nicht sicher, was das ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist der Vernichter den ersten Teil. Was ist bei 57% schafft man. Wir haben es auch als krass. So, weiter noch links rum, links rum, links rum. Wir sammeln uns bei Blau. Schön bei Blau auf dem Tank. Wunderbar. Zuckersüß. Ist jetzt da irgendjemand verreckt? Nein, meine Viecher stehen da noch rechts außen. Katzbrocken, was machst du? Schießauken um mir und um. Schießauken, Schießauken, Schießauken. Wunderbar. Raus aus der Fläche. Tanklinie kommt in 3. Weg hinter denen. Stalagmiten. Wunderbar. Zückt vielleicht einmal ein wenig einen Cooldown, wenn es niedrig seid. Heilt euch selber, sauft einen Heiltrank, wenn es kennt. In 1 Sekunde kommt der Einschlag. Raus, 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 raus. Wunderschön. Raus aus die Swirlies. Dann kommt die Tanklinie. Die einfach irgendwo hier lenken, nicht drinstehen. Wunderschön. In 10 Sekunden kommt wieder der Soak, um die Stalagmiten in einer Reihe aufzustellen. Presst seinen Damage ein. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich drücke. Ich drücke irgendwelche Tasten und lese die ganze Zeit diese Leisten da unten drüber. Schön soaken, schön in einer Reihe aufstellen. Ich weiß nicht, warum wir das in einer Reihe machen und in 2, aber das ist egal. Oh, raus da. Tanklinie. Schön auf die Stalagmiten lenken. Wunderschön. Wunderschön, Kinder. Oh, wir haben 2 Tote. Wer an... Haben wir einen Battle jetzt? Raus aus der...
Oh, das war knapp. Raus aus die Swirlies. Ja, macht Schaden auf den Boss. Macht Schaden auf den Boss, wenn man irgendeinem Sportler immer nur einen Battle ritzt. Kriegen nur Heiler und Tanks. Prio erst Tanks, dann Heiler. Vernichtung in 4 Sekunden. Stellen wir uns alle ein bisschen zu blau. Ein bisschen netter zu blau, alle miteinander. Und jetzt nach links. Nach links geht's weiter, nach links geht's weiter. Und volle Kanone Damage. Volle Kanone Damage, rein ins Viech. Wunderschön, so mache ich das. Boss hat nur 13%. Schießoken in einer Reihe aufstehen. Schiene in einer Reihe, das geht Schiene. Und raus mit euch. Raus mit euch. Das war knapp, ich hab schon jemanden gesehen. Tanklinie, wunderbar. Eins nach dem anderen. Gleich kommt wieder der große Schlag, da alle raus. Cooldowns ziehen, wenn möglich. Haltet euch ein bisschen selber. Wir haben alle ziemlich niedrig. Oh. Raus aus der Bude. Raus aus der Bude. Schön. Raus aus der Tanklinie. Es kommt der Soak in 10 Sekunden wieder mit. Nur 2 Likes gestorben. Bin ich richtig stolz auf uns. Wenn Kurok solch mächtige Wesen erschaffen kann, sollten wir vorsichtig GG easy vorgehen. noob slash dance, Motherfuckers. Bevor wir ihn konfrontieren, Slide, müssen durchbuffen. wir sie alle vernichten. Sehr schön. Gier, was ist denn das da? Stab. Sind. So mit dem scheiß Stab, den Stab weg. Brauche ich nicht. Stoffkutten brauche ich auch nicht. Wenn Kurok solch mächtige Wesen erschaffen kann, sollten wir vorsichtig vorgehen. Mal kurz zur Erklärung. Der Boss ist jetzt hier und da droppen halt diese Items. Und um das geht's. Das fixt dich in der Loot-Spirale so hart an, dass du einen Schlaganfall kriegst. Und da steht zum Beispiel diese Gegenstandsstufe jetzt da. Ich hoffe, dass man es lesen kann im Stream. 389. Das beschreibt, wie stark das Item ist. Und jeder Charakter, unter anderem auch meiner, also nicht bloß unter anderem, sondern jeder Charakter, ich habe im Durchschnitt 402. Steht da oben die lila Zahl. Das sagt einfach, wie stark du im Durchschnitt bist und dann kann man halt abschätzen, ob du für den Boss gelangst oder nicht. Dann weiß man ungefähr, wie viel Schaden du machst, wie viel du aushältst oder wie viel du heilen kannst. Es gibt diesen Boss noch auf Schwierigkeitsstufe Heroic. Das ist jetzt normal. Heroic und Mythic. Und dann hat der mehr Fähigkeiten. In den Fähigkeiten, wenn die du von einer Treffer lässt, bist du sofort tot und lauter solche Geschichten. Da wird es halt dann gleich ganz anderes Level. So, haben wir mir. Oh Gott, die anderen haben schon vor gelaufen. Die anderen haben schon vor gelaufen. Ich bin mir der total allein, weiß es was ist. NHC und HC machst du mal eine Linie, weil der Damage beim. Oh, ich bin gerade aufgeklärt, pass auf, warum er diese Storner-Dinger, die da am Boden rauskommen, warum er die in einer Linie macht. NHC und HC machst du mal eine Linie, weil der Damage beim Zerstören so gering ist. Und halt weniger Damage auf die Gruppen kommt, wenn gleich alle weg sind. Gut, das macht Sinn natürlich. Macht einigermaßen Sinn. Hat man jetzt an was haben die 2 Leute gestorben? Hat da jemand aufgepasst? Da habe ich nicht aufgepasst, wer da verreckt ist. Also es war auf alle Fälle der Ludwig und der Goizep, was nicht tragisch ist. Aber der Goizep hat 160.000 Leben! Was tust du? Wie bist denn du da reingekommen? Goizep, hast du nicht gesagt, du bist der 415er? Hast du nicht gesagt, du bist der 415er Moonkin? Da bin ich jetzt gespannt, was du jetzt drauf sagst, weil sonst fliegst du nämlich raus. Verarschen lasse ich mich heute nicht. 284er Gears, ja, herzlichen Glückwunsch. Zack. Goizep, nice try. Tschüss dann. So, jetzt muss ich kurz mal schauen, wo ich da umeinander laufe. Außerdem hat der Goizep 2 Items abgestaubt. Soll ich gelangen. Gezählt habe ich die. Ich konnte reingesneakt, weil ich wieder zu überfordert war. Was genau gut. So, mir laufe ich eigentlich richtig? Wo laufen die umeinander? Ich weiß es nicht. Wo laufen die umeinander? Wo komme ich denn da jetzt hin? Wo bin ich? Reh, was ist passiert? Warum bin ich nicht mehr in der Gruppe? Ist der ernst oder was? Port's mich mal. Ich bin irgendwo hingelaufen, keine Ahnung. Sie porten mich. Dabei kann ich ein bisschen schwelgen. Chef, hier bieten sich Heiler an. Wo? Heiler wo? Droppt der Ludwig guten Loot. Ludwig? Nein, nicht du. Der Ludwig ist ein guter, der Ludwig bleibt drin.
Herr Golze, braucht ihr keinen fetten DD mehr? Mein Gott, Alter. Jetzt, wenn du nicht Start bist, dann... Powder Beef, Cast, Rebirth, Idun, wir porten dich. Ich krieg einen Port. Das heißt, ich muss nicht laufen, sondern die Hexenmeisterin, ganz wichtig. 388er Giersgar Shamihil. Milupu, wie kann ich die impfen? Das ist eine gute Frage. Kann ich das einfach währenddessen so machen? Schlachtzüge, Dragonflight benutzen dürfen? Nein, kann ich nicht. Was für Realm? Mr. Goldsepp, wer versucht mich zum Verarschen, will ignorieren, das hilft sowieso nicht. Was möchtest du jetzt da hören? Da, Rechtsklick ignorieren. Tschüss dann. Du hast irgendwas von einem 415er Moon King geschrieben. Kommst du mit 284er irgendwas, bloß weil ich nicht nachschaue. Was meinst denn du, Alter? Verarschen kannst du die Bananen. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Ich glaub, da bin ich richtig. Ich laufe mal grob neu. Blackrock? Nemi. Ja, was jetzt? Milupu? Ne, oder umdreht, oder? Warte mal, kann ich... Bin weit... pass auf. Nemi Blackrock. Sulfuras will euch im Gewölbe den Merci, kommt der Port. Oh, was ist denn da? Achso. Ihr kämpft so ein Ports gleichzeitig. Wir haben ja lauter Gras. Macht's mal den Elementar jetzt dabei. Ich brauche ein Ziel. Hoppala, jetzt habe ich einen Cooldown gezogen, obwohl ich eigentlich gar nicht wollte. Sladefeld, Port kommt gleich, wir haben Trash. Du, alles gut, ihr müsst euch nicht rechtfertigen, warum der Port so lang dauert, oder? Ihr braucht euch nicht rechtfertigen. So, wer ist jetzt der Nemi? Bist du schon ein Shami? Gut, hast keine richtig brutale Wertung, das ist aber nicht tragisch. Hast einen 388er Giersgar, nehmen wir mit, haben einen zusätzlichen Heiler, das schaut überhaupt nicht. Ich bin so, außer drück mal Reichweite. den Trash um. Hau den Trash zusammen, eine in Augenkrebs. Eine in den Augenkrebs, wunderschön, wunderschön. Ein bisschen Damage kann ich auch mal. So ist es nicht. Ah, da gehen wir lieber raus, das ist nichts. Näher ran. Vielleicht zoome ich mal beim Trash ein bisschen nicht rein, damit du mal seht, was Das überhaupt ist zu passiert. weit weg. Dass überhaupt was passiert. So, Pfeilschießen, zuerst etwas anvisieren. Multishot reingerotzt, Tötungsbefehl, Viecher 4 geschickt, Polar eingeschissen. So, Execute, tot. So, der Pople! Hey Birger, der Max ist irgendwie nicht so begeistert, dass du ihn einfach auf die ignorierst. Ist einfach so geil. Er ist so du gottverdammter Behinderter. Weißt du, wer der Goldsepp ist? Alter, weißt du, wer der Goldsepp ist? Einer von meinen 5, 6 Leuten, mit denen ich jeden Tag WoW spiele. Max, du Mongo! Du bist so behindert. Du bist so behindert, das ist unfassbar. Das ist unfassbar, Alter. Wir können ihn wieder einladen. Es tut mir leid. Goldsepp, es tut mir so leid. In Wahrheit. Ist es gleich. Der In Wahrheit. Goldsepp ist nicht auffindbar. Wieso ist der Goldsepp nicht auffindbar? Erstarren. Beziehung beendet, Bo. Ah! Nein! Du bist der Kasperlkopf. Du bist der Weil du auf den Ignor hast. Wie tut man jemanden von Ignor wieder runter? Du bist ja ein Mongo, Alter. Er hat aber genau gewusst, wie er mit trollen kann. Er hat genau gewusst, dass ich nicht nachschauen werde. Er hat's genau gewusst. Ich brauche ein Ziel. Geil. Sehr geil. Die Erde öffnet Nehmen wir, porten wir die gleich. Du musst deine Freunde öffnen und Igno klicken. Moment mal schauen, wie geht das? Freunde ignorieren. Da hat nicht recht viel drin. Haben wir noch nicht. Goldsepp! Goldsepp, es tut mir so leid! Es tut mir so leid! Wo ist der Goldsepp? Wo ist der Goldsepp? Tu mir. Da, warte. Ich mach so. Ich lade einfach sein Main ein. Er geht halt wirklich einer. Du Zickfee, tu irgendwas anderes. Was kannst du jetzt da rein? Ich habe kein Ziel. Stark. Richtig stark. Die Berührung des Blitzschlags ist unberechenbar. Er ist so behindert. Ein Kuss zeichnet euch für alle. So, wir brauchen noch einen Port. Kinder, wir brauchen noch einen Port für einen Nemi, bitte, und einen Port für einen Ich. Popley, magst du auch noch einer, weil es eh schon wurscht ist, oder was? Tu mir einen Trafuk hier. Ich weiß nicht, ob es hört oder nicht, ob wir die zuhören. Okay. Ich flippe aus mit dem. Oh, müssen wir porten? Ah, was ist das? Ah, das ist der Blitz. Ja, den verteilen wir gleich einmal. Da könnt ihr alle einen Blitz haben. Da kriegt ihr alle einen Blitz von mir. Schau, damit Tyler ein bisschen was zum Tun haben.
Mit nichts Ich muss passiert. zuerst Was etwas ist anvisieren. War das der letzte Healer? Ich weiß nicht. Bald muss werden looten. die Inkarnationen in unsere Welt brechen, um sie zu beherrschen. So kann man auch Stream snipen. Das ist richtig. Das ist richtig. Die PI, die vorhin angeboten wurde, nehme ich gerne. Was, die PI? Gerne auch auf Goizep. Scheiß Goizep, hau ab! Hau ab! Der Kasten steht aber auch mutig. Der Kasten, der klang überall. So, müssen wir jetzt nur irgendjemanden porten. Ist der ich da? Tatsächlich. Rennst jetzt du wirklich mit deinem Main da mit, oder was, du besoffener Uhu? Na ja, gut, warum nicht? Kannst du auch nicht damagen. So, ich versuch's ganz. Ich muss pissen, wie ganz Schuldigen. Das ist mir allergrößtes Problem. Das ist schon wieder halbe 10. Also, random, bitte, alle Bosse einigermaßen kicken. Lieber, ich glaube, die sind die zwei Caster, die Sturmpeitscherinnen und Eistussi. Und ansonsten, was können diese Bosse? Ist eigentlich ziemlich easy. Es sind 4 Elementare, jeder kann was anderes. Der Feuerelementar, dieser da hinten, castet, glaube ich, auf 2 Ziele, je nach Raidgröße, einen roten Kreis. Da müssen alle eine. Ja? Wieder saugen. Danach außer, weil da eine rote Fläche am Boden liegen bleibt. Der Stortyp macht wieder so Storzipfen aus dem Boden raus. Die, glaube ich, macht er random. Die haben für nachher wichtig. Dann kommt die Sturmtussi. Die gibt uns immer und immer wieder mal einen Debuff. Das ist ein kleiner blauer Kreis, wie wir gerade schon gesehen haben, mit dem ich durch die ganzen Leute durch bin. Und auf einmal haben die anderen alle auch so einen komischen Kreis. Das heißt, du gibst den weiter. Also, nicht zu nah zusammenstehen und nicht in die anderen Leute laufen. Und du musst sprichwörtlich, wie als Blitzableiter mit diesem kleinen blauen Buff, zu diesen Erdpfosten hinlaufen, damit der Debuff von dir runtergeht. Dann der letzte, das ist eigentlich fast der wichtigste, den verkacken die meisten. Das ist der Eistyp. Der Eistyp fängt irgendwann so ein Zyklon an zum Casten und der zirkt die langsam zu sich. Casten, Fragezeichen, fragt jemand. Casten heißt zaubern. Also wirken, ein Zauber wirken, eine Fähigkeit wirken. Ich werde den Lichtkönig nicht enttäuschen. Wieso? Können wir jetzt einmal einen Maul halten da mit den scheiß Dialoge? Bringt mich durcheinander. Wo ist denn da Dings hier? Dialog, Moment 40, Moment leiser. So. Und du kriegst da langsam einen Debuff. Der stackt bis auf 10, glaube ich, bei normal. Kann ja sein, dass er mehr stackt oder weniger. Dann musst du mit diesem Debuff, bevor du die 10 Stacks hast, das sagt man da rechts herum, kurz in diese rote Feuerfläche einlaufen, die dieser Taure da ablegt, vorher kurz, damit der Debuff wieder runtergeht. Das war eigentlich alles. Ansonsten werden diese Typen langsam ein bisschen rundrum gezogen. Da verlasse ich mich jetzt auf unseren Tank, dass der die einigermaßen positioniert. Und die sollten immer zusammenstehen. Wir machen im Prinzip jetzt eine Multi-Target-Skillung rein. Das habe ich beim letzten Boss wieder vergessen, dass ich Single-Target rein tue, ich Mongo. Und wir klieft alle gleichzeitig runter. Die sollten alle gleichzeitig, relativ gleichzeitig sterben. Also immer auf den prügeln, der am meisten Leben hat. Ihr braucht es jetzt nicht immer durchwechseln und lauter so einen Scheiß. Aber wenn es halt 6 als einer noch 5% mehr oder das andere nicht, dann wechselt das Target und haut's drauf. Immer schön random kicken, dann gibt's einen Ready-Check und los geht's. Seelenstein fehlt, Kitty! Was für Seelenstein? Kurz gesagt, AOE-Fokus. Kurz gesagt, AOE-Fokus, richtig. Was Seelenstein fehlt, Kitty? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich sag das, was ist. Was ist das da? Anima-Schatz. Ich weiß nicht, was Seelenstein, Kitty, ich weiß nicht, was das heißt. Der Hexer kann einen Seelenstein machen auf dem Tank wahrscheinlich, damit er wieder aufstehen kann oder irgend sowas. Keine Ahnung. Käme nicht aus. Wer will Seelenstein? Nivitri, gib ihm bitte Slatefell. Bitte dem Slatefell hinaufbauen. Ich brauche kein SS, habt Cheat Death. Okay, stimmt, dann gib's ihm, ich mag die nicht. Gib's ihm, ich mag die nicht. Dann sagen wir Bescheid, ob wir es haben. Dann machen wir noch einen Ready-Check und dann ist Pull in 10. Es ist halt halbe 10 und wir haben beim dritten Boss, das sind 8. So viel dazu. Und ich muss zum vorletzten mindestens kommen und zum letzten eigentlich auch. Slash Ready-Check. Wenn ihr den Seelenstein noch nicht habt, dann drückt jetzt nicht auf Ready. Sobald alle ready sind, gibt's Pull 10 und dann gibt's aufs Maul. Was ist der Taure eigentlich so groß? Haupt jetzt! Der Ich ist nicht ready. Max, möchtest du schon wieder trollen? Du Klappspaten! Schluss jetzt! Was ist mit dir? Wir können auch den Skip machen und gleich zu den letzten 2.
Oh, Max, sehr gut. It's to know. Kurok, vorletzter und letzter machen wir. So, das hätte ich eigentlich auch sagen können, aber du hörst ja offensichtlich zu. So, wir sind wir ready. Slash 10, Pull. Pull 10, hoppala, Entschuldigung, falsch geschrieben. Los geht's. So, ich möchte Big Dick DPS sehen. Gib ihm. 5, Und 4, kickt's die Caster da hinten, 3, damit sie herkommen. 2, 1. Blut nährt die Erde! Sehr schön. Big Dick DPS. Wo wir gleich mit Kampfrausch und aufs Maul. Nicht in die Swirlies drinstehen. Und einfach eine Damage. Das ist nicht hilft. Schwelgt in der Macht des So, mit diesem blauen Dieb. Ah, okay. Den habe ich jetzt auch gekriegt. Ich versuche da außen rundum zu gehen. Schauen wir mal. Wird schon hier haben. So, was kommt als nächstes? Äxte kommen als nächstes. Das ist der rote Kreis. Da stellen wir uns ein bisschen alle rein, damit er weniger Schaden macht. Ranged Axe, nicht allein rumstehen, nicht allein rumstehen, nicht allein rumstehen. Die können wir, glaube ich, auch beide auf einem Haufen sollten. Falls ihr auch nichts und dann wieder raus. Zieht die Bosse ein bisschen aus dem Ding. Sehr schön. Es kommen wieder Säulen, Obacht, außer aus die Swirlies. Wunderschön. Als nächstes kommt der Blizzard. Der zieht euch eine, kurz bevor ihr 10 Debuffs habt, oder Stacks vom Debuff habt, kurz in die rote Fläche rein. Da ein bisschen dagegen anlaufen. Ich hab 3 Stacks, 4 Stacks, 5. Dann wird der Bildschirm schon frostig bei Simi. Kurz ins Feuer, dann ist der Debuff weg. Und weiter geht's. Schaut gut aus, schaut gut aus. Big Dick DPS. Bisschen mehr Damage auf den Ember. Da hat mehr Prozent als der Rest ein bisschen. Schön, schön, schön. So, als nächstes kommen wieder Säulen. Vorsicht! Ich glaube, auf die Säulen können wir einfach scheißen. Die kann man mit dem roten Debuff wegmachen, habe ich gespannt. Mit dem blauen Debuff nicht in die Leiterin stehen bleiben. Nicht in die Leiterin stehen bleiben. Nein, nicht. Nicht. Lauft zu die Säulen. Mit dem blauen Debuff zu die Säulen. Nicht in die anderen Leiter laufen. Mit dem Debuff. Brav soaken. Oh, irgendein Tank ist tot. Irgendein Tank. Oh Gott, irgendein Tank ist tot, egal. Kickt's den Caster da draußen. Ich kann nicht. Schön. So, als nächstes kommt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was kommt. Ich weiß nicht, was kommt. Das Zeichen, ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das ist wieder der blaue Blitz. Nicht in die Leiterin stehen. Nicht in die Leiterin stehen mit dem blauen Blitz. Was ist das Zeichen? Nicht in die Leiterin stehen mit dem blauen Blitz und zu die Säulen laufen. Am besten vielleicht nicht durch die Lava, das war super, kriegst weniger Schaden. Hat's geheißen. Lauft dann neben mir einfach. Das ist gut. Es macht halt nicht viel Schaden. Aber das machst halt du auf die Herren Schwierigkeitsstufen, machst das nicht lang. Als nächstes kommt wieder das Hacke. Und zwar die rote Fläche, die saugt man wieder zusammen. Und da kann man mal. Ja, die brauchen wir nicht. Prügelt einfach die Bosse zusammen, weil es wurscht ist. Wir haben so viel Schaden, dass alles wurscht ist. Einfach draufprügeln, mit dir in der roten Fläche stehen bleiben, zückst den Scheiß dann weiter, zückst die Bosse weiter. Schön brav Damage draufdrücken. Passt schon, haben gleich tot. Also das will man auf AC so machen, da warten wir schon ungefähr 14 Mal gestorben. So, sehr schön. Okay. Also. Ja! Big Dick DPS hat's gekriegt. Alter, Mr. Bloody Mike, du magst ganz schön reinpfeffern. Grütze in Allfeier. So, da droppen natürlich wieder Items. Nichts davon kann ich brauchen. Schund. Und ich darf jetzt halt fast vorschlagen. Nicht ein Plattendreck. Ich darf fast vorschlagen. Phase 1. Ihr macht jetzt da mal den Trash und ich gehe schnell bisschen. Bei wem darf ich mich hinten dran sitzen? Wer lenkt mich durch? Max, lenk mich mal durch! Na, du musst schauen mal. An wen darf ich mich noch nicht hängen? Nimm mir mal jemand auf Folgen. Ich muss kurz sehen. Hey, Kriegermann! Moloch, nimmst du mit? Jawohl, nimm mich mit. Pass auf, ich tue da schnell auf Folgen. Ich muss bieseln wie ein kleiner Schulbub. Wo ist denn Folgen? Wieso gibt's denn Folgen? Da ist Folgen. So, lauf mal. Ja, schaut gut aus. Du lenkst mich durch. So, ich folge dem jetzt einmal schnell automatisch und ich gehe jetzt mal schnell bieseln. Komm gleich wieder.
So, bin ich gestorben. Ist überhaupt im Chat noch jemand da? Für das habe ich halt bei sowas überhaupt keine Zeit mehr, dass ich in normaler Chat auch noch einlese. Da kriege ich ein kleines Vögelchen. Fürchte ich. So, prügeln wir mal die Viecher da zusammen. Also im Prinzip ist das ganze Spiel immer drauf ausgebaut, auf Sachen außer zum Laufen, in Sachen eine zum Laufen, Viecher, Unterbrecher und so weiter. Das ist eigentlich alles. Es macht unfassbar viel Spaß. Freilich gespannt auf den Endboss. Alter, den Endboss, wenn man so spielen wie den Council da jetzt gerade, also die 4 Elementare, dann haben wir keine Chance nicht. Da bin ich gespannt, Alter. Ich muss vielleicht aber auch mal ein bisschen weniger labern, das ist ein bisschen schwierig. Ich bin so gewohnt im Stream, dass ich den ganzen Tag mein Futzen anfahre, wo ich irgendwas sage. Und wirklich bloß sagen, was passiert. Jetzt haben wir da mal ein bisschen drauf. Wo gehen wir überhaupt hin? Wir könnten eigentlich, ich sage, springt einmal da noch nicht auf. Nicht aufspringen. Ich brauche ein Ziel. Nicht aufspringen, nicht aufspringen. Jetzt bei so was. Wir machen jetzt den Elementarboss noch. Dann gehen wir, warte mal. Den machen wir, ja, Max schreit auch gerade, den machen wir schnell. Das ist der letzte Boss, den wir machen, dann skippt man zum Kurok, zum vorletzten und zum letzten. Also irgendwann lässt man aus, ich glaube, die Spinnen lässt man aus und noch irgendwas. Also auf, kennt's auf, haut's euch auf, kriegen wir hin. Ich versuche ihn grob zu erklären, der ist nicht wirklich tragisch, es hat 2, 3 Mechaniken und das war's. Wir sammeln bei uns wieder da vorne. Wunderbar, super da. Ich skill jetzt einmal vielleicht auf meine Single-Target-Skillung wobei ich sowieso nicht spiele, weil ich sowieso nur am Lesen bin und labern bin. So. 14 Sekunden ums Becken. Ludwig, lass dir Zeit, ich muss sowieso noch ein bisschen kurz erklären. So, nächster Boss. Das ist übrigens der Endboss, der Rasage. Weiß ich nicht, ob man den heute noch sehen. Also singen werden wir vielleicht schon noch, aber ob man schaffen, weiß nicht, Brudi. Lass uns einmal labern. Nivitri muss aufs Klo. Schau, dass du lang gewinnst. Der ist nicht schwer, mach einfach das, was die anderen machen. Geh schnell. MDW bitte. Durchbuffen, Bufffoot ins Maul. So. Na geh ich auch schon, der Bloody Mike geht auch schnell. Gut. Was erzähle ich euch dabei? Das ist ganz normal. In einem Raid, da müssen halt Leute, man ist da nicht allein unterwegs. Aber wie viele Leute sind wir überhaupt? 15? Oder? Wie viel sind wir? Nachzug? Ah, 15 sind wir. Da muss ich einmal. Ich hab auch gerade aufs Klo mehr. Jetzt aber aufs Klo gekommen, währenddessen nicht, Mann! Wie viele sind denn auf Twitch heute da? Du, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Insgesamt sind wir gerade von 750 auf 650 Like gedroppt. Es sind 165 auf Twitch und 500 ungefähr auf YouTube. Ich habe gar keinen Stress damit, wenn nicht so viele Leute da sind, das darf mich nur gnadenlos überfordern. Noch mehr als schon tut, ja. Ich bin ein bisschen überfordert, aber egal. Der Boon, bester Name. Hexe ist gerade AFK. Alter, wie schnell. Du bist eine Frau, wie schnell bisselst du? Was ist mit dir? Hast du den Eimer neben dem Stuhl stehen, oder was? Mom! Eimer! So, also, jetzt pass auf. Lutschkiesel fressen haben wir nicht braucht. Die Dinger ziehen wir wieder da, aber vielleicht kann ich es doch brauchen. Was ist da jetzt gleich wieder anders? Die Skillung späh, oder habe ich noch nicht oft gespielt. Und ich spiele diesen scheiß Hunter erst seit 1,5 Wochen, darum tue ich mich noch ein bisschen hart. Der Hekili wird schon richten. Also, sind alle da, dann fange ich es erklären noch. Folgendes. Dieses Elementar steht wieder auf so einer Plattform. Auf normal ist er nicht wirklich tragisch. Ich glaube, er kann 3 Sachen. Einmal der Zyklon. Da fängt er in der Mitte an zum Drehen und zirkt alle Spieler rundherum zu sich her. Da dagegen anlaufen oder irgendwie ich hab zum Beispiel was, wo ich zurückspringen kann, sehe ich Sachen hernehmen. Ja, einen kurzen Speedboost hernehmen, sonst irgendwas. Nicht in die Mitte ziehen lassen, macht Schaden. Das zweite ist, er spawnt immer wieder so Wirbelstürme, die random dann sich auf dieser Plattform bewegen. Und von Zeit zu Zeit, da schreit er dann, das hört man dann, ich weiß nicht genau, was er sagt, aber irgendwas sagt er. Dann bleiben diese Wirbelstürme stehen und ein Pfeil zeigt in eine Richtung. Und nach ein paar Sekunden fahren die volle Kanone in die Richtung, wo der Pfeil hin zeigt. Das heißt, du musst dich so positionieren, dass die keiner von den Wirbelstürmen trifft. Wenn die einer trifft, geht die Welt auch nicht unter, aber das haut die in die Luft und kannst dich kurz nicht bewegen und es macht halt Schaden. Das dritte ist, er spawnt von Zeit zu Zeit ein Ad. Das ist jetzt wichtig für die Tanks, glaube ich. Vielleicht
Vielleicht macht das, vielleicht, wir machen das von euch zweimal. Macht das der große Tank oder macht das der kleine Tank? Hier, Max, machst du das mal? Haben wir schon besprochen? Okay, dann sage ich gar nichts. Ich hoffe, das wird so gemacht, wie ich das jetzt erkläre. Ich weiß nicht, ob es anders auch geht, keine Ahnung. Nee, was? Nee, ich rede mit dem Priest. Okay, bin schon stark. Ich schaue nicht mehr in einen Chat, was sie da lauert. Er spawnt ein Add, also ein zusätzliches Viech, ein kleines Elementar, ein Luftelementar. Und das muss erstens gefokust werden. Bitte lasst euch ein bisschen Zeit, bis der Tank dieses Add nach draußen an den Rand zieht. Wenn dieses Add stirbt, dann blast euch das Add in die gegenüberliegende Richtung, wie es ihr steht. Also zum Beispiel, kurz erklärt, wenn jetzt der Taure da, der dicke Taurenmann, da, der Moloch, ist dieses Add und es stirbt und ich stehe da, haut's mich 180 Grad in die andere Richtung da und zwar sehr weit. Das heißt, dieses Add wird da am Rand draußen getankt und wir stehen da so umeinander, damit es uns nach innen zum Boss haut und nicht von der Plattform runterbläst. Okay? So, ich glaube, das darf jetzt gewesen sein. Kann er sonst irgendwas, was ich vergessen habe? Oh, er spawnt 2 sichere Adds. Okay, danke Max. Er spawnt 2 solche Elementar-Adds. Das machen wir bitte so, erst eins fokussen, dann das andere. Und immer draußen am Rand. Ich meine, das glaube ich ist normal. Außerdem kriegen wir es hin, dass wir beide ausziehen und fokussen wir beide dass beide gleichzeitig sterben. Und das glaube ich auch nicht. Klausi! Ja! Er streamt! Bin einmal wieder da! Merci dir. Schluss mit Donations heute. Ich bin nicht zu meiner Unterhaltung da und zu meiner Bereicherung in WoW. Ich brauche den Setkopf, ob es euch gefällt oder nicht. So. Nee, was haben wir sonst noch? Und ich glaube, er verteilt noch ab und zu so einen Debuff. Das ist wieder so ein kleiner Stromkreis, so ein blauer. Da darfst du nicht in anderen Leuten drin stehen, sondern sonst springt der wieder über. Ja, also deswegen ein bisschen auseinander stehen. Klangt, weiß ich nicht, klangt 10 Meter, glaube ich. So, ich glaube, das war's. Irgendjemand was nicht verstanden? Na, passt, machen wir Ready-Check. Ready-Check, den boostet man schnell um, damit nichts passiert. Seelenstein fehlt, Kitty. Ich weiß immer noch nicht, was das bedeutet, aber Seelenstein fehlt, Kitty. Daumen nach oben. Press F für Kitty. Und für den Seelenstein auch. So, haben alle ready? Nein, der zerreißt das nicht. Warum nicht? Zerreißt das? Was ist da los? Was ist da mit zerreißt das? Hat auf X gedrückt? Waren es die Wurstfinger oder ready? Ah ja. Der Moloch ist auch ready. So, dann da die Song Pull in 10. Kampfrausch zum Start. Gas. So, jetzt muss ich erstmal klarkommen auf die scheiß neue Skillung. 5, 4, 3, 2, 1. Big Dick Damage! Gib ihm! Okay, mit dem blauen Scheißdreck von die Leute raus. Nicht zusammenstehen, nicht reinlaufen. Schön reinhauen. Das sind die Tornados außen. Jetzt muss ich selber schnell. In 10 Sekunden bewegen sie diese Tornados. Die kriegen kleine Pfeile, da einfach dann in diesem Weg nicht drinstehen. Hab's genug Zeit euch zum Repositionieren. Das darf ich nicht sagen, weil ich stehe jetzt mal drin. Es kommen wieder rein. Die sagen jetzt irgendwo hier und kommen. Jawohl. Und hab ich gesehen, 2 Leute habe ich gesehen, die da geflogen sind. Hab's genau gesehen. Mit dem blauen Debuff nicht in die anderen Leute rein. Als nächstes kommen die Adds. Da wird's dann spannend. Da bin ich gespannt, wenn's runterbläst. Oh, weglaufen von ihm. Den habe ich vergessen anzusagen, der ist mir aber auch irgendwie nicht angezeigt worden. Der ging anlaufen, schönes Leben noch alle, wunderbar. Verteilt sich ein bisschen, damit der blaue Buff nicht so kickt. Als nächstes kommen wieder Zeichen auf mir. Bewegende Tornados, nicht im Weg drin stehen. Wer sie treffen lässt, kriegt minus DKP. Und jetzt kommen die Ads. Jetzt kommt dieses Spielchen. Wir versammeln uns alle vor die Ads. Und kein Damage auf die Ads, bis es richtig steht. Wir haben zu viel, das stirbt schnell. Ad ausziehen. X Richtung Kopf. Da unten Kopf, werde ich vorgeschlagen. Ich weiß nicht, was der Plan ist. Ja, passt. Aussehen. Und alle. Jetzt wird es natürlich schwierig. Alle gerade zwischen Boss und Edge stehen. Jetzt kriegen wir alle das Zeichen, Alter. Killt's die Ads! Okay. Oh, mir hat's in Wirbelwind reingedroschen.
So, wieder Richtung Ed, zwischen Ed und Boss stehen, positionieren schnell, sonst bist du weg. Alter. Zückt's Cooldown. Nein! Nein! Der Bow ist down. Bow ist down! Bow ist down! Okay, ich bin tot. Ihr macht es schon noch. Carry me, der gegen Olaf. Ich versuche ein bisschen Otzen so. Da haben so viele Sachen, ich weiß nicht, wieso sortiert sind die nicht nach Timer. Verstehe ich nicht. Egal. Tornados bewegen sich gleich wieder ein bisschen auseinander. Ihr kriegt die Marks. Boss hat noch 20%, den schaffen wir auch ohne mich. Schaffen wir auch ohne mich. Es kommen Ads wieder. Schade, dass wir noch mehr Ads-Phase machen müssen, weil dort bräseln die meisten. Das habe ich mir schon gedacht. Ich werde wiederbelebt. Kann ich auch nicht mehr, weiß ich nicht. Da habe ich mir fast gedacht, dass das jetzt gerade nicht geht. Was ist denn mit meinen Viecher? Wo ist Ed? Ed aussitzen. Schön Ed aussitzen. Schön braves Ed aussitzen. Sollen wir jetzt einfach tanken? Ich weiß es auch nicht. Sollen wir einfach einen Poster schlagen? Schön brav Ed aussitzen. Langt das? Weiß ich nicht. Damage auf den Totenkopf. Stellt euch so wieder, dass euch nicht runterblasen. Oh Gott, das geht wieder ins rosa Lied. Ich seh's schon. Wo ist denn das jetzt gestorben? Wieso hat sie mich nicht davon blasen? Verstehe ich nicht. Killt's das zweite Ed? Oh Gott, killt's nicht das Ed. Doch, killt's schon das Ed. Aussehen. Es ist absolut hier das Chaos. Überlebe ich das? Ja. Oh mein Gott, ich stirbe heute einfach schon wieder. Es ist einfach, ich sag das, was es ist mir völlig ein Rätsel, wie man eine Raid-Leitung machen kann. Das ist mir alles zu viel, was da gleichzeitig passiert. Und auch noch zum Schauen, was die anderen lernen und lauter so ein Kack. Macht jetzt den Boss fertig, der hat noch 800.000 Leben weg. Easy. So, das zählt aber nur als Ohrtopf. Das zählt nur einen Diff-Counter. Diff-Counter, das habe ich mir schon gedacht, dass der ist egal. Müssen wir ihm 210. Das hilft nicht. Müssen wir ihm 210, Bow ist 2 mit draufgegangen. So, Idun, merci für deinen Revive, Looten, Würfeln. Oh, was haben wir denn da? Moment. Da weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob das... Warte mal, ich nehme den Sturm an, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Gier, interessiert mich nicht, tu das weg, den Schund. Brauchen wir nicht. So, nächster Boss. Und jetzt wird's richtig lustig, weil das... Alter, Razageth wird so geil. Der Razageth wird super. Der Razageth ist aber nicht so... Da ist kein so Durcheinander wie da. Ja, diese scheiß Wirbeldinger. Dieser ganze Müll, der da so random passieren kann. Der Razageth, finde ich, ist sehr berechenbar, was nachher einander kommt. Das macht ihn... Finde ich, er dauert halt länger, hat viel mehr Phasen und so einen Scheiß. So, was ich jetzt gern dort hat, Kinder. Sag das jetzt, wie es ist. Hoppala. Ich weiß nicht so hundertprozentig, wo wir hin müssen, aber ich darf jetzt gern etwas vorspulen zum Kurok, dann zum vorletzten Boss und dann zum letzten, weil sonst wären wir nicht fertig. Weiß jemand einen Weg? Ich weiß ihn nämlich nicht. Das ist alles, was ich weiß. Jetzt da zum Kurok, laufen wir dem fetten DK nach. Wo ist denn der? Ist das der DK? Nein, weiß ich nicht. Ab zum Kurok. So, da wird es jetzt auch relativ interessant, weil da weiß ich nicht, was er kann. Wer pinkt noch umeinander? Pingi die Ping. Müssen wir laufen. Kurok kann man auch skippen. Aber, warte mal, da muss ich jetzt schnell nachschauen, ob mich der Kurok interessiert. Ich brauche nämlich einfach bloß ein Set-Teil und ich weiß nicht, was der droppt. Dann darf ich nämlich, um ehrlich zu sein, auch gern skippen. Wenn der Hosen, droppt der die Hose? Ich weiß das nicht. Gewölbe der Inkarnationen. Wo kann ich dann Loot da schauen? Was ist denn das für eine Behinderung? Sammlungen? Nein, nicht Sammlungen. Dann muss ich mal schnell schauen. Kurok, Grimmtotem. Was droppt der? Oh, der droppt Brust. Was droppt sie? Sie droppt Schultern. Kann man die vorletzte skippen? Nicht, gell? Kann man die Bruthüterin skippen? Kann man nicht, glaube ich, gell? Ja, dann braucht man einen Kurok. Ich brauche entweder Brust oder Kopf. Sag wieder, was ist? Ich brauche Brust oder Kopf. Ja, dann haben wir noch 3 Bosse vor uns, Kinder. Das wird nicht helfen. So, kurz. Hexerportal benutzt und Gas. Seit ich gezwungen worden bin, eine Flaschen Goldkrone auf eine Flaschen Pfeffi zum Exen, habe ich das nicht einmal sehen. Was? Wenn du Kurok auch spielen willst, musst du die Spinne erst killen. Verdammt! Dann da ich vorschlagen,
Volles Programm. Hilft dir nicht. Wir spielen mal Kurok, gehen wir zu, probieren wir mal. Wenn er First Try ist, dann Gas. Ich kann ihn aber, so fürchte ich, nicht ganz erklären. Ich kann ihn, fürchte ich, nicht ganz erklären, aber ich versuch's. Weil ich auch nicht hundertprozentig genau weiß, was er kann und was er nicht kann. Bin ich so ehrlich. Als Idee ist er nicht recht stressig. Steh einfach nicht im Scheißdreck drin, das ist alles. So irgendwie. Da zum Beispiel in der weißen Scheiße da, einmal nicht drin steht, passt, habe ich gewungen, da brauche ich keine Fragen stellen. Da brauche ich keine Fragen zu stellen, Freunde. Ich habe kein Ziel. Gehen wir. Durchdreschen kriegen wir schon zusammen. Wir haben ja so aufagiert für diese Instanz, dass es ganz aus ist. Werden wir schon hinkriegen. Der Big Dick DPS-Regel. Von allen anderen. Von mir nicht, aber von den anderen. Das ist jetzt übrigens wieder Trash. Für die Leute, die nicht wissen, was zur Hölle passiert da. Das sind einfach Trash-Gegner, also die werden einfach zusammendroschen. Die kennen ein bisschen was, aber nicht viel. Die Spinnen wird jetzt auch interessant. Die wird auch interessant. Die habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich sag das, was ist, da renne ich einfach bloß zu, wird schon passen. Ole, ole. Einfach ein bisschen reindreschen, wundervoll. Wird schon alles seine Richtigkeit haben. Am besten stirbe ich einfach wieder und schau zu, das ist das Allereinfachste für mich. Oh, das wird Ding. Da unten. Prügelt auf die Viecher drauf. Ich weiß nicht, was mich da jetzt gleich abbläst, aber ich heile mich lieber mich selber. Ah, wer hat schon eine Epilepsie gekriegt? So ein bisschen? Die Spinne macht einen komischen Sound, da bin ich gespannt. Oh, 2 Leute sind einfach all of a sudden gestorben. Warum sind jetzt so 2 Leute gestorben? Verstehe ich nicht. Da bringt's die Spinne um. Diese So. Kälte kriecht bis in die Knochen. Achtung! Wer ist beim Trash gestorben? Der Idun und der Ludwig! Da gibt's minus F, minus DKP für beide. Oh, Was spürt ihr? da seilt sich eine große Spinne ab. Was spürt ihr? Sieht aus, als hätte... Maulleuten. Der Slatewell ist 2 Minuten AFK. Ich denke, dem brauche ich einen Boss nicht erklären. Wahrscheinlich brauche ich ihn gar keinen erklären, aber ist wurscht. Also folgendes. Nächster Boss, Senath, ist eine Eisspinne. Macht folgendes. Sie kann einmal random, entweder auf den Platz oder auf bestimmte Spieler, schießt eine Eiskugel und dann erscheint unter dir eine Eisfläche. Die bleibt da permanent, glaube ich. Und da drauf tust du ein bisschen, wie soll ich sagen, rumrutschen, da ist Bewegen unangenehm. Und alle paar Sekunden zirkt sie die Leute zu sich her. Also du kriegst dann so einen Spinnenfäden, die kriegt jeder im Raid und zirkt die zu sich her und versucht dich da die Kanten oben zu ziehen. Und wenn du da auf der Eisfläche stehst, tschüss dann. Entweder du laufst dagegen an, ganz weit weg und auf normalem Boden, oder, ihr seht diese Ads da hinten, dieses große Ad hat immer Prio Nummer 1, wenn das kommt, einfach der Schlang und es spawnen immer wieder diese kleinen. Wenn diese kleinen Spinnen sterben, glaube ich zumindest, die lassen Netze am Boden fallen. Oder es ist generell ein Debuff, den irgendjemand kriegt, du lässt Netze am Boden fallen. Wenn die sie herziehen will, kannst du da drin stehen bleiben, dann zirkt's die nicht, dann bleibst Picker sozusagen. Kriegst aber jedes Mal einen Debuff, wenn du zu viele Stacks von diesem Debuff hast, also von diesem negativen Effekt, dann kannst du, wenn die kleinen Spinnen sterben, kommt so ein kleiner grünes Swirly, kannst du da einstellen und dann geht der Debuff weg, dann kannst du wieder laufen. Ansonsten, die kleine Besonderheit ist einmal dieses Eis am Boden und dass sich diese Spinne da an der Seite immer abseilt und mir da links rundrum langsam die Treppen auffüllen müssen. Ich glaube 2 oder 3 Stockwerke. Bis wir ganz oben sind. Also immer leicht zugehen, habe ich das Gefühl, das ist der Teil, den ich nicht genau weiß. Man geht immer ein Stückchen, das regeln die Tanks. Wir bewegen uns da hin, wo die Tanks sich hinbewegen. Und wenn wir ganz oben sind, kommt eine letzte Phase.
Da ist dann der Boden immer rutschig, aber sie versucht ihn nicht herzuziehen, sondern wegzublasen. Wenn wir ganz oben sind, wenn es überhaupt so lange lebt, keine Ahnung, der Max schreibt sehr liebevoll, einfach nicht runterfallen. GG, easy, noob / dance, motherfucker. Oben einfach ganz nah an der Spinndoten stehen und einfach draufprügeln. Fertig aus Armen. So, hat irgendjemand einen Rap-Bot? Meine Waffen ist fast hin. Hat irgendjemand einen Rap-Bot umeinander stehen? Da oben wird mein Schwert irgendwo drunter geboten sein. Kann ich mir irgendwo, da haben wir ein Reparaturgerät. Hat jemand ein Reparaturgerät irgendwo rumstehen? Hier. Oh, ja, der Jeeves. Merci dir. Merci. Oh, Gildenreparatur ist endlich freigeschaltet. Bam! Dann nehmen wir natürlich die Gildenreparatur. Geht auf Kosten des Hauses. Ja, Freunde der Sonne, dann gibt's einen Ready-Check. Ready-Check. Schauen wir mal, wo die da sind. Voll epileppi, aber happy. Dachte eigentlich, der Bier gescheitert öfters, darum habe ich mir einen guten Dram-Scotch eingeschenkt, aber bin wohl enttäuscht worden. Wir haben noch nicht beim Endboss. Das wird richtig hart asozial. Ja, dann haben wir gut beieinander. Also, Prio nicht runterfallen. Hat's die Fotze um. Jetzt habe ich Puff anstatt Pull geschrieben. Pull in 10! Kampfrausch vom Stadtweg! Full Big Dick 5, DPS! Also von 4, mir. Von mir 3, zählt's nicht. 2, 1. Und Gas. Herz ist zusammen. Et hat Prio. Das sind diese Eisflächen, da bewegt man sich ganz ungut, hätte ich jetzt gesagt. Jetzt können wir einen Spinnweben. Die kann man da fallen lassen, wo man steht. Also es kriegen doch Spieler und nicht von den kleinen Spinnen. Können es nicht, offensichtlich. Da hinten einen Spinnweben. Heranziehen in 5. Positioniert sich in die Spinnfedern oder lauft es dagegen an. Eine platzieren. Dann fällt nichts. 1. Hat schon gezogen, passiert nichts. Wunderschön. Ansonsten Big Dick DPS auf die Spinne. Und ich glaube, dass wir uns langsam weiter bewegen können, wenn ich das richtig verstehe. Langsam linksrum weiter bewegen, macht einmal die kleinen Spinnen kaputt. Ein paar kleine Spinnen zerpimmeln. Ein paar kleine nicht zu nah zusammengehen, was auch immer das da ist. Weiß ich nicht. Ist schon irgendjemand tot? Nein. Big Dick DPS. Achtung, es kommt gleich wieder heranziehen. Geht's vom Bossweg ein bisschen an die Wand. Vom Bossweg an die Wand. 3, 2, 1. Vorsicht. Beobefällt, minus DKP. Dann kommen wieder kleine Hits. Gehen wir auf die Plattform oben auf. Ein bisschen verteilen. Schön und Big Dick DPS sind Spinne-iPhone. Die ist eh schon bei 50%, die kann ja wirklich überhaupt nichts eigentlich. Schaut viel spektakulärer aus, wie es tatsächlich ist. Kann ich jetzt einmal ein bisschen Damage machen, ohne dass ich lauern muss. Großes Ad ist anwesend, Fokus das große Ad. Große Spinne, Prügel und studier. Immer fett rein ins Viech. So ist schön, ist gleich da. Dann wieder Damage auf den Boss. Es kommt Explosion, was auch immer die Explosion ist, ich weiß es nicht. Wer low ist, FCD ziehen. Bisschen weiter nach links bewegen. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Heranziehen kommt in 5 Sekunden. Stellt sich in eine Spinnfeder rein. Dann feiert euch nichts. Wunderschön. Und wir können wieder ein bisschen weitergehen. Ich glaube, noch jetzt mal heranziehen kann man ein Stück weitergehen. Kann das sein? Hab keine Ahnung, aber das flow-technisch einigermaßen Sinn macht. Big Dick DPS, straight in Spinn. Prügeln sie rein, es kommt eine Explosion, verteilt sich ein bisschen. Bisschen verteilen und weiterhin die Treppen steigen. Sehr schön. Keiner down. Slate, oh. Battle Ritz auf dem Slatefell. Battle Ritz auf dem Tank. Wer man hat. 3, 2, Gegenlaufer. Das habe ich jetzt vergessen zu sagen, weil der Tank verreckt ist. Jetzt sind gleich beide Tanks hier. Wer einen Battle Ritz hat, oh, jetzt haben wir ein Problem. Max, falls du einen BR hast, ritz einmal ins Slatefell, keine Ahnung. Wer einen Battle Ritz hat, wenn man keinen Battle Ritz hat, tankt jetzt einfach, ich weiß nicht, wer dann tankt. Dann kann man jetzt wipen. Könnte passieren. Zirkt seine Cooldowns. Full DPS am Boss! Scheiß aufs Ad! DPS am Boss! Big Dick DPS! Cooldowns zirkt! Zirkt seine Death Cooldowns!
Zieht seine Death Cooldowns! Fix die Spinn weg! Oh shit, sie ist oben. Oh Gott, wir müssen aufgehen. Das habe ich nicht gewusst, dass die dann aufgeht. Okay. Heiltränke saufen, aufgegeben, Big Dick DPS. Big Dick DPS. 3 Millionen Leben hat die Spinne noch. Die kriegen wir. Die kriegen wir. Was, geht die Spinne jetzt auf mich aus? Lass mich bloß in Ruhe. Ah! Bringt's die Spinne um, sondern 2%, 2 Millionen. Ihr schafft es. Cooldowns. Cooldowns. 1 Million. 1% noch nein. Ich tun. Oh. An was ist jetzt das gescheitert? An was ist jetzt, das darf mich jetzt interessieren, an was ist jetzt das gescheitert? Ich hab's ehrlich gesagt nicht mitgekriegt. Mir hat am meisten verwirrt, der Tank war down und dann ist irgendwie alles im Bach gegangen. Da ich mag die nicht, was sei schuld? Raus mit den Noob-Tanks, raus! Ist nicht so tragisch. Depth plus 1, scheiße, stimmt. Na. Ja, ich bin auch gnadenlos überfordert, ich sag das, wie es ist. Konnte nicht ritzen, zu weit weg. Movement Bug, ich hab mich nur im Kreis gedreht. Gibt's einen Movement Bug? Bist du eingesponnen gewesen, kann das sein? Ja, wenn du stirbst, bist du unten. Drum kannst du nicht. Ach, wenn man verrät, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst schon. Ja. Ich lasse mich übrigens von euch dann ritzen, ich laufe jetzt nicht. Das ist, hallo, das sind einfach, es ist Streamer-Coins. Hab noch einen alten 16-jährigen Bowmore da, der komplett in Portpipes gereift ist. Geiles Zeug dazu noch. Über was unterhalt's denn eigentlich im Chat? Ich habe schon lange nicht mehr in den Chat reingeschaut. Was ist denn da so los eigentlich? Ich lieg nicht unten. Ihr könnt's mich retzen. Wenn alle down sind, werden sie aufgeport. Irgendjemand glaubt mich schon zusammen. Muss ich nicht laufen, das ist gut. Oh, jetzt hätte ich fast auf Freilassen gedrückt. Powder Beef! Merci dir für deinen Ritz. Haut euch ein Buff-Food ein. Und dann machen wir dasselbe nochmal, bloß mit ohne runterfallen. Bloß mit ohne runterfallen. Und dann ist gut. Kriegen wir schon hin. Mein Gott, keine Ahnung dazu, dass wir da mal abnippeln. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Razageth wird hart. Der wird hart. Ich sag das, was es ist, der wird gnadenlos hart. Spätestens überhaupt. Es ist schon wieder 10 nach 10. Heide Witzka. Ich habe das Gefühl, das wird schwieriger als erwartet. Ja gut, schauen wir auf die Map. Map. Ist da irgendjemand noch nicht da? Ich denke nicht. Haut sich ein Buff ein. Ein Razageth schaffen wir nicht. Na, werden wir abwarten. Abwarten. Was ist mit dem Zercheistos? Weiß ich nicht, wo ist der? Ist der fort oder was? Mag ich nicht mehr? Oder ist der ist schon. Wo ist denn der? Wo ist denn der Zercheistos? Können wir den schnell herporten, oder was? Liebste Hex der Dame, kannst du einen Zercheistos herporten? Oder was ist mit dem? Ist der AFK oder was ist mit dem? Der ist off? Bei mir ist er nicht offline. Der steht bloß, der hat sich gerätzt, aber. Der ist nicht. Der jetzt mal herporten. Wenn er nicht ohne ihm, dann hilft's nicht. Hat der was geschrieben? Ich hab nichts gesehen, dass er was geschrieben hat. Die folgenden Spieler sind der AFK. Sag heißt das. Wohl eine war der überhaupt dabei? Sein Internet ist am Abschmieren. Das ist natürlich bitter. Schauen wir mal. Er hat einen Port. Geh mir einmal Minuten, ansonsten hilft's halt dann dabei nicht. Ansonsten hilft halt dabei. Schauen wir uns mal den Damage an. Was ist da los? Ja gut, schwer zu sagen. Was, der ist Raucher? Wer schreibt denn mir da eigentlich die ganze Zeit? Wir schreiben da die ganze Zeit irgendwelche Leute an, was ich gar nicht mitkriege. Ja, irgendwie kommt er nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was wir damit tun. Dann müssen wir dabei aussehen. Es hilft nicht. Es hilft nicht. Wir sind wieder beieinander. 2, 3, 10. Und so haben wir halt dann 2, 3, 9. Das passt schon gewesen, der beieinander. Was war der Zercheist das gleich wieder? Da muss ich kurz einmal schnell schauen. 395er Retri-Pilot, da natürlich schon abgehen. Gell? So ist das nicht. War im Discord, hat wirklich Internetprobleme. Okay.
Ja, dann tut's mir leid. Dann tut's mir sehr leid. Ich weiß jetzt auch nicht, was wir da sind, dann müssen wir dabei aussehen. Falls du mich hörst noch, keine Ahnung, der hat aber DPS, ja, das ist mir schon klar, aber trotzdem können wir jetzt da nicht, weiß ich nicht, 700 Leute warten, bis der zerreißt, dass das Internet wieder geht. Helft nicht, dann er zerreißt das. Wenn du der Internet, wenn sie das wieder da fangt, dann willst du bei mir oder irgendjemand von den anderen noch mit Assist, die sollen die wieder impfen, dann bist du natürlich wieder dabei. Ist ja sowieso klar. Können wir eigentlich einfach ohne ihn anfangen? Warte mal, wir kommen den Schlauch. Wir kommen den aus da entfernen. Ja. Denn der Boss verliert Leben, wenn wir mir natürlich weniger Leid sind, also der passt sich entsprechend an. Darum gibt es jetzt nochmal einen Ready-Check und dann machen wir das Ganze nochmal in gut. Bitte, danke, Wiederschauen. So. 1 Minute musste nun warten, bis das Scaling durch ist. Das habe ich nicht gewusst. Da müssen wir noch schnell 1 Minute warten, es sind alle ready. Was haben wir dabei? Dann sitzen wir uns hier und slash dance, oder? Keine Ahnung, raucht man ein wenig. Wie geht's euch im Chat so? Haben wir da jetzt bei Hitlers Prumpfzeit schon ein bisschen, ja? Nachdem er Stalingrad eingenommen hat. Zerreißt das, schreibt das einmal ohne mich weiter. Machen wir. Brauchst bloß schreiben, wir nehmen die dann schon wieder mit, wenn du mitmachst. Wegen dem Scaling, also er hat 91,02 Millionen Leben, der Boss. Normal müsste er in einer halben Minute ungefähr weniger haben. Ihr werdet es schon im Chat dann reinscheißen, wenn er weniger hat. Jetzt hat er 84 Millionen und damit ist durch. So, sind wir soweit. 4 an die Grenze, Pull. Pull 10. Wenn die auf unserer, da ist eine Zahl, wenn die auf unserer Raid-Zahl ist, passt. Was ist? Oben rechts siehst eine Fahne bei dir. Oh, tatsächlich. Hab ich auch nicht gewusst, Jay. Passt, Pull 10. Hab ihn schon gesehen, wieder was gelernt. So, Pull 10. 4. Fokus aufs 3, Ad. Erst das 2, Ad, dann 1. alles andere. Voll rein. Der schön, Kampfrausch ins Mal. Wunderschön. Jetzt das Ad weg. Das große. Sehr schön. Damage auf dem Boss. Big Dick Damage auf dem Boss. Der liegt jetzt. Das sagt der wie es ist. Vielleicht ober vom Eis. Es kommen Spinnweben. Und dann kommen kleine Ads. Dann kommt die Explosion. Geht es ein bisschen auseinander. Nicht zwei umeinander gimpen. Und in der Weggeschichte umeinander laufen. In 3 Sekunden könnt ihr heranziehen. Positioniert euch auf dem Spinnennetz. Oder lauft 2 Knöpfe und dagegen an, damit es nicht runtergezogen wird. Wer runterfällt, kriegt minus DKP. Sehr schön. Und dann können wir uns ein bisschen weiter bewegen. Weiter bewegen, ein bisschen nach links. Bisschen nach links, Richtung Treppe. Was ist auf mir? Was genau hat nie für einen Scheiß am Kopf? Keine Ahnung. Kommt die Explosion in 3, bisschen auseinander. Dann kommen wieder kleine jetzt. Was haben wir da für einen Scheiß eigentlich? Warum kommen wir nie mehr bewegen? Verstehe ich nicht. Ich gehe einfach langsamer wie die anderen. Ist mir wurscht. 3, 2, 1. Wie gesagt, wer Hobbyfall kriegt minus DKP. Ich habe keinen Hobbyfall gesehen. Bin mir nicht sicher. Auf die nächste Plattform. Verteilen in 8 Sekunden. Bisschen auseinander. Und weiterhin Big Dick DPS auf das Mistviech. Explosion in 4. Und dann kommt wieder das große Ad. Die große Spinne. Also die große kleine Spinne. Fokus auf das Ad. Die läuft schön zum Tankvieri. Mal ein bisschen reinprügeln. Jetzt konzentriere ich mich vielleicht einmal ein bisschen auf den Roter, damit ich auch mal einen Hauch von Damage zumindest mache. Ed muss sterben. Schön, gerade noch. Damage auf den Boss. Bisschen auseinander. Boss ist bei 37%. Es kommt heranziehen in 7 Sekunden. Stellt euch in eine Spinnenfedern ein, damit es nicht runtergezogen wird. 3, 2, 1.
schönes Ding. Und wieder ein bisschen weiterlaufen. Wir müssen weiter rauf, nicht dass der Boss wieder ganz aufgeht allein und wir alle verrecken. Alle ein bisschen zusammen auf einem Haufen da. Oh nein, stopp, wir müssen uns verteilen, sonst kriegen wir alle gleich böse Autschen. Immer schön dick DPS unterm Laufen, für das bin ich Hunter geworden. Sehr schön, ich mag zwar alles bloß Block halt big dick DPS, aber das passt schon. Heranziehen in 3, dagegen anlaufen. Ein bisschen entfernen und dagegen anlaufen. 3, 2, Sehr schön. 1. Und wieder ein bisschen weiter bewegen. Big Dick DPS, es passiert eine Zeit lang nichts. 10 Sekunden wieder verteilen. Da kann ich auch eigentlich einmal ein bisschen Damage machen, das war nicht schlecht. Jetzt kommt das große Add in 5 Sekunden. Das fokussen wir noch da herum. Und dreschen wir weg. Der ganze Schaden aufs Ad, der ganze Schaden aufs Ad. Weg mit dem scheiß Ad. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was es kann, aber es muss sterben. Spinne ist schon oben. Erstes Ad. Erstmal machen wir das Ad weg. Ich habe keine Ahnung, was das nämlich tut. Jetzt ist weg. Ich mag das Ad nicht sehen und jetzt ein Vollgas. Speedbuff, ab nach oben auf die letzte Plattform. Fix das scheiß Mistviech. Ganz an den Boss ohne. Die versucht euch jetzt weg zum Schubsen. Hat noch 3 Millionen Big Dick DPS. Wir haben da natürlich im deutschen Stream oder im bayerischen Stream, wir sagen Riesenzipfel Schaden. Oh, was haben wir da Schönes gekriegt? Keine Ahnung, Muster, ist das Seelengebunden, wird beim Aufheben gebunden, kann ich nicht brauchen, Wirbelbedarf drauf, wer es braucht. Dann haben wir ein Dekaner Hexerset, jetzt fangen wir nur die Set-Teile zum Droppen, aber halt die falschen. Hier, was haben wir da? Das ist ein Gürtel, 380, kann ich nicht brauchen. Kann ich nicht brauchen. So, jetzt bin ich gespannt. Muss leider raus, Baba. Merci Max fürs Mitspielen überhaupt. Weißt du, was es ist? Merci dir. Da Max mit Abstand. Big Dick DPS. Trink mal einen auf deine Oma. Zum Wui. Prost, Prost. Ach, danke. Hauptsache, sie ist eingeschlafen, wie nichts gewesen wäre. Aber zwar kommt, das geht schon wieder. Big Dick DPS. Natürlich. Species. Ich verstehe die Frage nicht. Ich habe zwar keine Ahnung, wo wir wieder gerade hinlaufen, aber der nächste ist der Kurok und den weiß ich nicht hundertprozentig. Das ist ein Taure, ein elementar zaubernder Taure, der hat 4 so Flächen. Fuck, und ich weiß ehrlich gesagt nicht einmal, wo wir so richtig anfangen. Sag ich dir, wie es ist. Ja, müssen wir in Ruhe mal. Jetzt prügelt man einen Trash zusammen. Das ist zu weit weg. Dann schauen wir mal, ob wir den schaffen. Wenn wir den nicht schaffen, dann brauchen wir eh gar nicht weiter. Ich bin außer Reichweite. Prügelzen weg. Brauchen wir ein bisschen einen Speedbuff, bitte. Ein bisschen einen Speedbuff, das muss schnell gehen. Was tue ich denn hier? Lass mich wieder wegprügeln. Wie ein Vollidiot. Teile mir jetzt selber. Etwas anvisieren. Hier haben wir jetzt wieder so komische Eistypen. Und dann sind wir da vorne rechts ums Eck. Ich habe kein Ziel. Immer sauber reinzipfen. Und jetzt meinen Gefallen da, den bitte alle mit, damit es ein bisschen schneller geht, was das jeweils ist. Vielleicht kriegen wir den Raid noch fertig, schauen wir mal. Der Endboss, da brauchen wir wahrscheinlich eine Zeit lang. Das liegt dann an mir, aber auch an euch, wie lange das wir Bock haben. Da ohne zum Wursteln, aber ich darf natürlich schon feiern, wenn der Squad halt einen Rasage fleckt. Ich sag das, was ist. Ich habe kein Ziel. So, Ein paar meiner Schöpfungen erledigt. da Nicht sind wir. Weiter. Nun folgt eure Verdammnis. Also, Kurok, das ist der drittletzte Boss. Der wird jetzt ein bisschen zack, weil ich nicht hundertprozentig auswendig kenne. Also, der hat da 4 so Flächen. Und eine ist rot, eine ist hellblau, dunkelblau und die da hinten müssen braun sein. Steht für die 4 Elementare, Feuer. Was? Wer pinkt da umeinander? Ich weiß nicht, wer da pinkt, aber ich weiß nicht warum, aber ist ja egal. Und zwar, wir ziehen den, der Tank zieht den von Fläche zu Fläche und in jeder Fläche kann er was anderes. In der Feierfläche, falls ich da jetzt irgendeine Fähigkeit vergießt, man lasse es mich bitte wissen. In der Feierfläche macht er
Feierflächen am Boden, da rauslaufen, dann hat er so eine Phase, da verfolgt die nun schlägt vor, dass ihr jetzt eine Gruppe einladet. Ja, machen wir. Einfach aus die, soweit ich weiß, beim Feierscheiß einfach nur aus die roten Flächen rauslaufen, so gut wie es geht. Nicht stehen bleiben und das glaube ich ist auch schon alles, wenn es mich nicht täuscht. Ob keine, falls da noch irgendwas ist, lieber Tank in den Ingame-Chat einfach schnell eingeschissen, falls ich da was vergiss. Nach einer bestimmten Zeit, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber wahrscheinlich fangt er da herin an Enrage an oder sonst irgendeinen Scheiß, wir werden alle verrecken da herin. Keine Ahnung. Wir fangen mal offensichtlich da hinten an, das dürfte Sturm sein. Fuck, was kann denn in Sturm gleich wieder? Was kann denn in Sturm gleich wieder? Ja, haben wir schon soweit. Das sind die Sachen, die beißen normal nie auf. Was kann denn in Sturm gleich wieder? Lass mich mal schnell schauen. Nix im NHC. Blitzflächen. Im Ernst jetzt? Ist das alles? Schadensklassen. Erbrecher wirken kontinuierlich, Skelettbrüche. Da war irgendwann der Dings, der Idun schreibt schon soaken. In der Sturm. War das nicht in der Eisfläche, die man soaken muss? Herr Kreuz, Schluss! Habe ich dritt Bier gegeben. Ich bin jetzt wieder da, hab noch Musikprobe gehabt. Ist sicher ein geiler Stream gewesen, Hashtag Nachschau's-Code. Ich kann es nicht beurteilen, ich kann halt unfassbar wenig auf den Chat aufpassen. Soaken, 2 Leute, Eis-Ad zum Ad laufen. Okay, also jetzt pass Obacht. Ich weiß ja gar nicht einmal, was da was ist. Ich weiß, was er bei... Machen wir erst Erde. Erde weiß ich. Da hat er einen ganz fiesen Kreis. Den macht er um sich. Da muss man rausgehen, dann wird der Kreis größer und innen ist er weg, dann musst du reingehen. Ich kann das nicht gescheit erklären. Das muss man gesehen haben. Du darfst auf alle Fälle nicht drin stehen bleiben, da wird es mit Sicherheit die einen oder anderen der Breseln. Weiß nicht. Dann kommt das Eis-Ad, alle zum Eis-Ad und 2 Leute kriegen Eisflächen, die müssen gesaugt werden. Darf da mehr wie einer drin stehen? Ein zusätzlicher müssen da alle drin stehen? Kann man das schnell jemand im Ingame-Chat schreiben? Im Eis stehen alle. Soweit ich weiß, kriegen diesen Debuff 2. Wir machen mal ein Range-Camp und ein Melee-Camp. So machen wir es mir zumindest immer. Ich weiß nicht, ob das im NHC nötig ist, aber stellt euch, wer macht einen Ranger? Ich weiß es auch nicht. Ich mach einfach das Range Camp. Ich tue mir jetzt halt einfach, pass auf, ich tue mir jetzt da das kleine Ding auf. Ich mach's Range Camp, alle Ranger stehen einfach in mir. Ich versuche es Hit zu kriegen. Ich weiß nicht, ob ich alles gleichzeitig hinkriege. Ich fürchte nicht. Wir werden sehen. Dann, da die sagen, das Mark ist da mit Sicherheit nicht so gaudi, das wird der Slate gemacht haben. Wir stellen uns alle bitte da um und ich einfach ein Stückchen weg vom Boss. Wenn die Ads kämen, mir fokussen wir das Eis-Ad, wenn ich richtig dran bin, und dann das Erd-Ad und also das Earth-Ad und dann geht's weiter. Serie Media schreibt, da kommt nur ein Kreis auf NHC. Okay, dann können wir alle stehen, wie wir wollen. Dann können wir alle stehen, wie wir wollen. Und alle halt das Eisding soaken. Man muss einmal sehen, wenn ich jetzt da den scheiß Ablauf sehe, dann weiß ich auch wieder alles und kann es vielleicht dann einigermaßen sagen. Aber man merkt schon, der kann ein bisschen mehr. Ja, der hat einfach 4 verschiedene Sachen, aber ja. Aber schön in die Heilerflächen, weil der Boss tut weh. Wir versucht's in den Flächen von die Heiler drin zum Stehen bleiben, im Druiden, seinem Heilkreis, und was haben wir noch dabei? Ein Priester und ein Shami und so weiter. So! Genau diesen grünen Heilkreis meine ich. Ja, dann gibt's mal schnell einen Ready-Check. Ready-Check. Und ansonsten haben wir so viel Schaden, das ist okay, glaube ich. Und den schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wir haben ihn mir benannt, 239, das ist eigentlich die perfekte Gruppe, wunderbar. Ist das Absicht, dass der Moloch da hinten steht? Ist der Moloch da? Absicht, dass ihr beide da hinten steht? Nö, passt. Dann hat der Priester hergezogen, aber zweimal, ich weiß nicht, kann er sich selber auch bewegen? Alle sind bereit. Ja gut, er hat auf bereit gedrückt. Dann schauen wir uns jetzt einfach einmal an. Der wird jetzt nicht von Fläche zu Fläche gezogen, es passiert immer was anderes. Einfach nicht im Scheiß stehen bleiben, außer im Eis, da wird gesaugt. Ich versuche es auch zum Sagen, wenn ich es einigermaßen hinkriege, und ansonsten möchte ich nur Big Dick Damage sehen. Carry me. So, Polizei!
Kampfrausch zum... 5, Kampfrausch weiß ich 4, nicht. 3, Mach mal... 2, Mach zum Start, ist egal. Okay. Aufprügeln, einfach mal schauen, was passiert. Und dann sehen wir schon. So, Bomben ausweichen in 5. Aus die Swirlies außer. Soweit das. Oh, nein, ihr müsst außer. Okay, das habe ich gar nicht mehr gewusst. Haben wir schon soweit. Wir haben ja nicht im Feuer, sondern im Strom. Einfach mit dem Ding rauslaufen. Jawohl. Das machen wir ganz einfach so. Damage kassieren. Weg vom Raid und wieder zu und eine in die Heilflächen. Schön im Range Camp drin stehen. Wunderschön. Es kommt Soaks ultimativ. Okay, das check jetzt nicht ganz, was das bedeutet, aber gut, werden wir gleich sehen. Okay, da kriegt einfach jeder ein bisschen Damage offensichtlich. Ja. Damage weiter prügeln. Ich hoffe, Tanks wissen, wann sie weiterziehen müssen. Das ist nämlich genau der Teil, den ich nicht weiß, was Tanks den ganzen Tag so treiben, weiß kein Mensch. Außer mit den Dingen, die anderen ein bisschen dagegen laufen, damit es nicht drin stehen bleibt, einfach nur. Sehr schön. Sehr schön. So springen wir mir außer. Ja, vielleicht auch mal selber irgendeine Heilfähigkeit hernehmen, wenn es ist. Es kommen wieder Soaks. Das sind einfach kleine Bomben auf alle. Aussehen mit dem Ding. Schön. Schön. Boss ist bei 50%. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was passiert bei 50%, aber okay. Ich glaube, der Boss wird der Boss jetzt weiterziehen? Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich sage das, was ist. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Müssen wir den Boss nicht schon lange weiterziehen? Boss wird weiterziehen, nachlaufen. Außer mit den Bomben, Wir sollten mich nicht in die nächste Fläche irgendwie rein oder so. So, wir sind in der anderen Fläche drin. Wir haben eine Phase 2. Wo haben wir in Erde? Da, nicht in dem Ring drin stehen bleiben. Wenn es zerrissen ist und wieder rein. Da platzen die meisten. Das ist das, was ich meine. Das ist scheiße zu mir erklären. So, jetzt kommen Ads. Fokus aufs Sturm-Ad. Fokus aufs Sturm-Ad mit den Flächen raus. Die braunen Flächen raustragen, so weit weg wie es geht. Und wieder einer kommen. Und wieder am Eis-Ad sammeln. Sehr schön. Sehr schön. Der Idun ist down, wenn wir einen Battle-Reds für einen Idun haben. Mehr Heiler, mehr gut. Hebt einen Idun auf, wenn es geht. Mit den braunen Flächen raus. Braune Flächen raus, braune Flächen raus. Okay, zückt das braune Ad ein bisschen irgendwo anders hin. Sehr schön. Big Dick DPS, macht das scheiß Ad weg, ich möchte es nicht mehr sehen. Wer ein Battle-Reds hat, ein Idun aufheben. Wir können nur einen Heiler brauchen, Kinder. Es kommen Bomben in 6. Bisschen auseinandergehen, Bomben raustragen. Haben wir die jetzt wirklich nur gekriegt? Kruzifix, Bomben raustragen. So, zurück, ein bisschen sammeln. Der Boss wird wieder woanders hinzogen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo er hinzogen wird, aber wir werden sehen. Jetzt kriegen wir Bomben zum Ausweichen. Rauslaufen mit dem Scheiß. Vielleicht einmal einen Cooldown. Zurück einmal einen Death-Cooldown, wenn niedrig ist. Frisst einen Heiltrank. Raus aus dem Ring, rein in den Ring. Sehr schön, da bräselt es die meisten, da braucht sie keiner. Was Dinger, da hat es mir am Anfang auch die ganze Zeit der Schießen, wenn du es noch nie gesehen hast. Ganz eine kreisliche Mechanik, nicht beim Boss stehe offensichtlich. Haut mal am Tank einen Cooldown rein. Wer einen hat. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Okay, Damage auf Ads, Fokus auf Ads. Habe ich auch nicht mehr gewusst, dass die Ads überhaupt kommen. Fokus auf Ads, der Boss wird weitergezogen offensichtlich. Fokus die Ads weg. Nicht nah dran stehen. Eine in den Ring. Kriegen wir hin. Jetzt fix den auf First Try. Das darf mich stark wundern, aber selber mal einen Heiltrank schlucken, wenn es ist. Haben wir in der anderen Phase. Oh. Big Dick DPS. Alles eine, was habt's. Dann liegt er.
5 Millionen hat er noch. Soaken, alle zusammenlaufen, nicht auseinanderlaufen, schön soaken, vielleicht in der... Boah, leck, das war scheiße knapp, Alter. Heiltrank zünden, wenn es ist. Und jetzt macht's ihn fertig, 1 Million oder noch, der ist tot. Jawohl! Der Press sogar IF. Für das, dass ich absolut keine Ahnung habe, wie dieser scheiß Boss funktioniert, ist das unfassbar gut gelaufen. Sag ich dir, was ist. Muster, was haben wir da? Lederverarbeitung. Ich bin tatsächlich Lederer, deswegen wirf ich da jetzt ausnahmsweise mal Bedarf. So, es ist... Oh! Jägerbrust! Jägerbrust! Also, nochmal, bitte, da wirf ich jetzt Bedarf drauf, werden wir die... Oh. Oh. Ja! Ja! Fuck! Ja! Ja! Oh Gott! So, und jetzt mag ich den Kopf. So, weiter geht's. So, herzlichen Dank, vielen Dank. War ein guter Stream. Wir sehen uns am Montag. Morgen kommt, was ist denn heute überhaupt für Tag? Freitag, Sonntag kommt der Podcast. Bis dann, tschüss. So. Also, da haben wir hatten, habt ihr da jetzt freiwillig wirklich nicht auf Bedarf gedruckt? Da weiß ich jetzt nicht, was ich da austeilen soll. Was haben wir da noch dabei? Wir hatten das, wer ist denn noch dabei? Mage und Druid. Wo ist denn der Druide? Wo ist denn der Druide? Also, der Powder braucht's mit Sicherheit nimmer. Powder, hättest du die Brust brauchen können. Ab in den Chat. Echt? Jetzt, wo es soweit ist, dass es wirklich droppt, habe ich ein schlechtes Gewissen, ich sage das, was es ist. Weil ich nicht ausnutzen möchte. Weil ich es einfach, weil ich es nicht ausnutzen möchte. Weißt du, was ich da sage? Ich wandle das Ding mal noch nicht um. Okay? Wenn der Kopf droppt, dann nimmst du die Brust und ich nehme den Kopf. Ist das ein Deal? Oh, ich bin schon wieder beschworen. Habt ihr schon wieder einen Trash-Ellie? Oh, oh. Ah, was ist denn das für ein Ding gleich wieder? Okay. Hast schon geholt das. Muss nicht sein. Wenn der Kopf droppt, kriegst du die Brust. Das ist okay. Ich brauche bloß ein Teil. Brust oder Kopf. Und der Kopf war mir eh lieber. Erstens hat er ein höheres Item-Level und zweitens habe ich nur einen scheiß Kopf auf. Und ich wandle es jetzt einmal noch nicht um. Da reden wir dann drüber, wenn wir mit dem Raid durch sind. Vorausgesetzt, wir schaffen einen Endboss überhaupt. Flo, merci für den Zwickel. Ich muss jetzt einmal was rauslassen. Merci dir für den guten Stream. Merci an die ganzen Leute im Chat für den ganzen Blättschmerz. Finde es sau entspannt. Hab eh nicht so einen guten Tag gehabt, deswegen ist es doppelt so gut. Merci dir, Birger, Lieblingsgerätler. Was auch immer los war, schnell den hängen lassen, was es ist. Jetzt tut es mir fast schon ein bisschen leid, dass es ein wenig ein Druck in der Stream ist, wo ich nicht so auf den Chat aufpassen kann. Ich sag das, ich bin gnadenlos überfordert. Ah! Was denn? Die haben schon wieder ohne mich losgelaufen. Ah, ich muss ausweichen! Das ist übrigens jetzt der Movement-Mongo-Filter. Ja? Also, wer sich da von einer roten Kugel treffen lässt, ist halt. Weiß es eh. Weiß es eh. Ja? Movement-Mongo. MM. Oh, wieso stirbt mich fast? Wieso stirbt mich fast? Ich hab mich von nichts treffen lassen! Geh weg! Ich muss einen Hexerstor fressen. Was leine die den? Kruzifix gefreut mit Leute, ihr habt keine Ahnung, wie mir diese Brust gefreut. An dieser Stelle ein unfassbar riesengroßes Dankeschön fürs Mitspielen, vor allem an die Leute, die total overgeared sind. Vielen, 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 vielen Dank! Okay? Absolut geil! 4er-Set-Bonus! Nochmal, danke! Eine Brust gefreut und so. Es ist übrigens auch keine Brust, sondern ein Topf. Der Topf ist gedroppt. Der Top ist gedroppt. Der Topf ist gedroppt, ist der neue Drops ist gelutscht. So, haben wir wieder was erfunden. Sehr gut.
Absolut geil. Ein 4er-Set-Bonus, zwar mit nicht dem brutalsten Item-Level auf der ganzen Welt, die umeinander geguckt. Innerhalb von 1,5 Wochen mit dem Jäger. Es ist so lächerlich eigentlich. Ich habe einfach 2 gespielt diese Woche. Jetzt wird es Zeit, dass man nur der Bissring und das Biss-Trinket droppt. Hätten wir auch das Scheiß. Das würde mich auch interessieren. Das Trinket vom nächsten Boss. Von der Drachentussi. Die ich übrigens auch wieder nicht 100%ig erklären kann, fürchte ich, weil ich da immer nur bei den Ads dabei war. Set ist Set, egal was für Item-Level. Was? Was hat denn überhaupt? 395. Was hat denn meine Brust für die hat 402. Trotzdem ist der 4er-Set-Bonus so verfickt stark, dass das wurscht ist. So. Freunde der Sonne, wir müssen 2 Gruppen aufteilen. Wir haben ja beim vorletzten Boss, das ist die Bruthüterin Diurna. Und da weiß ich nicht alles. Ich weiß, es dreht sich um die Ohr und es dreht sich um Ads, die irgendwo spawnen. Mein Gott, kannst du mal dein dummes Maul halten, du Drachenhue! Unser DK tankt die Ads, ich mach einen Boss. Okay, eins am anderen. Nur die Ruhe, jetzt muss jeder mal das Maul halten. Also, wir brauchen 2 Gruppen. Am besten ein paar Ranger, ein Heiler und ein Tank. Jetzt pass auf. Unser DK, jawohl, grad Chef. Herr Slatefeld, merci dir. Muss ich nochmal schnell lesen. Unser DK tankt die Ads. Wer ist der DK? Ich mag die nicht. Teilen wir mal schnell Gruppen auf. Wie tut man das? Und zwar, der Ich mag die nicht kommt jetzt einmal in Gruppe 4. Dann der wir noch ein paar Ranger dazu. Ist der Idun ist Heiler, gell? Welcher Heiler möchte mit der Ad-Gruppe mitgehen? Wer meldet sich freiwillig? Der Powder Beef. Dann gehst du mit dazu. Ich baue jetzt einmal in Gruppe 4 baue ich einmal die Gruppe zusammen, die sich um die Ads kümmert. Klangen da 3 Leute? Klangen da 3 gute DDs? Nivitri, du bist eine gute DD, du prügelst drauf. Das Slatefell ist woanders dabei. Dann haben wir noch 2 DDs. Zacharias geht freiwillig zu die Ads. Du bist aber kein Range. Warte mal, zu viel Boss-Damage bringt nichts, weil der Boss immun... stimmt. Wir haben so und so 2 Boss-Damage. Nein, Zacharias, du bleibst einmal noch da. Haben wir noch irgendeinen Ranged? Lassen wir mal schnell gaffen. Ja, der Bloody. Der Bloody ist halt mit Abstand der krasseste DD herin, glaube ich. Der haben wir noch ein Blatt dazu. Und ein Demon Hunter. Ihr habt schnell und mobil. Das passt schon. Den Rest bauen wir wieder so zusammen, dass das einigermaßen beieinander ist. Ist die Frage, brauchen wir überhaupt so viele DDs auf die? Und ein Demon Hunter auf die Ads für einen Debuff. Schau, das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, dass also ein Debuff kommt. Hab an die HR für die Movability mitgenommen. Wenn gerade keine Ads nicht da haben, dann könnt ihr einfach auf den Boss draufhauen. Also, da passiert jetzt Folgendes. Ich war immer bei den Ads dabei, darum weiß ich nicht, was jetzt passiert. Sie rennt da umeinander, wird ganz normal getankt, alle stehen rundum und prügeln rein. Der Boss wird langsam von Eipack zu Eipack da rundrum gezogen und dann fällt irgendwie ein Stab runter und mit dem Stab muss man die Ohr kaputt machen. Und erst wenn alle Ohr rundrum langsam Stückel für Stückel kaputt haben, kann man weitermachen mit dem Damage, glaube ich. Ist da sonst noch irgendwas in dieser Phase vorn beim Main Boss? Weil Ads weiß ich einigermaßen. Sie ruft immer wieder Ads, also zusätzliche kleine Viecher, die am Rand rundrum da irgendwo spawnen. Und die Gruppen, die ich jetzt gerade festgelegt habe, Gruppe 4, ich nenne einen Namen nochmal, ich mag die nicht, der Powder Beef, Nivitri, Bloody Mike und Velinara, rennen da hin, wo die spawnen, dreschen die zusammen und gehen dann zum nächsten Spawnpunkt, wo die Ads gehen. Die müssen so schnell sterben, wie es geht. Bisschen Anti-Heal auf der Gruppen, glaube ich, immer wieder mal. Ansonsten kriegt der Tank ganz schön aufs Maul. Okay, dann konzentriert sich einmal auf den Tank drauf. Birger, lass mal Nivitri auf Boss, mach mich auf die Ads. Moloch, gut, Nivitri Boss. Ich weiß nicht warum, aber das machen wir jetzt einfach so.
Machen wir es so. Wir haben getauscht. Nivitri, du bist nicht auf den Ads, sondern auf dem dicken Boss. Und der Krieger, der Moloch, ist auf die Ads drauf. Ich hoffe, ihr kennt... Ja gut, du hast einen Jump, gell, das wird schon gehen. Ja, wäre besser. Danke, bitte. Ich glaube, dass es wurscht ist. So, gibt's jetzt da... Ist da noch irgendeine andere Mechanik dabei, außer dass die den... Wer macht das mit dem Stab? Kann das immer der gleiche machen? Weiß man das? Die lässt halt da irgendeinen Stab fallen zum Eier zusammendreschen. Und ja, wo die Ads spawnen, seht's an die kleinen Kugeln, die vorher sichtbar sind. Hätte ich auch dazu sagen können, stimmt, das habe ich die ganze Zeit schon vor Augen. Wo diese Ads spawnen, seht ihr da am Rand draußen, da kommen so kleine Windkugeln. Ah, da ist jetzt da leider... So ähnlich wie ihr Stab gerade ausschaut oben. Ja, kommen so 3 Stück und in die Richtung lauft's und prügelt's alles nieder. Soweit ich weiß, müssen die Ads so weit weg vom Boss gemacht werden, wie es geht. Also vielleicht auch ein bisschen weg vom Boss ziehen die Ads und ein Boss ein bisschen weg von die Ads. So. Brauchst 2 für den Stab. Man braucht 2 Leute für den Stab. 2 Leute brauchst, aber das war's schon an meinem Fachwissen. Okay. Okay, dann werden wir es wahrscheinlich der Hardware lernen, wie wir das mit dem Stab machen. Weiß das irgendjemand, was mit dem Stab zum Tor ist? Ich melde mich freiwillig. Ich werde versagen, keine Ahnung. Droppen 2 Stäbe. Oder wir verstehen, das brauche ich 2 Leute für einen Stab. Und was habe ich dann? Einen Action-Button oder was? Kriege ich dann einen Action-Button und was kann ich mit dem dann tun? Ich nehme den links vom Boss, von mir aus gesehen, dann nehme ich einfach den anderen. Sag ich dir jetzt, was ist? Ich möchte einfach wissen, wie das ausschaut und was zum Tor ist, weil es mich einfach interessiert. Ich werde es verkacken, ich sag das, was ist. Und dann werden wir einfach auf die Ohr draufhauen, oder wie? Immer den links vom Boss von mir aus. Dann nehme ich den... Also wenn der Boss die anschaut, dann nehme ich den rechts vom Boss. Aus der Sicht vom Boss nehme ich den linken. So ist vielleicht einfach. Mal Lutschkiesel reinfressen. Sehr schön. Wir haben jetzt da leider mal in die Fläche einlaufen vom Stab. Okay, in die Fläche. Leute, wisst mir bitte nicht an, mein Chatfenster ist so winzig klar, dass ich das nicht mitkriege. Falls mir da jetzt gerade irgendein extra Button anklicken. Du, das werden wir einfach... Und da kommt der Strahl, den musst du zum Ei ziehen. Ah, okay. Jetzt glaube ich, weiß ich es. Oh, okay. Muss ich da einfach durch... Nicht flüstern. Laser ins Ei rein. Nicht, darfst mir nicht anwispern. Ich hab so wenig Tabs da hinter mir, dass ich da irgendwie durchscrollen muss, das lese ich nicht. Schreibt's einfach in einen normalen Chat ein. Immer den links vom Boss. Birger Idun macht den anderen. Ist auch okay. Dann legen wir es gleich einmal so fest. Ich hau mit auf den Hauptboss. Der Slatefell und der Idun macht's bitte die beiden Stäbe. Und ansonsten Big Dick DPS. Dann gibt's einen Ready-Check und dann schauen wir uns einfach an. Bin gespannt. Seelenstein fehlt! Kitty! Ich weiß immer noch nicht, was das... Totenkopf steht. Okay, also, ich hoffe, der Tank hat eine rote... Es gibt einen bestimmten Weg. Ja? Wir gehen mal offensichtlich gegen einen Uhrzeigersinn. Oder? Wir gehen mal einfach am Tank nach. So machen wir es. Er weiß schon, wo er ihn hinzieht. Passt schon. Totenkopf steht, dann rot, dann blau, Mond, grün, Purple. Also wir gehen mal so eine Art Falschrums S. Dann würde ich sagen, haben wir nicht mehr recht viel Zeit. Es sind alle ready. Pull in 10. Kampfrausch zum Start. Hätte ich vorgeschlagen. 5, 4, 3, 2, 1. So, jetzt bin ich gespannt. So, gib ihm. Volle Kanone. Ich habe keine Ahnung, ob man da nah dran steht oder nicht. Das werden wir jetzt dann alles rausfinden. So. Hau ihm auf die Fresse. Aus die Swirlies raus. Großstab kommt in 3. Da bin ich jetzt gespannt. Den habe ich noch nie gesehen, weil ich normal da nicht rumstehe. Wenn man ich sehe nichts. Okay, das sind die 2 Strahlen. Ja, ich sehe schon. Okay, und mit denen, die lenkst du dann einfach durch. Okay, es kommt Lauffeuer in 2 und Ads in 3. Wie geht's eigentlich mit den Ads hinten? Die haben irgendwo im Eck hinten. Okay. Wird schon passen, da kann ich mich nicht auch noch drauf konzentrieren, da verlasse ich mich auf euch, ich werde die jetzt schon zusammenprügeln. Das werden wir dann schon sehen. Bisschen aufpassen. Sie kriegen die Ads nicht schnell genug down, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Sie kriegen die Ads nicht schnell genug down.
Geht einmal einer mit zu dir jetzt. Irgendjemand bereit ist schon um mich. Passt, sehr schön. Selber geschult, wunderschön. Ich glaube, es war der Paladin. Wunderbar. Schön big dick DPS ins Maul hinein. Ich muss mich selber ein bisschen konzentrieren. Jetzt kommen wieder in einer Sekunde. Großstab kommt in 2. Dann werden die nächsten Ohr kaputt gemacht. Muss ich da mal genau hinschauen, wie das ausschaut. Okay. Ist irgendjemand tot? Na, schaut gut aus. Okay, Seitenwechsel. Wie schaut es mit den Ads aus? Mit den Ads schaut es ganz gut aus. Ich muss ein bisschen dahinter schauen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich eigentlich für Tasten drücke, aber ich werde schon irgendwie zusammenbeißen. Keine Ahnung. Ads gehen schnell nur down. Das schaut gut aus. Die nächsten Eier werden geknackert. Oh, jetzt habe ich wieder irgendeinen Scheiß und ich weiß nicht, was ich da habe, um ehrlich zu sein. Da verlasse ich mich jetzt einfach einmal auf euch. Ich werde jetzt die Ohr schon kaputt machen. Es kommen wieder erfüllte Eier in 1. Großstab in 1. Nächsten Ohr werden kaputt gemacht. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen von den Ads weg, kann das sein? Da laufen die anderen wütende Gruppen hinten. Ich sehe euch schon. Ich sehe euch schon. Ich sehe euch schon. Eier in 10, Großstab in 10. Es leben noch alle. Bin stolz auf euch. Wunderschön. Fokus aufs Ad beim Boss. Fokus aufs Ad beim Boss. Ich bin mir jetzt einfach relativ sicher, dass das da mit Sicherheit nichts zu tun hat. Kann man dem überhaupt was tun? Das kriegt irgendwie keinen Schaden nicht. Was ist denn mit dem? Das kriegt keinen Schaden nicht. Okay, die zweite Gruppe zieht das Ad weg. Passt schon, passt schon, passt schon. Jetzt weiß ich, warum die auseinander tankt werden. Okay, habe ich nicht gewusst. Ist bei uns, glaube ich, noch nicht vorgekommen. Prügelt das Ad da draußen zusammen. Wunderschön. Nicht in die Swirlies stehen. Wahrscheinlich auch nicht in den Blitzscheiß vom Stab drin stehen. Mit Sicherheit auch weniger gut. Schaut, glaube ich, immer noch gut aus. Soweit das mein nicht fachmännisches Eier und Großstab in 5. Das darf halt in die letzten. Na, ja, haben wir noch ein paar Ohren. Ein paar Ohren haben wir noch. Leben aber immer noch alle. Ich weiß nicht, ich hoffe, es schaut mit dem Heilermann auch gut aus. Und das erinnert ich mich noch, dass es ziemlich schnell weg war. Ja, immer schön Viecher reinprügeln, 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 reinprügeln. Ja, haben wir ein bisschen niedrig, ein bisschen low sind wir. Oh, Großstab kommt, habe ich übersehen. Entschuldigung. Nicht in die Swirlies stehen bleiben. Nicht in die Swirlies rein. Boss hat noch 32%. Schaut gut aus, glaube ich. Ich hoffe, die Heiler geht's gut. I feel you. Ich hab den auch schon geheilt. Auf HC. War unangenehm. War unangenehm. Dann ist die letzten noch. Nein, da hinten stehen noch 2 Gelbe. Kriegen wir. Jetzt in 2 Sekunden. Raus aus die Swirlies. Oh shit, wo stehen die umeinander? Nicht in den scheiß Blitz müsste drin stehen. Wenn sie es mal einen Cooldown ziehen, Death Cooldowns ziehen, Heiltränke nehmen, wenn es los seid. Boss hat noch 22% kriegen. Das sind glaube ich die letzten Eier. Großstab in 3. Dann haben die letzten Ohr kaputt, wenn ich das richtig sehe. Und dann glaube ich, können wir Big Dick DPS auf den Boss drauf dreschen. Big Dick DPS möchte ich sehen. Den einzigen, den ich natürlich nicht erhöhe, das ist der Priester, der Verrückte. Stellt euch in die Kumpel, kriegt weniger Damage. Die schaut mir. Ich weiß nicht, was das ist. Zweite Gruppe muss das Ad holen, glaube ich. Boah, leck, was war denn das? Was zur Hölle? Da ist jetzt keiner gestorben. Das verwirrt mich ein bisschen. Wenn ihr Ad habt, kommt's. Erst das Ad weg, fokussen, bevor das noch irgendeinen unberechenbaren Scheiß macht. Oh Gott, was ist denn das? Wie verfolgt der Strahl? Wieso verfolgt mir Strahl? Was für Strahl, Bruder? Keine Ahnung, ich hab einfach davor gefahren. So, Big Dick DPS, first try, bitches!
Weiß ehrlich gesagt nicht, was da so passiert. Gebt sie ihm 4 Millionen Leben oder noch? Mit dem Laser nach rauslaufen, wer diesen komischen Pfeil am Kopf hat, einfach rauslaufen, nicht in Gruppen laufen. Das Ding lasert euch um, ist schon tot. Schau dir das an. Ich werde bald bei dir sein. Fucking First Try. Was ist jetzt da? Was ist das? Die Drachen fliehen! Ohne die Kann er sie für Jonas 2 Sekunden nicht festlegen, eine wilde Salve aus Flammen um ihre Ziele rum, um ein bisschen so durch den Todesvergründung Spieler, das wird die abgelehnt. Moment, da muss ich kurz ins Sim schauen. An jeden Death Knight, Hexer und Dämonenjäger, der noch keine Schultern hat, GZ für Set. Was ist das da? Manische Trauerfackel. Da muss ich jetzt selber schnell nachschauen. Ob das bei meinen Biss-Trinkets ist, weil dann kann es sein, dass ich es brauche. Da muss ich kurz gucken. Trinket controlled whispering as a company icons whisper become infused with frost, increasing a critical. Wo droppen das mit Primal Council? Na, das ist Mist. Das ist Mist! Whispering Incarnate. Na, das ist alles Mist. Alchemisch, das ist Mist. Wer das Trinket brauchen kann, GZ. Achtung, 5 Noob-Sekunden GZ, das ist übrigens Gratulation. Das mein Biss. Nimm's, das ist bei den meisten Biss. Ist bei mir nicht Biss. Was hab ich denn da gekriegt? Splitter des Großstabs. Weiß ich nicht, was ich mit dem tue. Ach, jetzt kann ich skippen, glaube ich. Manische Trauerfackel. Wie heißt denn das Ding auf Englisch? Ich weiß nicht, ob ich es brauchen kann oder nicht. Ja. Du, ich hab mein Set halt, soll der Raid auch was davon haben. Ja, so ist es nicht. So, Freunde der Sonne. Ich hab meine Gruppen geschoben. Schreibt der Ding. Manic Grief Torch. So heißt's. Manic. Muss ich schauen. Manic. Es ist doch tatsächlich auf A bei mir. Scheiße. Ja. Ganz ehrlich, ich hab mein Set bewusst, ich bin zufrieden. Ich glaube, der Shami hat's gewonnen. Nein, der DH hat's gewonnen. Braucht das unbedingt? Kriegst du einen fetten Boost oder nicht? Aber gut, ich hab auf die gedrückt, hab ich verkackt. GZ, ab in den Chat an den Demon Hunter. GZ fürs Trinket. Ist wahrscheinlich bis, keine Ahnung. Ist für mich auch nicht schlecht und meine Trinkets sind nicht so geil. Aber ich hab zwei andere, die ich farmen kann, wann ich will. 3 Marks, es gibt 3 Flächen. GZ. Oh, jetzt wird der Boss erklärt. So. Nichts mit verarschen vor dem Endboss. Möchte ich aber auch ganz schwer hoffen, Alter. Was war denn das jetzt wieder? Okay, bye. Ah! Was zur Hölle? Könnt ihr mich bitte porten? Was war denn das jetzt für eine Behinderung? Jetzt lockt's mich, währenddessen ich auf dem Drachen sitze, zum Endboss fliege, lockt's mich aus, damit ich in der Luft beim Einloggen wieder keinen Drachen hab und fall dann runter. Wie dumm ist das? Zählt jetzt das? Weißt du, was wir da machen könnten? Wir könnten gleich mal unsere Umfrage machen. Umfragetest. Option, zählt das als Topf? 1, ja, 2, nein. Achtung. Wieso geht jetzt der Stadt Poll nicht? Da ist. Wieso geht jetzt? Jetzt geht's nicht mehr. Nein, nicht, stopp, halt. Ich hab ein Umfragetool, aber das geht nicht mehr. Warum geht jetzt das nicht mehr?
Ich kann den Poll nicht mehr starten. Vorher ist es noch gegangen. Oh, ich will schon Port. Warte mal. Geht er nicht mehr. Warum geht jetzt der nicht mehr? Schade. Aber ihr habt schon eine Chat-Nachricht gekriegt, habe ich gesehen. Aber mir wird nichts so sein, das ist wieder ein super Tool. Herzlichen Glückwunsch, funktioniert wieder super gut. So, Freunde der Sonne, schaut ihr mal kurz um. Was halt's denn davon, wenn wir mal eine kurze Pinkelpause machen? Raucher- und Pinkelpause, das ist 5 vor 11. Aber jetzt haben wir da den Endboss, schauen wir uns noch an. Ich vertraue auf das Herz des Squads. Hauen wir ihn um? Habt ihr noch... Machen wir es einmal... wie soll ich sagen? Machen wir mal... Ready-Check, wer überhaupt noch Bock hat. Aber ich darf gern 3 Minuten kurz Pause machen, mehr jetzt schnell gehen, wenn ich rauche, jeder kann so hergehen, holt sich was zum Trinken etc. Okay, ein paar haben auch Fragezeichen, aber das heißt für mich, die haben gerade AFK und machen wahrscheinlich gerade dasselbe. Der mir das schnell, ich glaube, das hält der Chat auch kurz aus. Weil dann schaut euch dabei, was weiß ich, schaut euch dabei von mir ein Video an. Was möchtet ihr denn für ein Video sehen? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir schon lange nicht mehr, einen Klassiker haben wir schon lange nicht mehr angeschaut. Machen wir das einmal aus und machen wir das einmal zu. Schauen wir irgendeinen, ich drücke jetzt einfach, ich schreibe jetzt einfach Birger rein und schau, was kommt. Was kommt als erstes? Ja, natürlich. Natürlich kommt das. Ist eh klar. So, das dauert 6 Minuten, das andere dauert 7 Minuten. Das ist ein guter Oldschool-Klassiker, den schauen wir und so. Dann darf ich sagen, machen wir kurz 3 Minuten Pause. Weil den schaffen wir jetzt nicht aufs erste Mal. Vor allem, wenn Leute dabei sind, die den noch nicht gesehen haben. Schwierig. Ganz schwierig. Der dauert eine Zeit zum Erklären, hat 3 große Phasen. Ist nicht ganz easy. Aber wie ihr haut's ab, lasst in der Zwischenzeit mal ein Like da und ich tue jetzt da auf Video schauen. Und mal so, ich tue mich weg und bin ungefähr in 5 Minuten Pause. Bin gleich wieder da. Bis gleich. Hoppala. Hoppala. Falscher Monitor. Machen wir das aus. So, viel Spaß damit. Haben wir schon lange nicht mehr. Habe ich auch schon lange nicht mehr angeschaut und gehört. Bis gleich. 5 Minuten. Kinder? Arschlöcher! Habe die Ehre, ich bin's, der Birger. Und heute ist mal einmal wieder Zeit für ein Kruzifix. Ihr habt mir haufenweise Videos geschickt und irgendwie war da eins dabei, das ist immer und immer wieder gekommen. Dann habe ich so eine Zeit überlegt, bin ich wirklich schon so weit, dass ich Kinder absageln kann? Aber dann habe ich mir das Video angeschaut. Ganz ehrlich, wer mir eine Ansammlung an komprimierten Steilvorlagen liefert, der ist einfach selber schuld. Was kann da ich dafür, Bitchen? Jetzt pass auf. Berliner Kinder probieren Gerichte aus Bayern. Unter anderem Leberspätzle, ein saures Lingerl, ein Obatzten oder wenn ich gerne nehme, ein Angebotzten. Was haben wir dann noch dabei? Weißwürst natürlich, ein Schneeball und Blockmolz. Und das Blockmolz an der Stelle ist wieder der absolutäre Beweis, dass dieser Breißen-Video ist von Breißen für Breißen, weil ich noch keine alte Sau bei uns im Umkreis einen Blockmolz fressen hab sehen. Aber gut, das muss jeder selber wissen. Schauen wir mal lieber, was die kleinen Scheißhausschratzen so deren. Das sieht eklig aus. Weil wir gerade bei Steilvorlagen waren, ein Breißenkind, das Ashley heißt, das Leberspätzle frisst, das Gesicht verzirkt und sagt, das ist eklig. Da brauche ich noch nicht mal irgendwas machen. Schmeckt nach gar nichts. Und du, Mann, hast ein paar Happy Meals zu fake fressen. Das einzige, was du kennst, sind 5x4 Nuggets und ein Eimer voll Cola. Das ist mir schon klar, dass das bei dir nach gar nichts schmeckt. Also das geht, das ist so ein bisschen... In Gottes Namen, was ist denn das? Warum verkleide ich denn mein Kind als vegane unterfegelte Mit-40erin, die kurz vor der Midlife-Crisis steht? Franziska! Red mal mit deinen Leid, was da los ist! Ne?
Oder? Das ist alles klar bei dir. Lecker. Wow! Bester Mann am Platz! Boah. Kann ich das nicht essen? Nein. Da Mann, ich verdurste, ich glaub, du darfst das nicht essen. Bloß haben's dir das nicht gesagt, glaube ich. Boah, der stinkt. Bah. Ganz ehrlich, beim sauren Lingerl, da kann ich euch noch nicht einmal besser, weil da kenne ich mehrere, denen der Speiberling aufkommt, sobald sie wissen oder hören, was ein saures Lingerl wirklich ist. Lunge. Das ist ein Moment. Franziska! Was hast du denn gemeint? Dass wenn man aus dem Rindviech das Lingerl außermetzgert, dass man es dann besonders krass schlacht oder... Und wenn man das Filet ausschneidet, bloß der Pision streicht? Ich weiß nicht! Du sollst das fressen, nicht schnupfen! Boah, das schmeckt eklig. Franziska! Jetzt wird's eklig. Das Doppelkinn, das vermutlich auf dem Ronald McDonald sein Konto geht, ist auch eklig und keiner sagt was. Da ist eine Wurst drin. Ach Ashley, schön zum Singen, dass der Satz, da ist eine Wurst drin, in deinem Alter noch so schön unbedenklich und unschuldig ist. Soll ich da das Würstchen rausbekommen? Franziska! Da steckst jetzt dein Shell rein und saufst das Wurstwasser. Weil um das geht's eigentlich. Bin wieder da. Wieso ist das eigentlich in einem Wasser? Willst du das noch fertig schauen oder sollen wir weiter? Wieso? Ich höre mir bloß wieso! Ich frage mich, wieso Eltern ihren Kindern nicht normale Namen geben können! Ist sehr, sehr luftig. So ein bisschen wie Sahne. Machen wir weiter, das hat ja jeder schon 5000 Mal gesehen. Schnauze jetzt! Kann sich ja jeder selber anschauen. Hoppala, wo drücken ich umeinander? So. Birger, bin ich jetzt mal auf Heiler gegangen, weil der Drui... Oh, shit. Oh, du hättest die... Merci fürs Mitspielen, ich hoffe, du hörst das noch. So, das hat jetzt kurz sein müssen. Entschuldigung, das war absolut asozial, aber... So, jetzt. Jetzt pass auf. Warlock ist Schiffen. Warlock innen. Okay, also pass auf. Hat da schon irgendjemand... Haut's einige... Mr. Powder Beef, merci fürs Mitspielen. Press F for Respect für Powder Beef. Der Druide der Herzen, der hat die Brust spendiert. Im Prinzip. Schauen wir mal, wenn der Kopf droppt, dann vielleicht kann ich es ihm schicken. Schauen wir mal. Und dann kriegt er die Brust. So, jetzt machen wir erstmal, wie viele Leute haben wir noch? Wie viele Leute sind wir noch? Oh, ob wir da noch eine Idee zu wenig sind? Haben wir da eine Idee zu wenig? Haben wir da eine Idee zu wenig? Haben wir nicht noch einen Damage-Dealer, einen guten, einen brutalen? Haben wir nicht noch einen? 328 passt eigentlich. Wir haben genug... Stimmt eigentlich, wir haben genug Gear. Wir haben stark genug, wir haben fake nur Damage. Vor allem das Ding, der Bloody Mike ist brutal. Da haben einen Fake brutal dabei, schon alle über 40. Rechts unten ist es übrigens so die Anzeige, wer wie viel Schaden macht und so, nach Ranking. Da ist genug dabei, das soll jetzt schon passen. Der niedrigste hat jetzt da, schauen wir mal beim letzten Boss, Bruthüterin. Mike kommt auch darauf an, die Leute auf die jetzt machen weniger Schaden, ist ganz klar, weil die nicht die ganze Zeit drauf prügeln und so weiter. Okay, du hast die Gruppen schon aufteilt, habe ich gesehen. Ich fang vorne an. Ich hoffe, ich vergiss nichts. Also, Endboss, Razageth, hat 3 Phasen. Phase 1, spielt sich da herum auf der Plattform ab. Da haben schon sehr viele Marks. Ich weiß jetzt nicht ganz, warum da... Doch, weiß ich schon. Okay. Phase 1. Wir stehen alle direkt vor dem Boss an seinem Maul. Er gibt 3 Spielern, je nach Raidgröße wahrscheinlich, aber wahrscheinlich 3 Spielern, gibt er einen Debuff, dann hat jeder so einen riesengroßen blauer Kreis um sich. Der wird rausgetragen von den 3 Spielern. Das muss schnell gehen. Und zwar eins an das rote, an das blaue und an das weiße Mark. Da bleibt es dann stehen, bis der Timer abläuft und dann verbreitet sich da eine Fläche, aus der läuft es außer wieder zum Boss hin, weil der Schaden machen. Wichtig ist, dass da keine Lücken nicht drin sind, so gut wie es geht, denn der Boss macht dann einen Wind. Der bläst uns alle von sich weg und bläst uns hinten in diese Fläche rein. Und
diese Fläche hält uns auf. Ansonsten fallen wir da hinten vom Rand runter und da kannst du auch nicht dagegen laufen oder sonst irgendwas. Wenn du nicht an dieser Fläche hängen bleibst, bist du tot und bist weg. Das heißt, in Phase 1 darf eigentlich keiner sterben, sonst können wir sofort ablegen. Oder, ja, je nach Gier, je nachdem, wenn 2 Heiler tot sind oder so, können wir ablegen. Das ist einmal das Erste. Dann hat er in Phase 1 einen, ich nenne jetzt einfach einmal einen Laserstrahl, wie der Godzilla, den macht er einfach geradeaus nach vorn. Da nicht drinstehen. Auch der Tank nicht, glaube ich, soweit ich das weiß. Da einfach auf der Seite nach links und nach rechts weglaufen, wenn er den gemacht hat, wieder nach vorne zusammenlaufen, damit man mir das immer wieder, wie soll ich sagen, immer wieder da hertragen können. Also das werden wir ein paar Mal da müssen. Das wiederholt sich immer wieder. Dann kriegen wieder 3 Leute diesen Debuff nach außen an den Rand tragen, wo diese 3 Marks sind. Nochmal Mond, Blau und X. Und wenn er den Wind macht, wieder einblasen lassen, was überhaupt nicht schaut, wenn uns der in diese Flächen einbläst. Das macht unfassbar viel Schaden. Je nachdem jetzt, wir haben auf Normal, wir haben ziemlich viel Gier und so, trotzdem schaut nicht, wenn es da einen Death-Cooldown zieht. Ja, wenn der Wind kommt und er jetzt in der Fläche drin, immer dagegen anlaufen, dass so schnell rauskommt, wie es geht, wieder zum Bossi, dann hört das Blasen auf und dann wieder draufprügeln. Das, glaube ich, ist eigentlich alles. Kriegt er in Phase 1 schon diese blauen Kugeln, die jeder ablegt und selbstständig kicken muss? Nein. Wann kommt das? In Phase 3? Okay, ja, sind auch da. Okay. Das ist die nächste Fähigkeit, die er in Phase 1 noch kann. Jeder kriegt einen Mark. Die kriegt jeder im Raid. Das sind kleine blaue Kreise, die haben so 3 Meter um euch rundum. Da auseinandergehen, da nicht ineinander stehen. Wenn der abläuft, dann legt sie das Ding ab und es spawnt vor euch eine kleine Kugel. Die muss jeder selbstständig kicken. Ich hoffe, jeder weiß, was Kicken ist. Also Unterbrecher, gelangt. Keinen Schaden drauf machen, einfach einen Unterbrecher draufhauen, kicken, dann ist das Ding sofort weg. Haben wir noch einen Druiden dabei? Nein. Der hat einen Roar, der kann die alle auf Arme wegmachen. Also, oder zumindest, was er in Reichweite hat. Jeder selbstständig kicken, dann wieder hin zum Boss, schön vorne in der Mitte sammeln, in die Heilsachen reingehen und damit es ein bisschen einfach wird. Das ist Phase 1. Wenn Phase 1 beendet ist, ich weiß nicht ab wie viel Prozent, der Boss hat 137 Millionen Leben, ungefähr wahrscheinlich ab 75 oder so, keine Ahnung, fängt der Boss an abzuheben und wegzufliegen. Dann teilen wir uns 65% Slatefell, merci dir, dann ist Phase 1 beendet. Dann teilen wir uns in 2 Gruppen auf. Wir haben jetzt da herum 4 Gruppen, aber wir machen 2. Jetzt weiß ich nicht, wie du aufteilt hast, Gruppe 1 und 2 und 3 und 4. Wie hast du das denn aufteilt? Lass mich mal schauen. Da haben wir einen Heiler drin. Da haben wir einen Heiler drin. Da haben wir der Bloody Mike ist jetzt auch Heiler, sage ich das richtig? 1 und 2, 3 und 4. Okay. Dann teilen wir uns in 2 Gruppen auf. Und zwar Gruppe 1 und 2 geht nach links zum lila Mark. Gruppe 3 und 4 geht zum grünen Mark. Ja, da rechts um mich. Da passiert dann Folgendes. Da haben wir ungefähr so 10 Sekunden Zeit dafür. Dann laufen wir alle zu dieser grünen Fläche. Und sammelt euch genau in dieser grünen Fläche. Dann werdet ihr auf die andere Plattform nach rechts umblasen. Und die Gruppe 1 und 2 wird auf die Plattform nach links umblasen. Auf dieser Plattform spawnen im Kreis rundherum Ads. Das sind so Luftelementare. Die werden entweder im Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn, das ist glaube ich eigentlich wurscht, werden die umgebracht, so schnell wie es geht. Wenn sie an den Ads dran seid, spawnen die rund um sich, ich glaube 6 oder 7 noch kleinere Ads, zusammenziehen, unterbrechen, wenn ihr kennt, also auch wieder kicken. Ich habe da einen schönen Massenkick, den wenn ich richtig time, dann haut das ganz gut hin. Auf alle Fälle so schnell umhauen, wie es geht und auf dieser Plattform rundherum laufen, bis alle Ads tot sind, so schnell wie es geht. Während dieser Phase fliegt der Endboss erst immer abwechselnd über die linke Plattform und über die rechte Plattform und lässt so einen Strahl am Boden. Den zieht er einmal, also ich sage mal so 30 Meter breit, direkt über die Plattform drüber. Das seht ihr, bevor er das macht. Das kann ich nicht auch sagen, weil unsere Gruppen halt aufteilt sind. Das muss ja jeder selber regeln. Das seht ihr, wenn ihr jetzt diese Plattform anschaut, da haben lauter so kleine Blitzwolken, die da jetzt nicht auftauchen. Nicht die blauen Swirlies,
sondern die kleinen blauen Blitzis da, die dort auf der ganzen Fläche überall sind. Der kommt, der Endboss, und saugt die ein und in die Richtung, wo er die einsaugt, in die gegenüberliegende Richtung fliegt er geradeaus drüber. Da auf keinen Fall drinstehen, macht sehr viel Schaden und da stirbst wahrscheinlich. Ansonsten hoffe ich, da schaue ich jetzt nicht nach, hast du die Gruppen wahrscheinlich so aufteilt, dass bei jedem ein Heiler dabei ist, ein Tank dabei ist und vielleicht hast du sogar noch geschaut, dass dann Schaden einigermaßen nach Gier aufteilst. Das war ganz geil natürlich. Irgendwas müssen wir porten, das der wir schnell. So, das ist, ich weiß nicht, ob das schon als Phase 2 zu bezeichnen ist, ich denke schon. Wenn dann alle Ads links und rechts auf den Plattformen zusammengeprügelt sind, ist da so ein Teleporter auf jeder Plattform, da geht's dann alle einer. Ihr werdet dann wieder auf die Hauptplattform da oben aufblasen und dann sammelt wir uns wieder bei Blau vorm Boss, da wo wir in Phase 1 schon drauf haben. So, bei Phase 2 stehe ich jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Hat der auf NHC diese Plus-Minus-Phase? Weiß das jemand? Weiß das der Sladefeld zufällig? Sladefeld? Ja, hat er. Hat jeder die Weak-Aura? Hat irgendjemand im Raid Weak Auras nicht installiert? Habe ich nicht vom Raid. Okay. Also, ich weiß, jetzt pass auf, da muss ich kurz überlegen. Passiert Folgendes. Ich glaube, es sind wieder Flächen zum Ablegen wie in Phase 1. Das ist einmal das Erste. Es ist auch wieder die Mechanik dabei, dass ihr diese Kugeln ablegt, die ihr selbstständig kicken müsst. Ein bisschen auseinandergehen, ihr droppt die Kugel, die nach 3, 4, 5 Sekunden kicken wieder hin. Dann kriegt da jeder, das ist ähnlich wie in einem Plus des Thundering, ein Plus und ein Minus. Also eine Kugel oder ein Wirbelsturm über dem Kopf. Und dann müssen sie alle was Plus zu Blau zu X. Was werden Marks gesetzt? Plus zu Blau zu X. Habe ich nicht vom Raid. Nein, unter den Boss. Ihr müsst da direkt vom Boss hin. Kann ich die selber setzen? Jetzt warte mal. Zielmarkierung von Fokus setzen, Beutespezialisierung. Ich weiß gerade nicht, wie soll man das machen? Aber das kalt doch DBM auch, oder? Bin ich mir nicht sicher. Nein, unter den Boss. Wir müssen uns da auf alle Fälle alle ineinander stellen. Alle, die einen Wirbelsturm haben, ineinander, rechts vom Boss, vor seinem Maul. Und alle, die ein Minus haben, also ein blaues Kastel am Kopf haben, ich glaube, das kriegt ja jeder automatisch, seht's dann auch wunderschön, links vom Maul vom Boss. Und DBM macht's auch, ich habe kein DBM installiert, ich habe Bigwigs. Also wenn du jetzt da beim Maul vom Boss schaust, dann haben da zwei so Marks, ja, da ist rot und blau, so Rubine. Dann gehen wir da so, ich sage mal 45 Grad einer, ich hoffe ihr seht meine Maus, da und da. Also rot rechts, blau links, ich hoffe, dass ich es nicht verkacke. Also Minus ist glaube ich X, da kriegst du rot X am Kopf, stellen wir uns alle daher und alle mit einem blauen Kastel am Kopf stellen sie daher. Alle so gut wie es geht ineinander, Damage auf den Boss. Und das war's. Wenn das geil ist, ab einer gewissen Prozentzahl, kommt noch was. Dann fliegt der Boss wieder in T und es spawnt der Ad. Das ist ein großes Luftelementar. Das volle Kanone Damage drauf. Und das schießt, glaube ich, Kugeln von sich weg, dem Ausweicher. Und es spawnt nach einer gewissen Zeit eine Handvoll kleiner Ads ein bisschen weg von ihm. Die müssen so schnell weggemacht werden, wie es geht. Die wollen zum Haupt-Ad hin. Einfach, ich versuche das auch zum sagen, so gut wie ich es irgendwie hinkriege. Ad zusammenprügeln, passt. Wenn das vorbei ist, was? Im P2 geht der Breath über beide Ads da weit. Stimmt. Er fliegt währenddessen wieder und macht wieder diesen Breath, also diese gerade Linie, wo er einfach über die Plattform speibt. Da auf keinen Fall drinstehen. Vielleicht sagt man es ein bisschen wieder, da passiert genau das gleiche wie mit den kleinen Blitzis. Die saugt er zuerst ein, dann sägst von wo er kommt und in die Richtung, wo er da halt schaut, da bläst er um. Da einfach nicht drinstehen. So, und das Allerwichtigste, wo wir ein paar Mal gestorben sind, ich glaube, wenn diese Phase vorbei ist, dann geht er in Phase 3 über. Dann müssen wir uns alle
Ich bin ein bisschen verwirrt, weil das da so schief ist. Da sammeln. Da, oder? Bin ich da richtig? Dann bläst er uns nämlich in die letzte Plattform, in die Endphase. Oder? Ist das richtig? Ich versuche zum sagen, dass alle zum Tank sollen. Nein, ist nicht richtig. Wo ist denn der Teil, wo er uns hinbläst? Wo ist denn das? Auf der anderen Seite, im P2 sind wir auf der 3. Plattform. Ich sehe gerade nicht, wo du hinpingst. Sag ich dir, was ist? Andere Seiten. Also genau gegenüber. Ja, und das werde uns rippen, das sage ich dir, wie es ist, weil das verkackt man. Ganz ehrlich, da werde ich einfach auch sagen, merkt euch das Mark vom Tank, alle zum Tank. Du wirst dann schon hinlaufen, da müssen wir uns so schnell sammeln, wie es geht, und dann bläst er uns auf die letzte Plattform und dann ist eigentlich easy going. Dann steht er in der Mitte, hat nicht mehr viel Leben. Dann wird Kampfrausch gezogen, Kampfrausch nicht zum Start. Und so viel DPS einballert, wie er geht. Das heißt, da geht der Ring langsam zusammen, das ist der Damage-Check. Wenn der ganz zusammen geht, sterben wir alle. Davor muss er sterben. Und es kriegen Leute so einen großen blauen Debuff, mit dem sie aus die Leute außerlaufen müssen. Versuche ich dann auch zu sagen, wenn die Ersten nur einen haben. Und das ist, ich glaube, ich habe nichts vergessen, das ist alles, was er kann. Aber das müssen wir jetzt einfach einmal machen, das wird jetzt eine harte Nuss. Da bin ich jetzt gespannt, das wird richtig zack. Es sind ein paar Leute dabei, die haben ihn noch nicht gesehen oder haben ihn noch nicht gemacht. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Wenn jemand verkackt, scheißt euch nicht in die Hosen. Keine Raid-Anxiety, nothing. Keiner wird euch anmaulen, auch ich nicht. Bin auch beim ersten Mal, weiß ich nicht, bis wir das erste Mal gelegt haben, 25 Mal verreckt, weil ich irgendeinen Scheiß gemacht habe. Weiß das was ist. Als Warlock kannst du den Frontal tanken. Als Warlock kannst du alles. So, also, Flächen sauber ablegen in Phase 1. Dann machen wir nochmal einen Ready-Check. Gruppe 1 und 2 nochmal geht nach links zu lila. Wenn ich es auch sage, Gruppe 3 und 4 geht nach grün. Und ansonsten versuche ich es so gut. Ah, Herr Bayer! Der hebt ab, nix hält ihn am Boden. Er hebt ab, nix hält ihn am Boden. Dafür habe ich da was vorgesungen. Herr Bayer, Entschuldigung, habt ihr übersehen. Merci für den Zwickel. So, wichtigste ist, Fläche, du, Boss in einer Linie einfach. Das sagst du jetzt gleich, wenn es die oben bloßt, was los ist. So, Ready Check, ist jeder anwesend? Ein bisschen erklären muss man, damit jeder... Das ist richtig viel zu merken und der ist ja richtig zack und da, wenn du normal mit ein bisschen schlechtem Gear oder einem weit schlechteren Gear bei vielen einen Scheißtrick machst, dann sind wir tot. Tja, dann sind wir gut. Also nochmal kein Kampfrausch zum Start. Ich zünde Kampfrausch, wenn man brauchen. In der Hoffnung, ich vergieße nicht. So, Pull in 10. Bin ich gespannt, was passiert. Halbier Squad, wenn das First Try wird, dann sage ich Respekt. 5, 4, 3, 2, Konzentration. So, Büssel am Boss vorn hin. DPS reinfahren. Los geht's. Stellt euch in die Heilflächen. Was ist denn das blaue Ding da? So, jetzt kommen die Bomben. In 2. Schön nach außen, hinten an den Rand dran. Jawohl, raus damit. Und ablegen. Wenn ihr abgelegt habt, wieder herkommen. Genau so soll das ausschauen. Brett kommt, raus. Da nicht drinstehen. Oh, ein Heiler ist schon down. Egal, wir machen weiter. Vielleicht haben wir einen Battle-Retz auf den Heiler. Wieder hervorn sammeln. In 7 Sekunden kommt der Wind. Stellt euch alle da hervorn her. Der Block, genau. Dagegen anlaufen und wieder vorn sammeln. Wieder hervorn sammeln, wo wir angefangen haben. Alle wieder zurück. So, Bombe. Sauber ausgetragen zu den Marks. Bisschen länger zusammen, das ist wurscht. Hauptsache da entsteht dann, genau, raus aus dem Scheiß, wieder nach vorn in die Heilflächen einstellen und los geht's. Nach links, Brett kommt. Nicht sterben, wunderbar. Wieder vorn sammeln, vor die Flächen, sonst bloßt ihr euch oben. Vorn sammeln, vor die Flächen sammeln. Sehr schön, da geht. Das hätte mir jetzt selber fast runterblasen. Herzlichen Glückwunsch, Bürger. Mehr Schaden mehr weh. So, ein bisschen auseinander gehen. Das sind die Kugeln. So, ablegen und jeder kickt seine eigene Kugel. Jeder seine eigene Kugel kicken und die Flecken raustragen. Die Kugeln dürfen nicht stehen bleiben. Machen unfassbar viel Raid-Schaden. Sauber vom Boss stehen, der Wind kommt in 10.
Wind kommt in 10. Dagegen anlaufen, wenn nötig ein Def-CD ziehen. Auf Zeiten gehen, Breath kommt. Nicht anblasen lassen, sehr schön. Bombe, wieso liegt denn da noch ein Bomben? Ja. Sauber ausgetragen, Und dann nicht treffen lassen. Sehr schön, wieder ein bisschen zusammen, Ihr müsst jetzt selber ein bisschen... Okay, Gruppe 1 und 2 zu lila, Gruppe 3 und 4 zu grün. Genau ins Mark einstellen, wir werden jetzt auf die anderen Plattformen blasen. 4, 3, 2, 1, Blaseball. Wir sind mal unterwegs, ihr nehmt gleich das erste Ad, das direkt neben euch ist. Big Dick DPS, volle Kanone drauf, es spawnen jetzt gleich Ads rundum. Kicken, wenn es geht, sauber cleaven und rein. Der Blow kommt bei uns. Oh Gott, der wird mich ficken, ich hab nicht aufgepasst. Ja, er bloßt über Plattform, sauber ausweitet. Der kommt gleich zu der anderen Gruppe um mich. Big Dick DPS auf die Ads, macht's die Ads so schnell wie es geht. Ich glaube, das Kicken hat sich erübrigt. Das wird nicht kickbar sein, sage ich dir, wie es ist. Und hier, der Breath ist bei uns. Es leben noch alle, ich bin sehr stolz auf euch. Super gut, super stabil. Das ist die Scheiße, von der ich schmerz. Kickt's die Ads hinten, dass die mitkommen. Kickt's die. Macht's das klar. Sehr schöner Grab, wunderschön. Hab natürlich nicht auf dem Schirm, dass wir einen DK dabei haben. So, schön zusammenziehen. Der Breath kommt zu uns. Moven, ein bisschen wegmoven. Der Breath bläst uns weg. Sehr schön. Da wird jetzt ein paar der Breseln wirken. Na, da nicht. Sehr schön. Ja, wieder Richtung Teleporter. Stehen wir schon genau richtig. Wenn die Ads down sind, auf diesen Teleporter drauf, wir werden wieder zurückgezogen. Wie schaut's bei der... Oh, die anderen waren schneller bei mir. So nicht. So, wir sammeln uns bei Orange. Phase 3 beginnt oder Zwischenphase oder keine Ahnung. So, bis halt 4, Damage auf den Boss. Jetzt muss ich selber schnell. Geht es in 2 Sekunden, geht's weiter. Keine Cooldowns ziehen. So, außer aus den Swirlies, außer aus dem Breath. So, blau links. Blau sammelt sie links. Rot sammelt sie rechts. So genau zusammenstellen, wie es geht. Eventuell Death Cooldown ziehen. Wenn möglich, Death Cooldown ziehen und so viel Schaden auf den Boss, wie es geht, man müsste ihm das Schädel überdreschen. Sehr gut gemacht. Schöne Kuppeln aufgestellt, wunderschön. Ich bin so stolz auf euch, ich flipp innerlich fast aus. So. Einigermaßen zusammenstellen. Oh, Welle, dagegen anlaufen, nicht in die Swirlies rein. Da bläst er uns nicht oben. Mit den Bomben raus aus dem Raid, nicht ineinander stehen. Da wird man geslowt, die habe ich auch vergessen. Sag ich dir, was ist. Ich meine, das waren dieselben Ablageflächen wie Ding. Aber gut, kriegen wir schon. Diese Phasen kommen nochmal. Es kommen Funken, ein bisschen auseinander. Jeder kickt seine eigene Kugel. Keine Kugel bleibt stehen. Sehr schön, super gemacht. Wunderschön. Squad ist stabil, das sehe ich von da. Dagegen anlaufen. Es kommt gleich wieder das Schüttel. Blau sammelt sie beim blauen Mark, rot sammelt sie beim roten Mark. Da wo wir vorher gestanden sind, je nachdem, was du am Kopf hast. Nicht andersrum zusammenlaufen. Bewegung. Eventuell Death Cooldown ziehen. Big Dick DPS auf den Boss. Haut's ihm das Schädel over. Wer low ist, sauft einmal einen Heiltrank. Denkt an den Lutschkiesel vom Hexer. Schön einander stehen. Wunderschön. Das ist so wunderschön. Ich habe noch nie was Schönes gesehen. Gut gemacht. Nicht in die Swirlies drin stehen. Sturmwelle. Jeder geht ein bisschen zurück. Jeder kickt seine eigene Kugel. Sehr schön. Eine Kugel steht noch. Die muss weg. Sehr schön. Gut gemacht. Es kommen Ladungen in 5. Prügelt's über den Haufen. Auseinandergehen, so gut wie es geht. Sehr schön, und wieder zum Boss. Es kommt die Sturmwelle in 2, dagegen anlaufen. Death Cooldowns ziehen, wer low ist. Heiltrank nicht vergessen.
Ich friese mir einen Heiltrank, vielleicht hilft's was. So, wir haben bei 35%. Es kommt das Observationsschild nochmal aufstehen. Blau zu blau, rot zu rot. So schnell wie es geht, prügelt ihm das Schädel runter. Prügelt ihm das Schild ab. Schöne Kuppeln, schöne Kuppeln. Ich liebe DKs. Und nicht nur, falls, weiß ich nicht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, nicht nur auf mich schauen. Ich habe gerade den Eindruck gehabt, ich bin dermaßen overhealed und alle sind wichtig. Alle sind wichtig, dass jeder seine Aufgabe hier erledigt, weil sonst ist die Kacke schwer am Dampf. Es kommt die Sturmwelle in 5, dagegen anlaufen. Kommt gleich. Einfach Richtung Boss laufen. Fight nicht viel. Fight nicht viel. Dann kommt die Ad-Phase mit dem. Jetzt kommt die Ad-Phase mit dem Elementar. Alle einigermaßen mitten, keine Cooldowns mehr auf dem Boss. Hebt euch Cooldowns für die Ads auf. Es kommt ja das große Elementar. Big Dick DPS auf dieses scheiß Elementar. Weg damit. Weg damit. Prügelt's die Scheiße aus diesem Arschloch raus. Aufpassen. Oh, die Blitzdinger, Ausweicher. Gut, das glaube ich brauche ich ganz um. Ein bisschen auf Zeiten gehen. Der Breath kommt, bevor er auf die Plattformen ein bisschen auf Zeiten geht. Ein bisschen auf Zeiten gehen. Hat ein paar erwischt, ist aber keiner tot. Sehr schön. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. So, alle DPS auf diese Ads. Die Ads müssen sterben. Die Ads müssen sterben. Sehr gut, die fallen um wie ein Stückchen Viech. Und wieder zurück aufs große Ad. DPS, DPS, DPS. Riesendrum Schwanz-DPS. Lasst euch nicht von den Blitzkugeln erwischen. Haben wir keine Movement-Mongos. Achtung, der Breath kommt. Moven. Oh shit, ich stehe selber beschissen. Die kleinen Ads killen. Fuck, ich hab keinen Cooldown mehr. Ich hab nur noch. Oh, jetzt wird's eng, jetzt wird's eng. Ich brauche einen Heal. Oh, ich brauche einen Heal. Aber nicht nur ich, alle brauchen einen Heal. Ja, jetzt wird's eng. Noch mehr auf die Ads. Ich wirf die Falle hin, ich probier's zumindest. Ja. Ah, das ist eine zähe Phase. Das ist eine zähe Phase. Schade. Das ist, also ganz ehrlich, es ist fast unmöglich, den First Try zu machen. Das ist auch auf normalen Schwierigkeitsgrad, da wenn du einen Scheiß machst, oder war aber gut gespielt bis dahin. Die war sogar saugut gespielt bis dahin. Er war sogar, ohne Scheiß, er war sogar saugut gespielt bis dahin. An was hat es jetzt da gescheitert? Da hat uns jetzt, was macht denn da auf einmal so viel AE-Schaden? Da kriegt der ganze, bis zu die Ads, saustark. Reppen nicht vergessen, stimmt. Reparieren nicht vergessen, Kinder. Ich lasse mich übrigens von euch aufglauben, ich laber dabei. Wir waren wirklich schon weit. Da kommt nicht mehr viel. Also, da kommt wirklich nicht mehr viel. Das ist die letzte schwierige Phase, ist wahrscheinlich diese Ads. Und dann, weiß ich nicht, ob dann nochmal was dazwischen kommt. Dann bläst er uns auf die andere Plattform. Danke für den Rätz, Herr Idun. Lutschkiesel mitnehmen. Hat er jeder Heiltränke. Du auch 65% Birger. Was? Rap nicht vergessen, du auch 65%. Wo haben wir einen Repot da? Ich war nicht unten. Haben wir einen Repot? Die zweiten Ads an das große Elementar gekommen, das hat uns umgehauen. Okay. Also bei dem Ad passiert Folgendes. Das teleportiert sich über hin und her. Das habt ihr jetzt alle gesehen. Und dann spawnt ein Stückchen wegspawnen die ganzen Kleinen. Und die versuchen zu ihrem Hit zu kommen. Und wenn die da hinkommen, dann macht der so viel Flächenschaden auf uns, dass wir das nicht erpacken. Ganz einfach. Und das hat uns umgebracht. Das heißt, wer slowen kann, ich habe zum Beispiel so einen Kettenschuss, ich weiß gar nicht, ob der was bringt, aber ich habe es probiert, ich glaube schon, dass er was bringt. Slowt die Ads und die müssen umgeklieft werden. Die müssen einfach sterben. Das ist einfach alles und sobald die tot haben, sofort wieder so viel Schaden, wie es geht, auf das große Ding. Einfach nur hin und her. Und ein bisschen aufpassen, weil er sein Breath durchmacht, da darfst du halt nicht drinstehen. So, jetzt. Spar da bitte deine Slow-Falle für die zweiten Ads auf, ist dann Ads 1 und 3. Ich hab
Warte mal schnell. Ich muss kurz in mein Zauberbuch gucken. Wie gesagt, die Single-Target-Skillung habe ich noch nicht so oft gespielt. Da weiß ich nicht auswendig, ob ich die Slowletten am Boden habe. Nö, habe ich nicht. Aber ich hab halt meinen bindenden Schuss und da, wenn die Viecher rauslaufen, dann werden sie zurückgezogen. Dann mache ich das bei den zweiten Kleinen jetzt. Wir machen einfach so viel Schaden, dass die zweiten jetzt gar nicht kommen. So schaut's aus. So. Ohne Scheiß war ein super Try. Ich finde, es ist super sauber gelaufen. Super sauber gelaufen. Und wer immer diese Marks da gestellt hat, mitten unterm Kampf, gibt Triple F ab in den Chat. Bloodlust am Anfang, bist du sicher? Wir waren bei 10 Minuten. Was? Bist du sicher, dass wir so lange... Ja gut, dann probieren wir es halt einmal am Anfang. Ist ja wurscht, dann haben wir schneller aus der Phase raus. Wobei die ersten... Ja, wir nutzen es zweimal. Meinst du, dass wir das zweimal... 9,47. Das hätte ich jetzt wieder übersehen. Gut, dass ich lauter Pros dabei habe. Das ist gut, das ist gut. Jo, dann gibt es einen Ready-Check und dann machen wir dasselbe nochmal in gut. Also, wer einen Slow hat bei den Ads, ich versuche es wieder einigermaßen zu sagen, ist alles nicht ganz einfach, ist alles ein bisschen viel. Und ich hoffe sehr, dass der Stream sich nicht benachteiligt fühlt, weil... Was wir so in diesem Monat auch noch. Ist ja jeder da? Jawohl! Dann darf ich sagen, ich habe mein Buff-Food vergessen und mein Flask. Entschuldigung, die ist ausgelaufen. Entschuldigung. Ansonsten gehe ich schnell aus, sie wandelt mein Set um, komme im 4er-Set-Bonus wieder und ficken allein. So. So, Buff-Food hat jeder drin. Heiltränke oder jeder, Lutschkiesel oder jeder. Nehmen wir noch eine silberne Flask ins Maul. Wer hat kein Flask? Oh. Schau hier. Die gute Hälfte hat Buff-Food drin, die gut mehr als die Hälfte hat eine Flask drin. Bin stolz auf euch, damit die nicht ablaufen. Pull in 10! Und jetzt nochmal in Brutal. Die musst nicht raus. Was? Druck doch einfach auf dein T-Tag drauf, du musst nicht raus. Das weiß ich schon, aber für ins 4er-Set. Nix jetzt, Schuss! Big Dick DPS. Wir sammeln uns vorne am Maul. Und gleich mit Big Dick DPS rein. Was ist denn das für eine komische blaue Fläche da? Ich meine, da darf ich nicht drinstehen. So. Jetzt kommen gleich wieder die Bomben, die werden außen abgelegt. Im Dreieck, bitteschön. Jeder hat das vorher gesehen, da haben jetzt keine Marks mehr unten rauslaufen. Rauslaufen, schön hinterm, oder beziehungsweise vor dem Boss sein Maul ablegen, dass da kein Looker drin ist. Vielleicht ein Self-Healer ein bisschen benutzen. Oh, den habe ich jetzt fast übersehen. Rückstoß in 3. Dagegen anlaufen, gegen den Wind anlaufen und aus dieser Fläche raus. Ja, ich kann noch schnell einen Lutschkiesel mitnehmen, wenn es pressiert. Wieder schön vorne auf einem Haufen sammeln in die Heilflächen rein, damit sie Teil erleichtert werden. An Ludwig aufklauen, wenn es geht. Machen wir jetzt am Anfang noch, damit jeder die Phasen so oft wie es geht mitkriegt und unterspringen kann. Da ein bisschen links laufen, der Breath kommt. Der Rückstoß kommt, dagegen anlaufen, vielleicht einen Death Cooldown ziehen wir mal an, damit er beim nächsten Mal wieder ready ist. Ja, hat jetzt die Heiler ein bisschen lang gefallen. So, wieder vorne am Maul sammeln, bisschen auseinander, jeder kickt seine eigene Kugel. Und dann wieder DPS auf den Boss. Keine Kugel bleibt stehen, sehr schön. Tragt die Sachen aussehen. Und wieder so platzieren, dass er euch in die Flächen einbläst. Au, jetzt sind zwei. Oh, jetzt hat uns der Bresel. Was ist jetzt passiert? Jetzt hat es 2 Leute der Bresel. Können wir eigentlich ablehnen. Haben wir mir Battle-Rätsels? Falls wir mir einen Battle-Rätsel haben, glaubt's einmal, nehme ich auf. Ein Heiler. Glaubt's einmal, ein Heiler auf. So, Gruppe 1 und 2 nach links, Gruppe 3 und 4 nach rechts. Moven. 4, 3, 2, 1. 2, 1. Wir vorher auch gerade. Hab jetzt spät gesagt, ich bin jetzt kein BR. Big Dick Damage aufs Ad. Wir spielen einfach weiter, damit wir es alle mal noch mal gesehen haben und ein bisschen drauf wohnen. Zieht die Ads zusammen, Achtung auf den Breath. Er kommt direkt unter uns, gehen wir ein Stückchen weiter. Er kommt direkt unter uns, gehen wir ein Stückchen weiter. Er kommt direkt unter uns, gehen wir ein Stückchen... Oh. Okay, der killt uns nicht einmal.
Hat er jetzt die andere unsere Plattform ausgelöscht oder die Gegnerplattform? Weiß ich nicht. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Ich stehe komplett behindert. Ich muss da kurz weg. Ich komme gleich wieder hinten rein. Wir spielen mal weiter, so gut wie es geht. Bis wir definitiv wipen. Vorsicht! Breath kommt. Immer auf den Breath schauen, wo er die Wolke mit einzieht, dann weißt du, von wo er kommt. Das ist halt der halbe Raid-Down. Das wird halt wahrscheinlich nichts werden. Aber schauen wir mal. Wer weiß, wer weiß. Ich glaube, ich skille auf meine AI-Skillung weil das da sauber zu lang dauert. Das ist... Achtung, weiterlaufen. Oh Gott, das fickt mich. Ich fürchte, das fickt mich gerade nicht mehr. So, wenn die jetzt alle down sind, in den Teleporter rein. Ist die zweite Plattform überhaupt noch am Leben oder haben wir gleichzeitig gestorben? Achtung, der Break. Den habe ich jetzt selber nicht gesehen. Gut, offensichtlich stehen da hinten nur Leute. Ihr könnt einmal von der Plattform, wenn da irgendjemand lebt, umkommen und uns da beim Zusammenhauen helfen. Ihr könnt euch da auch runterporten, geht's schnell. So, Abflug. Haben wir überhaupt noch genug? Ich hab keine Ahnung. Probieren wir's, scheiß drauf. Wir schaffen die Endphase nicht. Zwischenphase 1 vorbei. So, wieder vor dem Boss zusammen. Haben wir noch einen Heiler am Leben? Ja. Vor dem Boss zusammen. Wir spielen es jetzt einfach runter, damit es ja jeder sieht. Ich hoffe, die Leute im Stream sehen es. Du bist halt dran gewohnt, warum nicht? So, zusammenstehen. Die richtigen Leute zusammenstehen. Rot alle zu mir, blau zu blau. Rot, oh. Ja, gut. Zack. Das ist halt ein bisschen... Das ist halt schwierig. Wir sollen dem das Schädel überhauen zu dritt. Ja, prügelt mir einfach mal ein. Schauen wir mal, was passiert. Ja, bin tot. Ja, das kannst du vergessen. Da feiert einfach der Schaden des Schädel muss früher runter. Ja, da war ein wenig ein Chaos. War ein wenig... Probieren wir nochmal in sauber. Wir haben auch schon, man muss auch sagen, wir haben seit über 3 Stunden unterwegs, da lässt auch irgendwann Konzentration nach, sag ich dir, das ist. Geht auch keine Welt unter, wenn man nicht länger. Slave, hey! Magst du jetzt du einmal sterben da, oder was ist denn mit dir? Die verdammten Demon Hunter Tanks, die wollen aber nicht verrecken, das ist ein Wahnsinn. Tanken einen Endboss einfach allein. So, freilass, ich lass ausnahmsweise auch mal frei und laufe mal, damit ich auch mal was tue für mein Geld. Und dann wird einmal rein repariert, der Scheißdreck verkauft. Los geht's. Schauen wir wieder um. Der Nemi muss raus, muss um 5 wieder raus. Das ist natürlich ärgerlich. Da geht nämlich einer unserer Heiler. Sollen wir es mit 2 Heiler probieren? Bringt's das noch? Nemi! Schamane der Herzen, du bist wirklich so lange da bleiben, wo du um 5 Uhr ausziehen musst. Schau, dass du Land gewinnst. Merci fürs Mitspielen, merci fürs Heilen, merci fürs Mitspielen. Küsschen aufs Nüsschen, schlafen Sie gut. Press F for Respect für Nimi, Schamane der Herzen. Kämmer, dann gehe ich auf Holy. 228 sollte gehen. Der Nemi ist jetzt raus, jetzt haben wir 228. Probieren wir das einmal so. Wer genau ist denn jetzt eigentlich noch Heiler? Ich muss jetzt einmal schnell schauen. Der Bloody Mike, ja, du bist der mit dem 411er Gearscar, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und der Idun. Wie gut ist denn der Idun beieinander? Da muss ich jetzt einmal schnell lurren. 381. Das ist halt ein bisschen... Der 381er, das wenn halt auch so ein Host Gear hätte. Und ich glaube, das klang halt ums Arschlecken nicht. Sollen wir es probieren? Irgendwie überfordert mich das heute, aber schöne Viecherl gibt's da. Ja. Willst nicht? Was? Willst nicht? Lag los? Ich glaub schon, hab die beiden Healer tauscht. Ich bin verwirrt. Probierst du das, dann spürst du das. Ist kein Heiler mehr im Chat. Ja, wir haben schon... Probieren wir es so.
Probieren wir es einfach einmal so. Wir werden schon sehen. Liebe Heiler, lasst uns wissen, wenn's nicht geht. Ja? Wovon ich jetzt ehrlich gesagt einmal ein bisschen ausgehe. Aber der 408er Priester kompensiert den 381er Priester vielleicht ein bisschen. Ich hätte noch gerne einen Druiden noch dabei. Der Druide ist so brutal, das ist Wahnsinn. So, nach wie vor. Gruppe 1 und 2 geht nach links, Gruppe 3 und 4 geht nach rechts. Ich skill jetzt auf Multitarget. Bin ich auf Multitarget? Wenn ich fortfahrt, gehe dann... Hä? Was für Änderungen? Besoffen. Weiter. Ich gehe jetzt mal Multitarget, damit diese scheiß Elementare schneller verrecken, auch die Kleinen. Und dann habe ich auch 2 Slows und nicht bloß einen. Habe ein bisschen weniger DPS auf dem Boss Single Target, aber nicht viel. Bisschen was. So, Lutschkiesel einsammeln, Bufffood fressen. Ready check. Ist jeder da? Ich glaube ja. Ich versuche mich wieder ein bisschen besser aufs Ansagen, früh genug Ansagen zu konzentrieren. So. Dann da dieser. Bufffood ist im Maul, Flask ist drin. Ich pull in 10. Let's have a good try. Fünf, 4, 3, 2, 1. So. 4 ans Bossmaul. 4 ans Bossmaul. Immer schön zusammenlaufen da hier vorne. Schaut überhaupt nicht. Es kommen die Bomben in 3. Schön ausgetragen an den Rand. Wer den Buff kriegt. Die Buff kriegt. Bomben. Ich bin nur auslaufen mit den Bomben. Auslaufen mit den Bomben. Schneller, 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 schneller. Das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Oh, auf den Breath aufpassen. Dann kommt der Rückstoß. Platziert euch so vor dem Boss, dass er euch hinten in die Fläche einbläst. Dass er euch in die Fläche reinbläst und dagegen anlaufen. Dagegen anlaufen. So, wieder vorn. Gerade vor dem Boss zusammen. Alle auf ein Heifel, damit sie Teile erleichtert werden. Alle vorn zusammen. Bomben raustragen. Bomben raustragen, so schnell wie es geht. Nicht überlappen. Die Leute, die Bomben im Gesicht haben. Sehr schön. Und wieder in einer Kugel vorn zusammen. Achtung, Breath auf die Seiten laufen. Der Rückstoß kommt gleich kurz drauf. Lasst euch hinten in die Fläche reinblasen. Rückstoß Ink, Rückstoß kommt. Und dann wieder vorn zusammenlaufen, damit sie einfach Teile erleichtert werden. Der Ludwig ist down, der Mauler gar, haben wir schon wieder 2 DPS wahrscheinlich. Glaub nicht. Auseinander, die Kugeln, jeder kickt seine Kugel, jeder kickt seine Kugel, jeder kickt seine Kugel. Bomben draußen gleichzeitig ablegen. Ja, das ist ein sauber 2 Damage für 2 Heiler, das geht einfach nicht. Rückstoß kommt, danach kommt gleich der Breath. Rauslaufen aus dieser Fläche, rauslaufen aus der Fläche und dann nicht an seinem Maul stehen, seitlich leicht, nicht vom Breath erwischen lassen. Sehr schön. Sehr schönes Ding. Bisschen jetzt dann auch raus. Bomben raustragen, Bomben raustragen, Bomben raustragen. Da wird es jetzt ein bisschen kompliziert. Bitte so hinstellen. Lutschkiesel fressen, wenn es ist. Kugel selbstständig kicken. Kurz drauf kommt sofort der Rückstoß. Kurz drauf kommt der Rückstoß, platziert euch so, dass es in die Fläche blasen wird. So platzieren, dass es in die Fläche blasen wird und dagegen anlaufen. Vielleicht einmal einen Death Cooldown zünden. So, Gruppe 1 und 2 nach links, Gruppe 3 und 4 nach rechts. Zerdrehen jetzt die Ads so schnell wie es könnt. Passt auf den Breath auf, von wo er kommt. Kriegen wir schon hin. 2 Leute sind down. 4, 3, 2, 1. Aber schauen wir mal. Haben 2 DDs und 2 richtig gute, leider Gottes auch noch. Und ja, so. Big Dick Damage auf das Ad. Schauen, wo der Breath kommt. Der Breath kommt gerade beim Gegner. So. Machen wir mal. Scheiße, mir gefällt das nicht. Ein bisschen moven. Bisschen moven, bisschen moven. Der Breath kommt. Macht's die jetzt weg und gleich zum nächsten.
Nächste Ad. Der Brett darf halt gleich wieder zu uns kommen. Brett kommt. Müssen wir ein bisschen... Ich habe jetzt keine Ahnung von wo, also kommt der Drecksack. Ja, natürlich direkt in mir. Hat er nicht gesagt, was? Geht schon. Macht's die jetzt weg, Und zum letzten Ad. Der bloßt wieder, der bloßt da jetzt mal direkt aufs Ad, der Drecksack. DPS aufs Ad, DPS aufs Ad, DPS aufs Ad. Schön reinkleaven. Schauen, dass wir es zusammenstellen. Wer kicken kann. Random kicken. Bisschen moven. Der Breath kommt. Nicht drinstehen. So, unser Ad ist gleich down. Dann in den Teleporter rein. Die anderen sind so viel schneller wie mir. So, wir sammeln uns wieder vorn bei Rot und Blau. Achtung, nächste Phase. Wir kriegen wieder diesen blauen und roten Debuff. Und wir sammeln uns in diesen Flächen. Bomben raustragen. Und los geht's. Das erste, was kommt, ist das Schädel. Blau zu blau, rot zu rot. Links und rechts von seinem Maul. Oh, das ist die Welle. Blau nach links, rot nach rechts und DPS. DPS eventuell Def Cooldowns ziehen, dass wir nicht so viel Schaden fressen. Sehr gut. Ich liebe diese Kuppel. Das ist eine richtig schöne Kuppel. Da kriegt man übrigens weniger Schaden drin für die Leute, die zuschauen. Keine Ahnung, vielleicht interessiert es euch. So, vielleicht wieder ein bisschen zusammengehen, damit sie Teile erleichtert werden. Bis sie zwischen den zwei Marks zusammengehen, damit sie Teile erleichtert werden. Ich weiß nicht, Hälfte ist die Priester, was ich weiß, zum ehrlich zu sein. So wieder was ist. Gegen die Welle anlaufen. Es kommen gleich wieder Ladungen, ein bisschen auseinander gehen. Jeder kickt seine eigene... Oh, nein, das ist was anderes. Auseinander, nicht ineinander stehen. Ich weiß nicht, warum. Wieder ein bisschen in der Mitte sammeln. Heiltrank saufen, wer nicht kann. Jeder kickt seine eigene Kugel. Sehr schön, da darf keine Kugel übrig bleiben. Sammeln wir uns ein bisschen zwischen Rot und Blau. Sammeln zwischen Rot und Blau. Es kommt das Schädel, Blau zu Blau, Rot zu Rot. Rot nach rechts, Blau nach links. Moven. Je schneller, desto besser. Alle beieinander, Damage auf den Boss. Haut's ihm das Schädel over. 30%. Def Cooldown ziehen wir mal haben. So. Es kommen wieder die Funken. Bin mir gar nicht sicher, was es ist. Ich glaube, ich habe die Kugeln, die wir kicken müssen, ein bisschen auseinander. Nicht zu weit, damit ihr nicht so weit moven müsst. Jeder kickt seine eigene Kugel. Sehr schön. Das ist schnell gegangen. Wieder sammeln zwischen Rot und Blau. Es kommen Ladungen. Raus damit aus dem Raid. Mit den großen blauen Debuffs. Raus aus dem Raid. Der Rest läuft dagegen. Der Rest ein bisschen dagegen und rauslaufen, wenn möglich. Und wieder sammeln zwischen Rot und Blau. Wieder ein bisschen sammeln zwischen Rot und Blau. Das ist das nächste, was kommt. Außer wir haben vorher schnell oben. Die Welle kommt, dagegen anlaufen. Das glaube ich, kriegt jeder selber hin. Haben wir. Oh. Tank ist down. Fuck. Da weiß ich jetzt auch nicht, was wir damit anstellen. Ein bisschen zwischen Rot und Blau sammeln. Ein bisschen zwischen dem Rot und dem blauen Mark sammeln. Rot zu Rot, Blau zu Blau. Haut's ihm das Schädel runter. Ob das möglich ist überhaupt, bin ich jetzt auch gespannt. Da sind ein Haufen Leute da. Schöne Kuppeln, wunderzauberhaft. Wer einen Def Cooldown hat, erst ziehen, wenn die Kuppel weg ist. Ich hab keinen Heiltrank mehr und nix. Sehr schön. Wieder ein bisschen sammeln zwischen den Dingen. Nächste Phase. Ad-Phase. Achtung, wir sind wieder in der Ad-Phase. Wenn wir einen BR haben, einen Tank reviven, wenn wir einen haben. DPS aufs Ad.
DPS aufs Ad. Das teleportiert sich jetzt dann gleich nach links. Und dann Full DPS auf die Viecher. Achtung, nicht im Breath stehen. Nicht im Breath stehen. Das ist der Breath. Wieder ohne. Wer einen Slow haut, reinhauen. Und ja, und wieder aufs Ad. Und wieder zurück aufs große Ad. Und wieder zurück aufs große Ad. Haut seine Cooldowns ein, DPS, lasst euch nicht von den blauen Dinger treffen. Kriegt sie. Haben wir schon wieder sehr, sehr schön gespielt. Achtung, Ads kommen gleich wieder. Ads und Breath kommt. Ich hau meinen Pfeil rein, in der Hoffnung, er funktioniert. Scheiße, das habe ich mich vom Breath erwischen lassen. Haut's die Ads zusammen. Die kleinen Ads müssen sterben, bevor sie toten sind. DPS auf das Große. DPS auf das Große. DPS auf das Große, nicht nur mehr kleine Ads kommen lassen. Fuck. Was macht denn da so viel Schaden? Was macht denn da dann so viel Schaden? Das ist krass. Das darf man, glaube ich, leicht schaffen. Ja, ist noch nicht gut. Macht's noch weiter. Konzentriert runterspringen. Der Teleport kommt im 5, haut es tot. 20.000, Ad ist down. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, was passiert. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was passiert. Alle zum orangen Mark. Alle zum orangen Mark. Alle zum orangen Mark. Und das ist die letzte Phase. Das wäre die letzte Phase. Wir waren so kurz davor. So kurz. Full DPS, Leute. Wer einen Kampfrausch hat, Kampfrausch rein. Außen rundum macht sich der blaue Kreis kleiner. Wenn wir nur einen Battle Rate haben, dann rein. Es kommt der Einschlag in 1. Ich weiß nicht, was das ist. Das sehen wir jetzt gleich. Das ist die letzte Phase. Hat noch 38 Millionen. Das schaffen es. 1, 2, 3. 3 DDs. Das schaffen es nicht. Wer weiß. Der Atem kommt. Dagegen anlaufen. Glaube ich. Nein, das ist einfach nur, das ist der fette Breath, einfach nicht drinstehen. Es kommen Ladungen, die, glaube ich, kein raustragen aus dem Raid. Ja, entfernt sich, lauft's auseinander. Der Kreis wird immer kleiner. Es kommt der Einschlag. Was ist denn der Einschlag? Was ist denn der scheiß Einschlag? Das ist auch bloß ein Breath, keine Ahnung. Kommt der Sturmwelle. Ja, und da müssen einfach alle Leute leben. Da müssen einfach alle Leute leben, damit der Schaden ausreicht. Schade. Ja, der ist schon, den darf man schon hinkriegen. Aber für das, dass man das erste Mal zusammenspielt, läuft das super. Aber jetzt machen wir ein bisschen zu viel Schaden einfach. Ich weiß nicht, wie wir das kompensieren. Das ist so krass, wie viel der Tank da. Heiler brauchen wir. Ja. Haben wir noch einen Heiler irgendwo im Chat? Wir brauchen noch einen Heiler. So wie das ist, dann schaffen wir. Haben wir noch einen Heiler? Druid-Heiler war er schon gewandt, der war gescheit gewandt, ja. Ich kann natürlich. Soll ich auf den Norbert umloggen? Nein, das bringt mir ja nichts, ich möchte ja den scheiß Kopf haben und für den bin ich ja gekommen. Zeit gestorben, freigeben. Ist noch einer da. Der will auf der Raid. Super gut. Ohne Scheiß nochmal. Das ist super sauber runtergelaufen, aber wir kriegen das Ad nicht schnell genug down und haben ein Stückel zu wenig Heal. Wir in der Gilde haben 4 Heiler im Raid. Ist noch einer da? War das eine Frage? Jesse, war das eine Frage oder? Oh, ich hab schon wieder nicht aufgepasst. Danke für den Rätsel. Wir haben schon mit Buff-Food ins Maul. Man kann auch einen Heiler in-game suchen. Ich mag keine Randoms haben. Ich will sie nicht haben. Der Drecksack liegt heute noch am Bonund. Wir werden da nur einen Heiler zusammenkriegen. Ein Heal und ein DD wäre noch geil. Jessica schreibt, ja. Wir können die impfen. Tell me the names. Einer mit denen. Wenn das Bekannte von euch sind, dann ist das... Also, da ist keiner online. So, last try für mich, dann muss ich auch ins Bett. Herr Ludwig, das ist vollkommen in Ordnung. Ich hätte nämlich sowieso auch gesagt, das ist der letzte Try jetzt. Wir haben seit, wie lange bin ich jetzt online? Seit fast 4 Stunden. Das ist anstrengend, Leute. Ob du es glaubst oder nicht.
Heute stirbt der Boss nicht mehr, vielleicht stirbt er schon noch. Was kann man uns da ausdenken? Was könnten wir uns da ausdenken? Na, nicht Gruppe finden. Gruppe erstellen. Also heute stirbt der Boss nicht mehr, aber es 25 BR in P1 ist nicht geil. Ja, das stimmt. Also, wenn jetzt jemand stirbt in der Phase 1, keine BRs, ehrlich gesagt auch nicht in Phase 2. Frühestens in Phase 2, wenn das große Elementar da ist, oder dann in der letzten. Es ist eine super Sache mit euch. Vielen Dank vorab fürs Mitnehmen. Phase 1. Nichts zu danken. Wenn du eine Group aufmachen willst, kannst du mir ein Lied geben. Such mal einen Druidenheiler. Was anderes nehmen. Wir nehmen nur einen Druidenheiler. Was anderes nehmen wir nicht. Das der wir jetzt nicht. Mit der Gefahr, dass uns der irgendein Item wegrollt. Nein, ich sag das, wie es ist. Ein fremder Druide rollt mir meinen Kopf weg. Ich garantiere es dir. Ich will keine fremden Leute hören, weil dann reiße ich meinen PC ab, das schwöre. If you know what I mean. Wir werden doch dann ich frage gerade einen Kumpel. Jessica fragt gerade einen Kumpel. Das sitzt mein Haus, die Zeit haben wir jetzt auch noch. Shadow Priest konnte die anbieten und nein, ich kann nicht heilen. Das war jetzt die erste Frage gewesen. Was hast du für ein Item-Level? Ein Heibiert, was haben wir denn für ein Item-Level auf dem Shadow Priest? Wenn du der ultra brutaler bist, du die einer. Bei DPS, Big Dick DPS, kann man immer brauchen. Wenn du overpowered bist im Vergleich zu normal. $284. Ich hätte jetzt gehofft, da kommt irgendwas mit 402 oder so. 384 erst. 384. Nein, es tut mir leid. Das ist eher so, es ist fast wurscht, ob du da bist oder nicht. Terry, jetzt bin ich auch doch nach der Spätschicht. Ich frage für einen Freund, was wird das, wenn es fertig ist? Herr Patrick, das erklärt er jetzt nicht nochmal. Wir haben jetzt da einen 4 Stunden langen Stream. Und bevor ich erkläre, was wir mir da deren nochmal, hau ich mir lieber einen rostigen Nagel ins Knie. Jessica schreibt aber, sorry, der antwortet nicht. Jessica, du bist nicht gerade im Raid. Bist du Heiler? Wir brauchen einen Heiler. Ohne Heiler, glaube ich, brauchen wir es nicht nochmal probieren. Oder ein Tank, dann macht er die Idee mit, was hat er für einen Gearscore benannt, mit 411. Das war halt auch brutal. Haben wir einen Tank oder einen Heiler? Ach, du bist Nivitri, jetzt. Du kannst gern Ingame-Chat schauen, da schaue ich genauso. Servus, ich kann mitkommen, ich bin ein Warrior und hab 470er GS. Manu, wie heißt du Ingame? Einer mit dir. Also, alles über 405 wird an die Ideen wird jetzt blind eingeladen, was da im Chat ist. Manu, wie heißt du Ingame, wenn du online bist? Pass auf, ich gebe mal am Sledfeld nochmal schnell Lead. Pass auf, wir können die Schlachtzugleiter befördern. Machen wir bitte schnell nochmal eine Schlachtzugsgruppe auf mit Birger Community Raid. Yoshaki, was ist Yoshaki? Was ist Yoshaki? Natürlich nicht, deswegen würde ich den auf dem letzten Try nicht machen wollen. Was? Ach, Yoshaki, was soll denn das wieder schreiben mit diesem komischen O? Warte mal. Und was für ein Realm? Oder du drückst auf I, drückst im Schlachtzug Gruppe suchen, gibst oben in der Suche Birger ein. Oder warte, ich kann es vielleicht auch so. Invite Yoshaki Blackhand. Na, findet er nicht. Invite Yoshaki. Na, finde ich nicht. Sicher, dass diese Sonderzeichen alle. Blackhand ist aber nicht online. Bist du schon online? Eine mit dir in-game, wir porten die her, haben eine Hexerin da. Die port die mit Liebe her. Ich habe Schlafstörungen, deswegen frage ich. Cannot find player Yoshaki.
Also bei mir, ja, nicht auffindbar. Ich weiß nicht, ob das heißt, er ist nicht online oder ob das realmübergreifend funktioniert oder nicht. Ich weiß das nicht. Haben wir mir mittlerweile, ja, da ist er eingeladen, ist schon drin. Port's mal bitte einen Yoshaki einer. Very nice, very good, very nice. Wer ist denn der Mindside? 381, weg damit, mag ich nicht haben. Ja, also wir fangen jetzt nicht mehr mit 380er irgendwas an. Wenn jemand noch die Idee rein will, dann wirklich nur Big Dick Scheiße 400 aufwärts oder am besten 405 aufwärts. Jetzt haben wir 229. Wir brauchen noch einen Heiler. Wir brauchen noch einen Heiler. Wie werden wir doch einen Heiler finden? Das gibt's ja nicht. Was gibt's nur für einen Heiler, der mir nicht mit meinem Set-Teil auf den Sack geht? Sollen wir noch mal einen Shami einladen? Alles außer einen Druiden und einen Magier. Sag ich dir, was ist. Gibt nur eine Hexe, gell? Sonst komme ich mit dem Besen vorbei und hau wieder mit. Bei mir ist auch keiner mehr online. Muten. Der ist selber irgendwo. Senji ist auch irgendwo. Die machen halt den Plus. Und die haben so overpowered, dass es total lächerlich ist. Evoker war da geil. Ja, einen Evoker kann man auch mitnehmen, richtig. Das sind die neue Drachenheiler. Mein Traktier-Heiler ist vor 10 Minuten auf. Verdammt! Das gibt's ja nicht. Das sitzen wir mir jetzt aus. Schauen wir mal. Weißt du, was wir jetzt lernen? Also ich glaube, im Chat meldet sich keiner mehr. Nennen mal bitte die Schlachtzugsgruppe um in Need One Heal. Razageth. Last Boss, keine Ahnung. Irgendwie so. Bitte. Pass auf. Ein Gruß, bitteschön, Dankeschön. So. Und wir nehmen glaube ich, jeden Heiler mit, außer einen Druiden. Das hilft jetzt nicht, das hilft jetzt nicht. Hilft nicht. Dann ist zwar die Wahrscheinlichkeit so gut wie bei 0, dass mir der Kopf jetzt da droppt. Wenn man schaffen, aber gut. Schau, das müssen wir jetzt aussetzen. Also für alle, die überhaupt nicht mitkommen. Wir melden jetzt da unsere Gruppen an. Da sieht man oben, wie unsere Gruppen heißt. Und das sehen jetzt alle anderen Spieler. Also weltweit, wenn man so will. Und die können sich jetzt für unsere Gruppen im Prinzip bewerben. Da sehen wir mir, was sind Heiler. Wenn es kein Heiler ist, dann wird er gleich wieder rausgeworfen. Und was für ein Gearscore, also was für ein Item-Level das er hat, wie stark das er ist. Und schauen wir mal. Natürlich ist er Druide im Tool. Du sind super, ich hab ja selber einen. Ich hab ja selber einen Heal-Druiden, ich sag das, wie es ist. Aber den lassen wir aussitzen. Wir nehmen alles außer einen Druiden, ich sag das, wie es ist. Leider spiele ich seit ein paar Jahren nicht mehr, sonst wäre die Heiler gewinnen. Ah, Fox McCloud. Lad ein! Der klaut mir meinen Kopf, ich sag das, wie es ist. Ja, scheiß drauf! Laden ein! Tu noch einer! Gruppensuche zu, los geht's! Wen haben wir da? Einer mit dem Diving. Was, I'm here? Wie, I'm here? Ja, port mir den Grippe mal. Port mir den Grippe mal. Jetzt muss man dem auf Englisch erklären, was er zum Tor hat. Was, der hat schon einen Kopf. Hast du das gesehen? Hast du das schon wieder gesehen? Haben wir einen Airport, den Grippe? Ist er da oder was? Sylvanas Klageweib? Was tut denn das da? I do, I kill her. Oh Gott, was haben wir da wieder für einen Spacko dabei? Warte mal, mit dem muss ich jetzt schnell schreiben. You know the boss. So, in welche Gruppen steckt man den eine? Den lassen wir in Gruppe 1 drin. Yoshaki, der macht schon Heiler, oder? Was macht denn der? Wo ist denn der? Na, nicht der Yoshaki, wo ist denn? Wie hat denn der Trottel jetzt geheißen, den wir eingeladen haben? Wo ist er? Da ist er. Gruppe 1 und 2, ja. Okay. Bist du ein Preis? Wir maulen wir nicht leider. Schluss damit, sofort. Rezur, you know the boss. Wo muss denn ich hin? Nach rechts oder links? Yoshaki, du bist Gruppe 4, du musst nach rechts. Gruppe 3 und 4 rechts, Gruppe 1 und 2 links.
Der antwortet halt auch nicht. Was ist denn mit dem? Nur den Rest muss er wissen. Das werden wir jetzt gleich sehen, sonst fliegt er noch am ersten Try gleich wieder aussehen und fertig aus. Kann der, machen wir mal so, Ready Check. Der soll ja bloß in Gruppen einheilen. Den carryt man schon da hin, was weiß ich. Wolltest du nicht um 23 schlafen? Ich eigentlich auch, aber das hat sich jetzt erledigt. Alle sind bereit. Pull in 10. So, ich spiele jetzt sauber runter. 1, 2 Tries machen wir noch. Schauen wir mal, was passiert. Oder schauen wir mal, wie das jetzt läuft. Achtung, los geht's. Konzentration, Gas. Pull in 10. 5, 4, 3, 2, 1. Sauber vorn am Maul sein. Das Zeitalter der Inkarnationen beginnt. Bisschen auf dem Haufen bleiben. Bisschen auf dem Haufen vorn bleiben. Bisschen auf dem Haufen vorn bleiben. Es kommen gleich Bomben. Sauber hinten ablegen. Sauber hinten ablegen, damit die anderen da reinreisen können. Beim Ablegen sofort rauslaufen, sonst macht es unnötig viel Schaden. Und ich nehme jetzt ausnahmsweise den BR an. Auch nur, weil es ich bin. Sag ich dir, was ist. So. Bombe auf Bau, natürlich wieder auf mir. Ist ja eh ganz klar. Ist ja eh ganz klar. Legst das Teil ab. Sehr schön. So. Einhalten ins Vieh, stellt sich ins Druidending. Alle auf einen Haufen, raus aus dem Breath, in dem ich gerade gestorben bin. Natürlich lasse ich mich betäuben. Ist ja sowieso klar. Vor die Flächen aufstehen, lasst euch einblasen und sauber dagegen anlaufen. Sauber dagegen anlaufen, sauber dagegen anlaufen. Sehr schön. Sehr schön. Wieder sammeln, damit sie Teile ein bisschen leichter werden. Passt. Es kommen Bomben. Bis halt zurück. Jeder kickt seine Bombe. Jeder kickt seine eigene Bombe. Keine bleibt stehen. Bomben raustragen. Bomben raus, da bleibt hinten eine Explosion stehen. Bomben raustragen, Bomben raustragen, Bomben raustragen. Ah, das ist, sobald du da einen dabei hast, der nicht tut, was macht ist. Niemand von uns hat die Bomben da hingelegt. Da bin ich mir 100%ig sicher. Dass das der Neue war. Seitlich, ja, jetzt stehe ich in der Scheiße da drin, ist ja klar. Bombe auf Bau, raus damit. Okay. Gruppe 1 und 2 nach links, Gruppe 3 und 4 nach rechts. Elementare Prügel. Der ist jetzt erstaunlich schnell umgefallen, aber es haben leider 3 Leute out, inklusive ein Heiler. 4, 3, 2, 1. So, Damage auf die Ads, Damage auf die Ads. Da spawnen jetzt gleich wieder welche rundherum. Achtung vom Breath. Wie rum gehen wir nicht? Ich kenne mich nicht aus. Der Tank geht über die Gegneranzeiger sind. Hab schon verstanden. Was tut der Drache? Breath kommt. Breath kommt. Macht die kleine Elementare weg. Wir stehen wir safe. Schaut gut aus. Laufen wir gleich weiter. Random kicken, wenn es irgendwie möglich ist. Passt. Gehen wir weiter. Und den letzten. Achtung, der Breath kommt, der ist relativ nah. Big Dick DPS. Ich schmatze wie vom Big Dick DPS und zerreiß selber einen Scheißdreck. Merke ich gerade. Jawohl, einen in den Teleporter zurück. Wenn wir mir einen Battler jetzt haben, dann holen wir mir einen jetzt ist der Tank down, fuck. Na, die haben zu wenig Damage da drüben. Porten wir uns um. Was ist denn da hinten los? Was ist denn da jetzt passiert? Was zur Hölle ist denn da jetzt passiert? Ich gehe beim nächsten Try auf die andere Seite. Yoshaki,
Ja. Ja, also gute Idee. Yoshaki, wo bist denn du? Du bist da. Ich zieh dich in Gruppen 4 um mich. Geht das da wieder nicht? Warum geht denn das da wieder nicht? Yoshaki. Ich zieh dich in Gruppe 4. Oder so. Und so. Ja. Alphons mit Shotgun! Servus! Aber zu später Stunde. Schluss mit Donations. Ja, da haben sie halt leider super zusammengerissen. Bin ich fast ein bisschen stolz auf euch. Alphons mit Shotgun. Küsschen aufs Nüsschen. So, nochmal. Bitte drauf schauen, diese Flächen rauszutragen. Wenn du diesen Debuff kriegst. Es ist 100-mal wichtiger. Scheiß drauf, ob du deine 5 DPS mehr machst oder nicht. Trag die Fläche raus, weil der Raid sonst verreckt. Jetzt haben wir einen Heiler mehrer und einen richtig guten DD mehrer. Einen richtig guten DD mehrer, sehe ich gerade. Die 2 Krieger haben voll on fire. Muss schon gehen. Kriegen wir schon hin. Bufffoot ins Maul. Or try geht noch. Alphons, merci für den Zähnen. So, machen wir Ready-Check. Velinara ist noch nicht ready. Ist ready. Pulling 10. Da der wir jetzt nicht mehr lange umeinander, den haben wir jetzt oft genug gesehen, dass wir ihn hinkriegen. Ich versuche es besser so zum Sagen und ich versuche auch selber nicht zum Sterben nach Möglichkeit. Schön davor steht, auf dem Haufen steht, der Druiden-Heal ist auf dem Haufen. Brutal. Kampfrausch zum Start. Volle Kanone rein. Volle Kanone rein. Es kommen die Bomben in 7. Bitte raustragen. Raus an den Rand, damit uns die Fläche, damit er uns da reinblasen kann. Zurück aus, ich gehe ein bisschen rechts. Machen wir so. Sehr schönes Ding. Wunderschön. Der Breath kommt. Seitlich geh, raus aus dem Breath. Ich möchte niemanden in den Breath. Sulfuras! Der Breath! Wieder zusammenstehen vor die Flächen, einigermaßen zusammen. Warum der Druiden-Healer kein Ding am Boden legt, das weiß wahrscheinlich nicht mal er selbst. So, außerlaufen, wunderschön. Wieder hervorn sammeln. Bisschen zusammen. Es kommen die Bomben, raustragen. Raus damit, raus damit, raus damit. Nicht stehen bleiben. Raus damit, raus damit, raus damit. Eine wird ganz woanders hintragen, das ist aber nicht schlimm. Positioniert euch so, dass der Drache euch da reinbläst. Raus aus dem Breath. Ich möchte keinen da drin. Moloch. Hab's genau gesehen. Und der Idu hätte es auch fast gehabt. So, der ging anlaufen, mit dem wir trotzdem weiter. Mit dem wir weiter. Keine Battle-Rätsel verschwenden. Was ist denn jetzt passiert? Die Elemente. Was ist denn jetzt? Ist schon wieder vorbei. Ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Oh, Bombe auf mir. Ist schon vorbei. Können wir ablegen, springt so hin. Bleibt stehen, bringt euch um, brauchen wir so nicht weiterspringen. Können wir vergessen. Healer down, 2 DDs down kriegen wir nicht. Springt so hin. Vom Rand aber springen, machen wir lieber noch einen Try anständig und wenn es hinhaut, haut es hin. Wenn es nicht hinhaut, haut es nicht. Aber man merkt schon, der ist halt einfach auf normal nicht einfach so zu machen. Wir prügeln da immer noch umeinander. Wer ist das? Ich mag die nicht. Stirb jetzt. Hallo. Sterben. Runterspringen bitte. Bitte einmal. Dankeschön. Freilassen, reparieren und nochmal. Schauen wir mal, was ich für euch habe. People dying to breath. Ja. Das darf halt nicht passieren. Ihr dürft den Breath, ihr dürft den Laserstrahl aus dem Maul, den dürft nicht übersehen, der tut euch weg. So. Bufffoot ins Maul. Ich würde vorschlagen, das ist der letzte Try. Jetzt sind wir fast 4 Stunden lang unterwegs und da lasst auch die Konzentration noch. Es ist so. Einfach immer seitlich am Boss stehen. Ja, ich bin... Dann stellt euch seitlich. Stellt euch seitlich vom Boss und nicht vorne in die Mitte.
dann haut halt das Ausdruck wieder nicht hin. I'm predicting, aber weißt du, wenn du am Sonntag wen brauchst für HC, kann helfen. Du, wenn es ist, dann melde ich mich im Discord. Du bist Tank und DD, gell? Jo. Dann Ready Check und nochmal. Wir drehen den Boss seitlich. Ja, ich glaube, das macht er random. Alle sind ready, Pulling 10, Last Try. Und schauen wir mal. So, Pets sollte ich vielleicht schon rausholen. 5, 4, 3. So, Konzentration, 2, Leute! Jetzt liegt er! Rein damit! So, Bomben kämen in 10. Bomben in 10, sauber raustragen. Immer schön raustragen, immer schön raustragen. Wer nicht raustragt, ist raus, aber quasi nicht raus. Du verstehst mich schon. Raus aus dem Breath, seitlich steh, seitlich geh. Niemand stirbt jetzt an dem scheiß Breath, weil sonst gibt's einen Knockout-Noschkalt. Ab sofort. Es kommt der Rückstoß, positioniert sich so, dass es in der Fläche drin landet. Welcher verrückte DH steht denn da von Haus aus schon in der Fläche drin? So, es kommen die Bomben. Raustragen. Raustragen, raustragen, sauber raustragen. Schön in einer Linie. Und dann Abflug. Rückstoß kommt, stellt sich so wieder, dass im Wind einblasen wird. Der Wind kommt, Wind. Bis jetzt ist noch niemand von der Plattform runtergeblasen worden. Da stirbt da jetzt keiner. So, wieder außen, in der Dudu-Scheiße stehen bleiben. Jetzt kommt dann gleich Phase 2. Funken, jeder kickt seinen Ball, jeder kickt seine Kugel. Bomben raustragen, Bomben raustragen, Bomben raustragen. Wer steht da mit der Bomben drin? Was geht? Der Wind kommt. Dagegen anlaufen. Sehr schön. So, Gruppe 1 und 2 nach links, Gruppe 3 und 4 nach rechts. Prügelt die Elementare über den Haufen. Lasst euch Zeit, geht schon noch. 5 Sekunden. 3, Los 2, geht's. 1. Prügelt's auf das Elementar. Random kicken, wenn möglich. FCD ziehen vielleicht, wenn man ein bisschen low ist. Achtung auf den Breath, nicht dass ihr euch von der Plattform runterwichst. Jetzt hat er mich fast runtergewichst. Haben wir mir einen scheiß Heiler da erinnern? Ich bin die ganze Zeit halber Leben. Nächstes Elementar. Random Kicken nach Möglichkeit. Wir haben ein Safe vom Drachen. Ich glaube, da fällt nichts. Der bloßt weit nur weg irgendwo umeinander. Sehr schön. Ja, bis jetzt schaut es stabil aus. Wir leben noch alle. Ludwig, zusammenreißen! Wie sagt ihr schon? Du bist der Einzige, der halber ist. Was ist da los? Was ist da los? So, fix den Scheiß da weg. Gib ihm. Letzter Elementar. Drache bloßt irgendwo in die Wegschicht. Full DPS. Geht's ganz ans Add-on, ganz ans Add-on. Ganz ans Add-on. So, wenn das Add-down ist... Oh, der Breath kommt direkt durchs Elementar durch. Oh shit, da war jetzt langsam. Hoffentlich erwischt es keinen. Da hab ich jetzt geschlafen, I'm sorry. So, haben wir alle da. In der Mitte zusammen. Im Dudu-Scheißdreck drin. In der Mitte schön zusammen. Wir haben in der nächsten Phase. Scheiße, was war das gleich wieder für Phase? Ich glaube die Add-Phase. Ich bin unschlüssig. So, dauert ein bisschen. Phase 2 beginnt jetzt. Rot. Rot zu Rot. Blau zu Blau. Wer den entsprechenden Buff am Kopf hat, blau links. Rot rechts, so schnell wie es geht.
Moven ist wichtiger. Moven ist wichtiger, als da jetzt Schaden zu machen. Schöne Kuppeln, sehr gut gemacht, wunderschön. Prügelt sie an das Schädel runter. Das ist verdammt schnell gegangen, sehr gut gemacht. Nice one. Bisschen aufteilen, das nächste ist die Sturmwelle, was glaube ich kommt. Dagegen anlaufen. Ist nicht tragisch. Bis halt der Gegenlaufer, der möchte euch jetzt da oben bloßen. Kriegen wir hin. Das nächste sind Ladungen. Raus mit dem Ding. Der Rest läuft dagegen an. Der Rest läuft raus. Der andere Teil läuft in den gegensätzliche Richtung, damit es ein bisschen schneller geht. Je weniger Schaden einer kommt, desto besser. Wieder ein bisschen zusammengehen. Es kommen Funken. Jeder kickt seine eigene Kugel. Jeder kickt seine eigene Kugel. Sehr schön. Alle Kugeln sind down. Wieder ein bisschen zusammengehen, vielleicht den Druiden sind scheiße. Es kommt gleich wieder der Buff. Es kommt gleich wieder der blau-rote Buff. Ein bisschen inmitten zum Druiden sein Scheiß. Zum grüner Kreis einer. Blau zu blau. Rot zu rot. Blau links. Rot rechts. Moven. DPSen. Wenn wir die Kuppel bereit haben, den nehmen wir natürlich mit Handkuss. Wer low ist, Lutschkiesel fressen. Zauberhaft. Zauberhaft prügelt sie an die Scheiße aus dem Leib, diesen Wichser. Das ist ein guter Run. Leib, wir haben wir sehr gut dabei. Es kommen die Funken. Funken in 5. Ich glaube, das ist das, was jeder selber kicken muss. Bin mir nicht sicher, ja. Weiß aber nicht, wie es heißt. Jeder kickt seine Kugel. Jeder kickt seine Kugel. Oh, warum geht's nicht? Oh shit, ich hab meine nicht gekickt. Herzlichen Glückwunsch, das ist ein Cooldown. Warum hat das Cooldown gehabt? Ich warte drauf. Entschuldigung, mein Fehler. Ich hab versagt. Ich habe versagt. Es kommen Ladungen. Raus dran. Raus damit. Der Rest läuft entgegen. Dann kommt die Sturmwelle. Einfach dagegen anlaufen. Die kriegen wir hin. Das nächste ist wieder das Schädel. Kommt in Richtung Blau und Rot. Zwischen Blau und Rot aufstehen, zwischen Blau und Rot aufstehen. Das nächste, was kommt, ist der Debuff. Und dann müssen wir noch einmal das scheiß Schädel überprügeln. Blau zu Blau, Rot zu Rot. Super Try bis jetzt, ist noch keiner gestorben. Das nächste haben Ladungen und die Sturmwelle. Ich weiß nicht ganz, wie wir das bewerkstelligen sollen. Jetzt kann man mal ein wenig Schaden machen, damit die nächste Phase da mal anfängt. Jawohl. Nächste Phase. Konzentrieren jetzt. Jetzt kommt's Ed. Aufpassen auf den Breath, der über die Plattform geht. Nicht erwischen lassen. DPS aufs Ed. Volle Kanone. Haut seine Cooldowns eine volle Kanone. Achtung, es kommen dann gleich die kleinen Ads. Und der Breath kommt auch. Alles ein bisschen viel. Oh shit, ich muss auch ganz woanders hin. So, es kommt gleich der Teleport. Eine in die kleinen 4. Fickt's die kleinen Scheiß-Elementare, ich mag's nie wieder sehen. Und Big Dick DPS auf den Großen. Gibt's dem Großen, was stark seid. Der muss so schnell sterben, wie es geht. Das ist unser Kryptonit. Dieses Arschloch, dieses Dämliche. So, die zweiten... Oh. Ich muss ein bisschen... Vorsicht vom Breath. Auf die Gunheads, sonst verreckt man wieder. Auf die Gunheads, tötet die Gunheads. Die Gunheads. Und jetzt haut's den Elementar weg. Executen. Execute! Nice one. Wo müssen wir hin? Zu Orange. Wo müssen wir hin? Alle zu Orange, alle zum Orangenmarkt, so schnell wie es geht. Schneller, keinen Schaden mehr machen. So. Ist das die letzte Phase? Ich habe keine Ahnung. Kampfrausch! Nein, wir haben noch Cooldown. DPS, Leute! Haut's rein! Kein Kampfrausch ziehen, wenn noch Kampfrausch ready hat, warten. Falls wir länger wie eine Minute brauchen, sobald der Debuff herunten ist. Zündet jemand Kampfrausch. Es gibt ein Einschlag. Ich weiß leider nicht mehr, was das ist. Das ist der Atem. Schüssen auf den Atem, nicht vom Boss stehen.
Nicht vom Boss stehen. Wer einen Heiltrank braucht, frisst einen Heiltrank. Nehmt seine Cooldowns her. Weg vom Boss. Weg vom Boss. Oh shit. Raus mit den Dinger. Raus mit den Dinger. Mehr Schaden auf den Boss. Er hat noch 15 Millionen Leben. Zirkt seine Death Cooldowns. Stellt sich in Druiden seinen kleinen Scheißdreck rein, der soll geilen. Gebt's ihn. Oh fuck, was war denn das, Mann? Fuck, jetzt schafft man wieder ums Arschlecken nicht. Die Macht des Sturms trifft euch. 8 Millionen! Gebt's ihm! Zirkt euch was ab! Ich hab keine Ahnung, wie wir es machen, aber irgendwas. Tu es! Oh, man keinen Platz mehr! 6 Millionen! Gib ihm! Cooldowns! Oh. Macht's fertig! Oh, leck ist das knapp. 4,5! Der geht noch! Kampfrausch werden... Hat noch mehr bezogen, ja. 3 Millionen! Oh, fuck. Cooldowns ziehen. Heiltränke. Er hat noch 2 Millionen. Er hat noch 2 Millionen. 2 Millionen. 1,5. 1 Million. Macht's fertig! 700k! 400k! 200! Gib ihm! Gib ihm! 100k! Gib ihm! Ja! Ja, Mann! Leute, was soll ich sagen? It is what it is! War vielleicht nicht die sauberste Raid auf dem ganzen Planeten, aber meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Inkarnationen sind frei. Wir müssen Alexstrasza und Nostromo erzählen, was passiert ist. Sie haben die Inkarnation schon einmal aufgehalten. Ich bin überzeugt, sie schaffen das. Bruder! Bruder! Sputen wir uns. Bruder, es droppt der verfickte Endbossbogen! Kämpfe gelernt. Und zwar, dass man niemals die Hoffnung aufgeben darf. Alter, da geh ich ein Wichsen, da geh ich mir jetzt so ein Wichsen, wenn ich den kriege, ich schwör's dir. Alter! Alter, ich rauscht aus! Aber leider ist der Kopf nicht droppt. Das ist mir scheißegal! Gib Bogen! Was passiert jetzt, wenn ich auf Geist freilassen tue? Das ist tatsächlich der scheiß Neltharax Feind des Himmelsbogen. Ich flippe aus. Ist das dein Ernst? Wo ist der Bogen? Gib mir den Bogen! Wir hatten da kann ich bloß Bedarf drauf wirfen. Ich bin der einzige Hunter. Absoluter Jackpot, Alter. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Press F für ein Slate Fell. Press F für ich mag die nicht. Press F für mich nicht. Ich hab nur Dusel gehabt heute. Press F für den Ludwig, für den Idun, für den Nivitri ein Triple F, eine Hexerdame, mit der habe ich halt nicht gerechnet. Ein F für den Sulfuras, ein F für den Lyria, ein noch mehr F für den ich mag die nicht. An den Moloch ein F. An den Bloody Mike, brutaler Damage, Alter. F. Ich schreibe sogar I, F in den Chat rein. An den Yoshaki, der noch dazugestoßen ist, F. An den Zakaistos, ein F. An den Velinara, ein F. Und die zwei, die uns verlassen haben, ich habe leider einen Namen vergessen, ebenfalls ein F. Leute, vielen lieben Dank fürs Mitspielen. Ich weiß, WoW ist ähnlich speziell wie Battle Brothers und wirklich schwierig. Aber, ich sage euch jetzt etwas, pass auf, ich mach so, der Bow schreibt /Bow und verneigt sich. Und ganz besonderen noch mehr einen extra Dank an den Slatfell, der die Marks geregelt hat, der die Gruppen geregelt hat und sehr vieles geregelt hat. Special thanks. Dankeschön. Jetzt muss ich sofort nachschauen, ob der Bogen besser ist wie meiner. Leute, vielen Dank fürs Mitgehen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank.
Absolut geil. Ich hab nicht mehr damit gerechnet, dass wir den jetzt noch länger. Habe ich nicht damit gerechnet. Sag ich dir, was ist. Sag ich dir, was ist. Dann da ich sagen, Alter, dass der Scheißbogen ist extrem selten. Der ist extrem selten, dieser verfickte Scheißbogen. Und ich kann gerade nicht ganz fassen, dass der wirklich droppt ist. Ich kann's nicht, der wird sogar als selten angesehen. Wie viele Tries hattet ihr? Das ist eine gute Frage. Wie oft haben wir den versucht? 6 Mal? Preisgeld, sauguter Fight, F für Flo, merci für dein Drilling. Aufhören mit Donaten. Ich wurde heute genügend bedingst. 6. Try war der Kill, 9 Try. Steht das nicht sogar im Details irgendwo? 9 Tries. Ah nein, 6 Tries. Hey, 6 ist Energy. Für das, dass wir noch nie miteinander gespielt haben. Gut, wir haben alle overgeared wie Hölle. Wir haben nicht miteinander im Discord, ja. Ihr hört nicht live, was ich sage. Ihr hört das ein paar Sekunden verzögert. Ich hoffe, es war meine allererste Raid-Leitung. Ich habe das noch nie gemacht, keine Ahnung. Ich habe sehr vieles verkackt wahrscheinlich. Einen Haufen Scheißdreck gelabert. Vor allem, wenn Leute dabei haben, die richtig viel Ahnung haben, weil so viel Ahnung von WoW habe ich nicht, bis ich halt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und der Run war gut. Er war gut. Die meisten haben First Try gelingen. Oh, vielleicht machen wir das irgendwann wieder. Warum nicht? Hab schon schlechtere Raid-Leads gehabt. Das wollte ich hören. Das ist genügend. Das ist ungefähr so wie, ja, passt schon. Sehr schön. Freunde der Sonne, ich verabschiede mich, zumindest einmal in-game. Ich wechsle die Szene, jetzt können wir noch schnell kurz ein wenig schmatzen. Und dann bin ich wirklich sehr ausgelaugt, muss ich sagen. Nochmal, Bo verbeugt sich. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt darf mich nur interessieren, was ihr davon haltet. Das ist halt einmal ganz was anderes. Es war noch nicht ganz serious. Also ich habe mir schon Mühe gegeben, ja, aber trotzdem bin ich immer noch abgelenkt von. Ich habe da einen Stream laufen, ich muss da Leute, ich soll jetzt selber vielleicht auch noch 2 DPS machen, also Schaden pro Sekunde übrigens, Damage per Second, bla. Ich rede sehr viel Fachkauderwelsch, mit dem viele von euch wahrscheinlich nichts anfangen können, außer die selber spielen oder selber WoW spielen. Ja, keine Ahnung. Aber war schon witzig, war mir ganz was anderes. Das hätte man schon lang früher machen können. Schon lang. Und wer da keinen Bock nicht hat, zum Zuschauen, mei, der schaut halt nicht zu, der schaut dann dafür am Montag zu, ist ja wurscht. Super geil. Super geil, lauter super nette Leute. Alle gut gespielt. Ich habe jetzt keinen gesehen, der irgendwie recht viel gefailt hat. Oder auffällig gefailt hat und ein Totalausfall war, da feiert überhaupt nichts. Super geil. Was möchtest du mehr im Leben drin? Gerne wieder, die Hexe ist jederzeit dabei. Ich werde euch, lieben, kämpft ins Discord. Wenn ich sowas nochmal mache, dann kündige ich das vorher im Discord an, dann könnt ihr euch schon ein bisschen darauf vorbereiten und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt meinen 4er-Set-Bonus. Sollen wir uns den miteinander noch schnell holen? Sollen wir uns den noch schnell abholen? Ein 4er-Set-Bonus? Den muss ich eigentlich schon wegen dem bin ich eigentlich gekommen, sag ich dir, was ist. Also, damit einmal die Leute ein bisschen kapieren, die selber nicht spielen, was da jetzt eigentlich passiert ist. Mir ist darum gegangen, hoppala, hat mich verdrückt. Wichtig ist einfach das Fenster da herum. Das sind deine Items, die du hast. Und dann gibt es halt, wie du es aus Diablo und so weiter kennst, gibt es halt da Sets. Ja, das heißt, du musst 2 Teile von einem Rüstungsset anziehen. Zum Beispiel habe ich da die Handschütze des Sturmschwingenhetzers. Ich weiß schon, Deutsch sagen viel. Ich finde es auch nicht super, aber ich kann es halt lesen. Und der 2er-Set-Bonus erhöht zum Beispiel den Schaden von Tötungsbefehl um 10% und die Fähigkeit hat eine Chance von 10%, die Abklingzeit von Stachelpfeil abzuschließen. Das sind meine 2 wichtigsten Fähigkeiten. Die 2 da, die auch ständig da durch dieses Radl durchlaufen, die mir so sagen, was ist gerade ready und was ist gerade die nützlichste Fähigkeit und so. Und jetzt habe ich eben dieses Set-Teil da gekriegt, diesen mystischen Amethysten Blubbelstein. Und wenn ich da jetzt rechtsklick drauf, das wird jetzt eine Genugtuung sein, die seinesgleichen sucht. Bling! Dann habe ich da unten mein 3. Set-Teil. Kyras des Sturmschwingenhetzers. Jetzt Item hat jetzt Stats, das brauche ich jetzt nicht erklären und die machen die halt stärker. Ja, je höher diese Gegenstandsstufe ist, desto stärker sind sie. Es können verschiedene Stats drauf sein, manche bringen da mehr, manche bringen da wenige.
Auf die Treppe, Herr Birger 4. Stimmt! Foto! Ja, sicher, vor der Schatzkisten. Los geht's. Wir stellen uns vor die Schatzkisten hin. Da geht's her. Daher geh. Oder, möchtest du auf Treppen oder vor die Schatzkisten? Komm mal auf die Schatzkisten auf. Nein, leider nicht. Wir stellen uns vor das Schatzkistel. Okay? Machen wir ein Foto. Gruppenfoto, das hat in WoW schon immer sein müssen. Da geht's her. Wie tut man, weiß jemand ein Tastenkürzel für Vollbild-Ding? Wie ist denn das Tastenkürzel, damit ich das HUD ausblende? Weiß ich gerade nicht auswendig, das brauche ich nie. Alt Y. Balthasar, herzlichen Dank. So, stehen wir alle da. Sitzt euch vorhin hin. Seitlich, ich mag die nicht, geht noch ein bisschen vierer. Bisschen alleine. Ich zoome noch ein bisschen. So, dass man es besser sieht. Da liegen noch ein paar Leichen da, die müssen auch mit drauf. Ich mag nicht ein bisschen alleine gehen. Nie Vitri vorhin, sagt man anständig. Sagt man, ich mag die, sagt man. Sind wir alle da. Dann, weiß ich nicht, Velinara, geh du nur ein bisschen alleine, da dazwischen, da ist noch ein Loch. Bisschen alleine geh. Nicht ein Sulfuras verdecker da hinten. Bisschen. Komm nicht. Ja. Machen wir so. So, das schaut doch gut aus. Wenn man mir nicht, es schaut, dass die anderen nicht drauf sind. Besonders der Druide tut mir ein bisschen leid, der hätte die Brust auch brauchen können. Und wahrscheinlich, vielleicht hätte ich es sogar abgegeben, nachdem ich den Bogen gesehen habe. Das ist ein wenig schief. Das gefällt mir nicht, das ist ein wenig schief. Ich weiß nicht warum, aber ich bewege mich jetzt einfach selber ein bisschen so. Bleibt hier mal stehen, passt schon, schauen wir gut aus. Wenn das nicht stabil ist, dann weiß ich es auch nicht. Jetzt pass auf. Zack, rollen, stehen bleiben. Screenshot gespeichert. Der kommt sofort in den Gaming-Stream. Hier der stabilste WoW-Squad, wo gibt. Und dann tun wir da noch das Ding hin und dann wird das da verewigt und gut ist. Und ich hoffe, dass Steffi B noch da ist, wenn irgendeine Anspielung von diesem Stream muss auf den Jahresmerch Ende des Jahres. Unbedingt. Press F, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nochmal vielen was, der Bo hat eine Droprate von 6,83%. Es gibt einen Shop, da kannst du ihn für 59 € kaufen. Was? Was bedeutet das? Meine ich jetzt wirklich ernst, was bedeutet der Ach, der Bo! Weißt du, was dumm ist? Mein Char heißt Bo. Deswegen habe ich jetzt nicht ganz kapiert, was du meinst. Der Bogen hat eine Drop-Chance von 6,83%. Es gibt einen Shop, da kannst du ihn für 59 € kaufen. Wir sind gerade 1000 € gedroppt. Super. Nice. So. Nochmal vielen herzlichen Dank. Hat super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, im Stream auch wenn ich nicht. Das ist halt was anderes. Ja, da bin ich halt konzentriert und da wird ein bisschen eingehackelt. Das ist ja kein Blödelscheiß. Dein Account ist unbezahlbar. Naja. So, Alt Y kann man wieder einblenden, ja. So, was wir mir jetzt einmal tun. Wir simmen jetzt mal schnell den Bogen. Ich sag das jetzt, was ist, wir simmen den Bogen. Das Ding ist halt, ich hab keinen schlechten Bogen. Ich hab einen Dragon Hunter Bow bauen lassen, der ist Item Level 418 und voll verzaubert und mit Embellishment und keine Ahnung. Jetzt gibt wieder der Fachgedöns, das erkläre jetzt nicht lang, was das ist. Das sind Zusatzfähigkeiten auf dem Item. Vielleicht kann man es so erklären. Und ungelogen, also dieser Bogen, der uns da droppt ist, der Nelfrei, wie schaut denn der überhaupt aus? Alter, was schießt der Lichtblitz? Oder was ist denn mit dem? Ja, Bruder, da geht's ganz anders. So. Und da wird jetzt halt mal. Der ist deswegen so stark, der hat eine einzigartige Zusatzfähigkeit, Anlegen. Automatische Angriffe auf einen Gegner gewähren euch 6% Attack Speed. Bis zu 5-mal stapelbar. Das sind 30% Attack Speed. Dieser Bonus wird durch einen automatischen Angriff auf ein anderes Ziel zurückgesetzt. Alter, das ist ein unfassbar. Was soll denn die Scheiße eigentlich? Das ist völlig lächerlich. Und hat halt die perfekten Stats drauf. Crit Tempo, also Crit Haste, 502 und 212. Jetzt hoffe ich wirklich sehr, dass mich der boostet. Das muss ich jetzt schnell simmen. Das erkläre ich aber jetzt nicht mehr, was das ist, weil sonst kriegen wir einen Schlaganfall.
Jetzt pass auf. Gear Compare. Das ist mal schnell Simcraft hier. Simcraft, blablabla. So, da kriegst du jetzt. Ich weiß gar nicht, ob man das im Stream überhaupt sehen soll. Wahrscheinlich nicht. Ich bin gerade ein bisschen hyped. Sag ich dir, was es ist. Und zwar Nell. Wie schreibt man den scheiß Bogen? Wie heißt denn der scheiß Bogen? Neltharax, nicht Nelthrax. Neltharax ist auf 405 und wir nehmen High Intensity Thermal Scanner, Level 3, Compare Items. Bitte gib mir einen Boost, damit er was gebracht hat. Der passt vom Style zum Eleshami. Ich finde, alle Sets von dem Addon passen irgendwie immer zum Eleshami, weil es immer alle sehr mit so Erdbruckern sind und so. Alter, der gibt mir einfach 2000 DPS. Alter, weißt du, wie lange ich rumfarmen muss auf dem Level, bis ich einfach so plus 2000 DPS kriege, Alter. Scheiß die Wand an! Das Ding ist da... Alter, ich flipp aus. Ich flipp aus! Einfach 2049 DPS gibt er mir plus. Alter, scheiß die Wand an. Und jetzt habe ich noch keinen 4er-Bonus. Das ist absoluter Bissbogen. Ich weiß gar nicht, ob der her droppen kann. Also wahrscheinlich, der kann auf HC auch droppen, aber bis der, den haust du oft um. Den haust du oft um. Geil, Alter. Absolut. Vielen Dank, Leute. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich gehe einen Weg am Kopf und krieg einen scheiß Bogen, ich flipp aus. Schau dir noch. Schau dir den Bogen an. Schau, den müssen wir jetzt schnell nochmal anschauen. Schau dir noch. Schau dir das an. Habe ich ein kleines Zeit in der Hose. So, jetzt pass auf. Also, mal kurz für die Leute, die wissen, was Simmen ist. Ich mache aktuell 53 Multitarget-Skillung, wohlgemerkt, auf ein Single-Target, da geht mehrer wahrscheinlich. 53.200 DPS. Mit dem Bogen mache ich jetzt 55.300 DPS. Und jetzt machen wir noch Folgendes. Jetzt ziehen wir noch die Set-Rüstung an. Die hat natürlich ein bisschen ein schlechteres Gearscore wie ich. Wie die ich auch habe. Aber... wo sind wir eigentlich? Ich muss noch eine Quest abgeben. Seid gegrüßt. Lasst euch nicht den Wind unter den Schwingen nehmen. Da kriegen wir urzeitliche Infusion auch noch und 30 urzeitliches Chaos. Besser wird's nicht mehr. Viel Glück. Haben wir noch schnell eine Quest gehabt? Was ist das? Die müssen wir schon noch schnell abgeben. So, Ruhmstufe A. Ich habe mich übrigens null mit denen ruft. Ist übrigens mein dritter Charakter, den ich im Dragonflight aufgelevelt. Ich habe noch einen Druiden, einen Heildruiden und halt diesen Jäger und einen Mage, den habe ich als erst gespielt. Der taugt mir aber nicht mehr. Der kann nicht viel. Und damit kann er ihn nicht viel. So, jetzt der wir noch schnell was. Jetzt muss ich bloß schnell überlegen, wo man da hinfliegen muss. Das Drachenfliegen macht übrigens unfassbar viel Spaß. Viel besser wie das normale Fliegen in WoW. Jetzt muss ich bloß schnell schauen, wo wir hin müssen. Irgendwo da ist eine kleine Höhle und seit Mittwoch kommen wir da... da muss ich... Jetzt verhungert mir der Drache wieder. Kruzifix. Ich muss da oben rauf. Flieg auf, Bau! Flieg auf, Bau! Du musst dir deine Sethosen holen. Ich habe aus der Kiste 415er Hosen ausgezogen. 415 ist übrigens, dass man mal vielleicht so ein bisschen einen Richtwert kriegt, was richtig hohes Gear ist. Das höchste Gear, das aktuell droppen kann, bitte korrigiert es mir, wenn ich einen Scheiß erzähle, außer einzelne Items wahrscheinlich, ist 421. Also Item Level 421. Und mit 400 ist man schon gut dabei. 410 ist richtig krass gut und 421 ist das krasseste, was du haben kannst. Und mir ist ein Hosendrop mit 415, also schon richtig, richtig gut. Und die kann ich jetzt in mein viertes Setteil umwandeln. Das heißt, dann habe ich einen 4er-Bonus. Ich hoffe übrigens, im Raid ist mir keiner base, wenn ich keine Textnachricht mehr geschrieben habe. Warum ich jetzt da gerade sitzen bleibe, weil mir der Drache nämlich verhungert. Und ich weiß nicht, da oben in das Haus, da muss ich rein! Und das schaffe ich nicht mehr. Oh, müssen wir noch mal schnell pausieren, der Drache kann nicht mehr. Wie kriegt man 6 Elan für einen Drachen? Wie kriegt man 6 Elan für einen Drachen, indem du alle Drachenmünzen sammelst? Da gehst du her, anzeigen und dann schaltest du das da alles frei. Das ist quasi das Skill-Tree für deinen Drachen und dann hast du 6 Elan. Elan haben die Punkte da herunten und mit jedem Punkt kann man so einen Aufschwung ausführen. Zum Beispiel den.
Ja, und jetzt bin ich immer noch nicht hoch genug, mache ich nochmal einen. Und dann bin ich da. So, Freunde der Sonne, the time has come. Und jetzt gehen wir da in diesen komischen Schalter rein. Zack, das Böhnchen. Dann geht das auf Fensterlauf. Und dann kann ich aus meinen Items auswählen, was ich zu einem Setteil mache. Und ich mache die Hose zu einem Setteil. Hose wird zu Setteil. Einfach so, das ist seit Mittwoch so, um ein bisschen aufholen zu können. Ich meine, der Char ist knapp 2 Wochen alt. Am Samstag vor 2 Wochen habe ich ihn gemacht. Und dann habe ich einen 4er-Set-Bonus. Die Verzauberung bleibt nicht drauf, merke ich gerade. Ja, ich habe meine Hosen verzaubert, da ist ein Aufrüstungsset drauf, kostet extra Gold und so. Das ist dann weg, wenn ich das jetzt umwandelt. Ja gut, dann machen wir die Hose drauf. Draus, bin ich mir sicher, habe ich irgendeinen Scheiß gemacht. Vielleicht mal noch kurz überlegen, bevor ich irgendeinen Mist mache. Ja, aber nicht. Verwandeln. Stasis, befreite Gamaschen werden zu Beinschützer des Sturmwingschwinger. Verwandeln. Dann haben wir hier irgendwo... Wo haben meine Hosen? Da sind meine Hosen! Ja! Und jetzt sagst du, ey, ich hoffe, dass man das im Stream lesen kann. Keine Ahnung. Da waren so 4 gelbe Zeilen und eine ist grau. Es gibt im Prinzip quasi 5 Setteile und sobald du 4 davon hast, kriegst du diese grünen Boni da drunter. Und um die geht's. Die sind sauschnell. Die sind sauschnell. Die sind saustark. Die sind auch viel stärker, wie wenn du zum Beispiel kann passieren, du hast ein ultra krass Item mit 421 Item-Level und dann kriegst aber du ein Item mit einem Auf-Level. Was hat denn die Brust, die ich gekriegt habe? 395. Dann zirkst du trotzdem die so, weil dir das den 4er-Set-Bonus gibt, weil der viel stärker ist wie das eine Item. Zum Beispiel habe ich immer noch eine stinkende Armschiene und einen stinkenden Gürtel auf Level 385, was absoluter Schrott ist auf dem Level, weil der einen 2er-Set-Bonus hat, der so stark ist, dass ich einfach keine Items kriege, dass ich das austauschen kann. So, und jetzt haben wir da, jetzt haben wir brutal, haben wir ein bisschen an Gearscore verloren, leider Gottes, weil ich den Bogen anziehe. Der ist so stark. Der hat halt einfach der hat halt 13 Item-Level weniger, aber ist so overpowered, dass es lächerlich ist. Und dann da ich jetzt sagen, fliegen wir kurz zurück, kaufen wir uns die Verzauberungen. Bringt dann ein 5er-Set noch mehr? Nein. Das 5. Teil bringt er dann nichts mehr an Set-Bonus. Wenn das Item selber an sich stark ist, dann natürlich schon, aber du kriegst halt keinen Set-Bonus nicht. Ich hoffe, man kann es so erklären, keine Ahnung. Und für alle, die schon lange spielen, bitte nicht wundern, es sind ein Haufen Leute wahrscheinlich da, die von WoW, also, keine Ahnung. Das ist übrigens nur die Spitze des Eisbergs, was ihr da halt gesehen habt, was man in dem Spiel alles machen kann. Ich spiele hauptsächlich M+. Das ist, da bist du 5er-Gruppen und spielst auf Zeit kleine Dungeons. Ja, gegen einen Timer. Extrem schwierig, wenn du das drauf anlegst und ich weiß halt nicht, ob ich da noch was schmatzen kann, sag ich dir, wie es ist. Alfons! WoW macht, ist witzig zum Anschauen, wenn man nichts versteht. ich finde halt auch, ich weiß halt auch nicht, warum man sich das dann anschaut, wenn man nichts versteht. So, ich gehe jetzt ins Aha und Alfons, merci dir. Übrigens nochmal, ist ja deine zweite Donation heute schon. Merci dir. So, jetzt pass auf, ich brauche eine Verzauberung für meine Brust und eine Verzauberung für meine Hose und eine Verzauberung für meinen Bogen. Und beim Bogen ist es fast wert, die krasseste Verzauberung auch für zum Scheißen, die es gibt. Aber die muss ich erst suchen, was das für eine ist. So, Gegenstandsverbesserung, Brust, suchen. Ist nicht die krasseste Brust, die wird irgendwann her, aber da haben nicht ein paar Wochen hin wahrscheinlich. Deswegen klangen mir Brustrüstung, erweckte Werte, Bewegungsbeschleunigung, Reserve, Beweglichkeit um 111. Nein, gib mir Primärwerte um 150. Wir kaufen einmal Brustrüstung, erweckte Werte. Wir kaufen einmal, jetzt pass mir Obacht, Beine. Ja, da ist noch immer der Zauberfaden drin, der gibt Intelligenz. Mit Intelligenz kann ich nichts anfangen. Ich bin ein dummer Fuchsenjäger. Ich brauche Beweglichkeit. Das war, glaube ich, unter Verschiedenes drin. Bin mir nicht sicher. Ja, genau. Verstärktes Auswertungsset, Frostig. Wildes Auswertungsset, 100 Ausdauer, 177 Beweglichkeit. Die Hosen ist eigentlich schon ziemlich gut, gell? Ja, da kann ich immer noch drüber zaubern. Vorher war ein verstärktes Aufwertungsset drauf. Auf 3, es kostet nicht viel, das kaufen wir jetzt schnell drauf geschissen. Und
dann muss ich herausfinden, was die krasseste Verzauberung für den Bogen ist. Da muss ich mir aber jetzt ein bisschen spulen. Das ist, glaube ich, nicht recht schön zum Anschauen. Aber was ich jetzt zum Abschluss noch schnell wissen will, wie viel plus DPS hat mir dieser Raid halt gegeben? So, Aufwertungsset, rauf auf die Hose. Dann haben wir Rüstung, dauerhaft verzieren. Dann haben wir irgendwas da unten, haben wir irgendwas gekriegt. Irgendeinen Protodrachen-Scheißdreck, keine Ahnung. Und ein Set-Teil, das ich nicht brauchen kann. Leider Gottes. So, dann Simmen. Wir gehen da Run Sim Again. Da machen wir jetzt so. Wir machen einen Gear Compare. 405, das müsste eigentlich alles passen. Set-Bonus ist drin, jetzt bin ich gespannt. Alter, ich hätte nie erwartet, dass du jemals WoW spielen tust. Mache ich seit der Beta 2004. Was für ein Plus-Talent-Einstellung hast du? Weil ich habe auch Jäger, aber irgendwie sind meine B. Kann ich da gerne noch schnell sagen, meine Skillungen? Mit wie viel DPS haben wir angefangen? 53.000? Wir sind bei 57.200. Durch den heutigen Raid und darum nochmal vielen Dank, habe ich über 4.000 DPS, habe ich ungefähr 4.000 DPS gekriegt. 4.500 DPS gekriegt, was fast 10% meines Schadens sind. Vielen Dank fürs Mitgehen. Absolutes Luck, Alter. Absolutes Streamer-Luck, dass mir dieser Bogen droppt. In 30 Boss-Kills kann es sein, dass du den nicht einmal zu sehen bekommst. Und wenn du ihn zum Sehen kriegst, dann kriegt einen anderen. Birger, du hast das Razorgeth Mount Transmog bekommen. Was? Echt? Warum? Ach, mit dem Bow habe ich einen Razorgeth noch nicht umgehauen, glaube ich. Hab ich? Hab ich oder hab ich nicht? Weiß ich nicht. Wahnsinn. Wahnsinn, ich weiß nicht, was ich sagen soll. So viel Glück habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Das heißt aber wieder, Karma Strikes Back. Jetzt kriege ich sehr lange Zeit nichts. Freunde der Sonne, ich hoffe... Stopp, ich wollte noch Talente herzeigen. Ich bin übrigens Beastmaster, kein Marksman. Sehr viel Leute spielen Marksman, ist mir auch 1000-mal gesagt worden, spiel Marksman ist viel besser. Sag ich es überhaupt nicht. Der Marksman hat schon mal einen Main-Spell, wo du stehen bleiben musst. Der Beastmaster kann den ganzen Tag rumrennen wie ein Behinderter und hat genau 4 Spells. 4 Spells fürs Multitarget. Absolute Brain-AFK-Scheiße. Hilft das was, wenn ich das da so kurz eingeblendet lasse? Da unten sechst meine 4 wichtigsten Spells. Das ist der Cobra-Schuss, der Tötungsbefehl von meinen Viecher, der Stachelpfeil und der Mehrfachschuss. Und natürlich on Cooldown Zorn des Wildtiers eine und ein Execute. Fertig. Und on Cooldown ein Todesschrecken. Das ist alles. MM ist doch genervt worden, oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas hat er gekriegt, ja, aber nicht viel. Ist eine der stärksten Single-Target-Klassen. Species, hey! Birger sagt mal extrem blöde Frage, ich spiele zwar WoW, aber was ist NG+? Habe ich gerade irgendwas von NG+ aus Versehen gesagt? NG+ heißt normalerweise New Game Plus, gibt's in WoW nicht. Gibt's nur in Singleplayer-Spielen, wo du einen neuen Spielstand anfängst und das Plus heißt, es wird schwieriger. Weil jetzt ist 10 vor 1, wie lange haben wir jetzt gestreamt? 5 Stunden. Eigentlich kann man nächste Woche Streamurlaub machen, was sollte man da davon? So! Dann habe ich noch eine Single-Target-Skillung. Wie gesagt, die habe ich noch nicht oft gespielt. Die gibt aber auf Single-Target einen ganz anderen Damage-Boost. Da könnte mich auch noch schnell, das würde mich auch interessieren, wie wir da simmen, was da gegen DPS auch gleich nochmal ganz anders in T. Urlaub ist abgelehnt, sagt der Selbstspieler. Verdammt. Flo, ich lese gleich. Ich lese gleich. Ginkifax, ich lese auch gleich. Ich hab so viel Leute schon wieder übersehen. Ich muss schnell mein Sim abwarten. Das würde mich interessieren. So, die DPE 67.800. Für einen knapp 2 Wochen alten Char ist das absolut Porno. Ich habe aber auch nur Dusel gehabt, ich sag das, was ist. So, Freunde der Sonne! Das war halt ziemlich nerdiger Scheiß. Aber was das bedeutet, der Greenscreen ist auch hier vor lauter, da bin ich vorher wahrscheinlich, wenn man einen Endboss umgehört haben, dahinter drehen. So. Diese Art von Stream, so wie ihr es heute ungefähr erlebt habt, vielleicht mit ein bisschen ruhiger und noch ruhiger, weil da haben ja nicht so viele Leute dabei und so.
könnt ihr euch mal im Juni, ab 2. Juni einstellen, wenn Diablo 4 kommt. Und zwar täglich, von Freitag bis am Mittwoch und am Donnerstag fliege ich dann in Urlaub. Solange wir es aushalten, solange es Spaß macht, ist eine Suchtleine wie ein Behinderter. Ich kann euch ja immer viel verzeihen, dass ich viel spiele und viel das und da, aber die letzten paar Wochen, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, habe ich sehr viel WoW gespielt und bin ein bisschen drauf hängen geblieben, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Da hat auch das Real Life ein bisschen drunter gelitten und es leidet auch immer noch ein bisschen. Aber ich komme meinem Loot-Endziel langsam näher und dann flaut es wieder ein bisschen ab. So, jetzt gehen wir ins Bett. Ich hab die Schnauze voll, ich mag jetzt mal eine rauchen, ich mag was trinken, ich hab noch nichts gegessen, nichts Anständiges, was ich sehe, es ist eins in der Früh, was zur Hölle. Nerdig dafür mit Mizi tatzen, die man kein einziges Mal sagt, weil alles im Bildschirm bloß wult und irgendwo vorne meine Katzen eindreschen. Die übrigens meinen Hauptschaden machen, falls jemand nicht sieht. Bei Diablo 4 wird der voll Erinnerungssquad Urlaub machen. Ja, wahrscheinlich schon. Da kommt auch der Stream, wann er kommt. Und ja. Was muss ich kaufen, wenn ich anfangen will, WoW zu spielen? Mr. Michaelsen, was ganz furchtbar wichtig ist, du musst erstmal gar nichts kaufen. Also erstmal, ich würde weder von Blizzard zahlt noch irgendwas, das ist keine Werbung. Natürlich hat jetzt wieder irgendjemand Bock, WoW zum Spielen, das ist ja immer so, das ist ja ganz normal. Ich glaube, die ersten 20 Level Tryouts sind kostenlos. Gehst auf battle.net, machst einen WoW-Account, lädst das Spiel runter und die ersten 20 Level kannst du umsonst spielen. Ich glaube, du kannst jede Klasse ausprobieren. Jäger, Krieger, Mage, Hexer, Monk, egal was, und einfach mal spielen und schauen, wie das Spiel ist. Und wenn es dir taugt, dann sagen dir die schon, was du tun musst. Spiel halt kaufen und dann kostet es halt im Monat was. Das ist eines der wenigen MMOs, die im Monat noch 13 € kosten. Birger geht erstmal sein eigenes Süppchen kochen. Ich werde jetzt dermaßen den Schreibtisch da voll schissen, Alter. Dass alles zu spät ist. So, jetzt lesen wir noch schnell Donations vor. Ginkifax, Blutzack, vom Sauform gehen und sagt, dass der größte Dicke im Internet wenn er streamt. Hätte ich jetzt nicht gemeint, dass so lange machst du halt saugeil. Es war saugeil. Wir haben einen Raid durchgezockt, habe ich am Schluss nicht mehr damit geredet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wer sich nach 4 Stunden noch so konzentrieren kann, mir raten wir zum Beispiel nicht länger wie 2,5, maximal 3 Stunden. Weil wir richtig alle merken so, kein Bock mehr und keiner passt mir richtig auf und so weiter. Danke dir, Ginkifax. Flo, ich weiß zwar so viel von WoW wie ein Kur vom Go, aber hat trotzdem viel Spaß gemacht beim Zuschauen. Gern wieder einmal WoW streamen. Ich pack's dann jetzt einmal. Gute Nacht, viel Spaß beim Auf den Bogen schleudern. Volle Kanone, Alter. Sektion Oberland, over and out. Habe Flo, merci für den Drilling, hau die rein. So, was für DPS-Rotation Add-on nimmst du her? Hekili. Zum Klassenlerner, wie gesagt, ich spiele jetzt seit 2 Wochen dieses Mistding, ist Hekili wirklich nicht schlecht. Und da der Beastmaster so wenig Spells hat, nämlich 4, kann ich Hekili direkt gleich hernehmen als Weak Aura. Da siehst du genauso drin, wann deine Spells fertig sind und direkt auf Hekili kannst du sowieso nicht verlassen, weil das checkt zum Beispiel nicht sofort, wenn du Multitarget vor dir hast oder ein Single-Target vor dir hast. Dann schaltet das mittendrin wieder um und so. Aber zum mal ein bisschen reinkommen. Ich hab's nicht schlecht gefunden, keine Ahnung. So. Aber DPS, Damage per Second, richtig. Oder Depth per Sexualkunde. Was? Jetzt schleicht euch ins Bett. Es ist spät. Freitag spät. Ich gehe jetzt wichsen. Freunde der Sonne, vielen Dank fürs Zuschauen. Like nicht vergessen, es ist bloß nur ein Bruchteil da, ist mir wurscht. Grüße an den Nachschau-Squad, wer sich das 5 Stunden im Nachhinein tut. Ich weiß es nicht. Leave a comment, mag ich wissen, wer das tut. Und jetzt schleicht euch davon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für trotz die ganzen Donations, wo ich gesagt habe, verpisst euch dann von, was weiß ich, Ruhe ist. Die Leute hören sowieso nicht auf. Danke an alle neuen Mitglieder, da war auch mindestens einer dabei. Danke an die alten Mitglieder. Wir sehen uns am Sonntag im Podcast. Folge ist schon ready, ist schon auf, die ist mir auch richtig aufgeladen. Ich mache jetzt da einmal so. Dann kommt der Podcast-Link, hoffe ich zumindest. Spezi-Wirtschaft, Abo da nicht vergessen. Klar, die ganze Scheiße. Jetzt verpisst euch, ich hab die Schnauze jetzt voll. Was jetzt noch da? Hat's euch eine? Gibt's noch die. Oh, so habe ich fast meinen Monitor zusammendroschen. Egal, ich habe einen 1000 € Bon gekriegt. Ich kaufe 5 neue. Hab ich! Bis Sonntag oder beziehungsweise Montag im Stream eine neue Runde Daisy. Hashtag Strapse, Hashtag Bogenwichsschleider, habe ich dir.